Grüß Gott beieinander. So, einmal ein bisschen kleiner Schwung an, wie viele Leute denn überhaupt da? Warten schon wieder 80. Grüezi fix, Leute, es ist Sonntag und es hat, glaube ich, 30 Grad draußen. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Grundmental, Himmel, Hackert, Sagel zumindest. Jetzt trinken wir erstmal was. So, YouTube da? Ja, ist da. Wunderschön. Ziemlich wenig Verzögerung. Da machen wir zu. Wundervoll. Mikrofon. Greifen wir nicht so viel ein Mikrofon umeinander, Birger. Was ist denn mit dem scheiß Greenscreen? Plot Twist ist gar nicht der Greenscreen. Was ist das dann? Ach, das ist der Krug. Leck mir doch am Arsch, Alter. Was sind die Scheiße? So, grüß Gott miteinander. Habe die Ehre an die Marian und Gnil, Usla an die Meinung und die Steffi und den Justin an den King of Barbecue und den Süßberg an den Kaiber und den Julio an den King of Barbecue und überhaupt und sowieso. Okay, dann auf Level 100. Ich muss was beichten. Der Kai hat gerade reingeschrieben, geht's wieder los. Ab auf Level 50. Ich muss was beichten. Plot Twist, bin schon 50. Habe ich vorher gerade gemacht, tut mir leid. Habe ich ein bisschen reinwursteln müssen. Mr. Gollumsee, merci wieder ein Resub. Habe ich deren Servus, grüße. Grüß Gott, Boreinander. Oh, Discord-Ankündigung, wo? Das ist ein guter Punkt. Ich hab's schon reingeschrieben, ich hab nicht abgeschickt. What? Jetzt senden. Los geht's, bestätigen. Ist schon draußen. Ist schon draußen. Das ist ja mir alles wurscht. Einfach ein wenig streamen ins Viech. Ja, ich hab ehrlich gesagt so... spreng ich. So, was sprengen wir heute? Diablo 0. Was das du schön betitelt hast. Birger einfach geil, wie lang geht's heute? Wolfi, seien wir jetzt jeden Tag bis Mittwoch von 1 bis 6 Uhr, dann ist 2 Stunden Pause und dann von 20 Uhr bis, schauen wir mal, da ist dann Open End. We will see. Bis 18 und dann 20 Uhr, der richtige, schaut da gehst du in das Discord hinein, da steht das sauber drin und der Timmy Boy ist auch dabei, grüß für dich daheim, merci dir, Bussi aufs Nussi. So, und jetzt sofort wieder Schluss mit Donations, weil, weißt du, was ist. So. Tja, also jetzt passt so. Gibt einen Haufen zum Verzeihen. Also bevor wir das Spiel anfangen, versuche ich natürlich kurz zu erörtern oder zu erklären, besser gesagt, was ich mit dem Bild angestellt habe. Also spielen der wir immer noch auf dieselbe Art und Weise, aber ich habe jetzt langsam einmal angefangen. Tag 3 von 3. Kellerkind anwesend. Schau, halt, stopp, ist der Tommy! Immer nur Urlaub! Fauler Hund! Alter, ich hab nur 2 Wochen Urlaub, das ist geil. Ja, aber jetzt die kommen die Woche Urlaub und übernächste Woche Urlaub. Das beste Leben, Alter. Das ist ja das Allergeilste, wenn er gerade erst angefangen hat. So. Aber ich merke schon, Alter, wo haben die letzten 2 Tage gekommen? Da wird es jetzt wahrscheinlich wieder genauso gehen. So, es ist 1, blub, es ist 6. What the fuck? Fuck you, Mr. Diablo, Mann. Marc, merci für den 5er. Servus, Birger, du bist halt der Beste. Das ist, verstehe ich nicht. Die sitzt einfach bloß da und hackelt Viecher über den Haufen. Herr Sesselmann, merci dir. Herr Bauer, merci. Tag 3 von 3, Kellerkind anwesend. Ihrzeit. Ich bin in der Zeile verrutscht. Meine scheiß Streamlabs kennen sich schon wieder keinen Stecker nicht aus. Missverstanden schreibt, ich grüß mein mir angetrautes Kellerkind Flo, der mit mir bei strahlendem Sonnenschein lieber auf der Couch gammelt und Bürgermarathon schaut. Bester Urlaub. Ich kann eigentlich noch nicht einmal besser, weil, ja, wobei, wenn ich jetzt den Stream nicht schon vor einem halben Jahr, also vor einem Jahr haben wir den schon angekündigt, glaube ich, wenn Diablo 4 kommt und es ist gut, dass wir diesen Marathon da machen. Ich darf jetzt gerade auch nicht rausgehen. Ich sag das, wie es ist. Ginkgesäb! Ich habe halt noch gar nichts gegessen. Bin aber auch noch nicht so unfassbar lang geworden. Bin ich aufgestanden, war ich um 10 oder so. Und dann habe ich gedacht so, eigentlich so jetzt noch eine Stunde schlafe ich. Ich weiß nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, wurscht, stehst auf. Und dann habe ich ein bisschen reingezockt ins Viech. Hab noch ein Level gemacht, wollte eigentlich in aller Ruhe meine ganzen Legendaries mal auseinandersortieren. Das habe ich mal grob gemacht. Bisschen umeinander gefahren, dann rumgetestet auf World Tier 2, hab dann bemerkt, so, ich hab ein bisschen Probleme mit dem Überleben. Das heißt, liegt aber gar nicht so, ja, natürlich liegt es ja irgendwo an die Items, es liegt ein bisschen an der Spielweise. Und zwar gehe ich immer Vollgas in den Haufen rein, schwing mein Saß rein, damit die erste Leichen am Boden liegt und dann geht mein Rotar erst an. Falls sich irgendwer fragt, was das da ist, könnt ihr euch nur erinnern, das war glaube ich, vor 2 Jahren war es, wie der Fleischschi da war. Da hat doch Niederbayern TV so einen Beitrag gemacht, das 2. Mal. Oder was schon beim 1. Mal, weiß ich nicht, die waren ja 2 Mal da. Dann haben sie mir so ein Mikrofon angeklipst. Das ist ein Loch in meinem Element-T-Shirt, herzlichen Glückwunsch. Falls ihr irgendjemand fragt, was ist denn das da eigentlich, ein Loch im T-Shirt? Ja, leg mir am Arsch und dann, bin daheim. Scheiß Element-T-Shirt, 30 Euro kostet, ist ein Loch drin, ja, herzlichen Glückwunsch. Niederbayern TV, Ersatz, geb, wo?
Schadensersatz. So, nochmal. Und dann geht man eigentlich Rotar erst an. Viecher zusammenziehen, dann pusht sie der Damage, die haben alle geslowt, wir kriegen einen Crit ohne Ende und dann platzt alles. Und da davor, in dem Moment, wo ich da in den Haufen renne und mit der Saas eintrisch, kriege ich so viel Schaden, dass ich da ein bisschen am Struggeln bin und dann muss ich abhauen und dann geht der Rotar nicht mehr runter. Deswegen habe ich da jetzt ein wenig umgebaut. So, nicht lange umeinander labern, es gibt da keine 10 Minuten umeinander würsteln, mäßig wieder da nicht rein und überhaupt und sowieso, weißt du, was es ist. Schade um das Elements-Shirt, das ist allerdings richtig. Element ist eine meiner Lieblingsmarken. Allerdings kaufe ich fast keine Markenklamotten mehr. Es ist mir einfach zu teuer, Alter. 30 € für ein T-Shirt, hast du jetzt hier nicht geschissen Hosen. Da, los geht's! Schluss jetzt! Servus, liebe Chris von Salzburg. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Ich hab mich auch ein bisschen umgestylt. Ein bisschen mehr Necro-Style. Wir schauen jetzt finster aus, wir schauen ein bisschen besser aus. Da, die Elisabeth, die ist jetzt Level 50. Wir spielen mal auf World Tier 2. Und heute ist definitiv das Ziel, World Tier 3 zu erreichen. Das heißt, diesen Cap-Dungeon zum Schaffen. Wir werden mit Sicherheit im Laufe des Tages auch wieder ein paar Gruppenruns machen. Yo. Ja, gibt es jetzt eigentlich schon gar nicht recht viel zum Sagen. Jetzt präsentiere ich mal schnell die paar neuen Items, die ich gekriegt habe. Zumindest ein paar Schlüssel-Items, was ich mir dabei gedacht habe. Die Skillung ist nur hübsch gleich. Jo, da sind wir. Und zwar, jetzt mal so, steppen wir mal da rein. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das für ein Skilltree? Käme ich überhaupt nicht aus. Oh, Katzelsepp! Habe ich dir Bigbeard. Macht Bock zum Zuschauen auf einen ins Viech. Ich hoffe doch. Also ich gehe mir schwerstens davon aus, dass jeder, der sich wirklich das so lange gibt, dass er da wirklich Bock drauf hat. Also um Gottes Willen, ich hoffe, es taugt euch, dass das nicht das Gleiche ist. Ich habe es schon 5000 Mal gesagt, ist mir egal, dann sage ich 6000 Mal, dass das nicht das Gleiche ist wie an einem Montag oder einem Mittwoch, das ist mir auch klar. Das habe ich aber versucht, so klar zu kommunizieren, wie ich kann. Und Löwensepp, merci, Orchkatzel, merci für den Resub. Habe ich die Birger heute endlich mal wieder in groß am PC. Handystream ist schon gescheit klar. Hackelberger, das kann ich mir vorstellen bei Diablo. Das ist vielleicht ein bisschen wuselig und vielleicht ein bisschen viel. Hey, bevor wir mir aber irgendwo so fangen, der wichtigste Ton des Tages sein. Es macht schon so ein bisschen den Eindruck, als da das bewusst in die Kamera halten. Aber was kann nicht dafür? Der Dosendeckel muss normalerweise da rumstehen, der muss nicht da rumstehen. Und dann muss ich das so aufmachen, was soll ich machen? Ich kann nicht das so aufmachen oder prima hint. So. Ich habe kein Dr. Pepper Sponsoring. Ich hätte zwar gerne eins, sage ich dir, was ist, aber ich habe keins. So. Der wichtigste Ton des Tages. Mein Schreibtisch schaut langsam aus wie eine verfickte Müllhalde. So, wer war jetzt das wieder? Basti, du merkst wieder ein Reset. Bussi aufs Nussi, so heißt meine Gondeln. Köstlich. Der wichtigste Ton des Tages. Ich nehme mir ein Nütchenkraut. Basti, ich habe die Ehre Frage. Spielt sich der Nicker ungefähr so wie der Hexer in WoW? Nein. Nein. Also du kannst überhaupt nichts mit keinerlei Klasse aus Diablo mit keinerlei Klasse aus WoW vergleichen. Es sind einfach. WoW hat ein Targeting-System, das hat Diablo überhaupt nicht und das eine ist ein Third-Person-Spiel, das andere ist ISO-Perspektive und 1 Milliarde Viecher zerprimmelt. Nein. Also hat das eine mit dem anderen absolut gar nichts damit zu tun. Grau ist das neue Schwanz! Absolut richtig. So, liegt der Magi-Kur auch noch da? Nein, der Kur nicht, aber das Magi habe ich auch schon weggerannt. Da haben wir es dann übrigens auch schon erfolgreich bekämpft. Sauber einen Köder hingestellt und gut ist. Außer Jäger, stehen rum und sterben. Ich lasse mal die Jäger jetzt in Ruhe, der gute alte Bau. Also jetzt passt so. Kruzifix muss ich noch mal neu drehen, wird jetzt schon wieder heiß, was ist denn jetzt das? Muss ich mal ein Heißgetränk zu mir nehmen. Ab Level 50. Jetzt noch. Ist die, ich sag jetzt mal, die erste Levelphase beendet. Dann kriegst du keine Fähigkeitenpunkte mehr für unseren Skilltree da herin, den wir mittlerweile alle gut genug kennen, glaube ich. Sondern dann eröffnet sich das sogenannte Paragon Board. Und das geht nochmal von Level 50 bis Level 100. Und das zirkt sich ganz schön, habe ich gespannt. Sehr schnell. Und das funktioniert ein bisschen anders. Mit jedem Paragon-Level kriegst du einen Punkt, mit dem du da nach und nach so Dinger freischaltest. Also so Nodes freischaltest. Und in jeder Node haben, also es gibt ja verschiedene Typen von Nodes, grau, blau, gelb und es gibt noch so Glyphendinger, die habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut, muss ich sagen. Und dann wurschtelst, also du schlängelst die da halt da so durch, bis du zu dem Tor kommst und dann kannst du da ein weiteres Board anfügen und dann da weiter skillen. Und auf den Boards sind dann so Legendary Nodes und seltene Nodes und lauter so ein Scheiß. Und wenn du da eine skillst, geben dir die halt verschiedene Sachen. Zum Beispiel am Anfang 5 Wille,
5 Int, 5 Int, das ist jetzt nicht der Teufel, aber es sind 0,5% Schaden zum Beispiel auf Fähigkeiten. Dann eine blaue Note, gibt schon ein bisschen mehr, die gibt 5% Schaden und 5% Base Damage ist schon fein. Dann gibt es die gelben Notes, die geben ein bisschen mehr, der gibt dann gleich noch mit 10% Schaden, 4% maximales Leben und es gibt einen Bonus, zusätzlich 10% Schaden bei Erfüllung der Voraussetzungen, wenn du mindestens 160 Wille hast. Und das ist dann schon ordentlich, also das merkst du mit Sicherheit, das sind 20% Damage, all over. Viecher machen 20% mehr Damage, lauter so ein Scheißdreck. Dann geht's da weiter, blablabla, und dann gibt's so Glyphensockel. Wie das genau funktioniert, habe ich noch nicht verstanden. Ich glaube, man hat zum Start eine Standardauswahl von 8 blaue Glyphen. Die hat man immer, die muss man glaube ich nicht farmen, die kann jetzt der Bocker. Und da eine Stecker, geht jetzt natürlich noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Und ich glaube, man kann so gelbe Glyphen finden. Die können einfach droppen und die können auch wieder verschiedene Stats haben, die können und lauter so ein Scheiß. Die steckst dann da eine und dann steht schon dort Größe Radius 3. Dann machen die da so ein Fadel auf und dann muss in dem Umkreis musst du Fader freischalten, damit die Glyphen ihre Wirkung entfalten kann. Heißt Bonus für je 5 in Reichweite erworbene Geschicklichkeitspunkte fügt ihr verwundbaren Gegnern 1% mehr Schaden zu. So, Geschicklichkeitspunkte werden wir mir nicht haben als Necromancer, gehe ich mir schwer davon aus. Doch tatsächlich, Stärke, Int, Wille und lauter so ein Scheiß. Aber das darf jetzt da zum Beispiel nichts bringen, weil da nirgendwo bla bla bla. So funktioniert das System und das soll halt für sehr viel Variation sorgen. Ist jetzt, glaube ich, so mal mein Plan. Gut. Ja, was habe ich getan? Ich habe nicht recht viel umgeskillt. Ich habe da den Verbrauch einer Leiche erzeugt 2 Essenz und dann damit zu deren Node wollte ich eigentlich hin, mit dass eine Leiche 6 Sekunden lang 3% Schaden gibt. Das habe ich raus da, weil der Skillpunkt da drin völlig für die Katze ist. Wir verbrauchen mal keine Essenz, das hilft uns gar nichts. Und hab das dann wieder in die Leichenranken eingesteckt und einen in den Blutnebel, das ist unser Oh Shit Button. Und hab da unten unsere Skelly Boys komplett ausgebaut, dass zum Beispiel der Skelettpriester unsere Skelette zusätzlich um 60% ihres Lebens heilt. Das heißt, wenn alle am Leben sind, ich verbrauche eine Leiche, dann heilt's meine Skelly Boys. So, da habe ich heute was sehr Wichtiges gelesen und ich habe sofort Resonanz in unserem Diablo 4 Kanal im Discord gekriegt, dass das mehrere Leute nicht gewusst haben. Ich nämlich auch nicht. Nämlich genau 1 Minute vor Level 50 habe ich mal da so mit dem Mauszeiger über meine Skeletterwecken-Fähigkeit drüber gefahren und habe dann gelesen, weil ich halt lesen wollte, was macht denn der Skelettpriester eigentlich genau? Heilt der instant? Heilt der über Zeit? Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich mir gelesen so, bla bla bla, sobald all eure Skelette herbeigerufen wurden, ruft Skelett erwecken kurz einen Skelettpriester herbei, der 5 Sekunden lang eure Diener stärkt, wodurch sie 20% mehr Schaden verursachen. Das ist wie als da der ein Stimpack ins Gesicht drückt. Ich habe nicht gewusst, dass die dann mehr Schaden machen. Ja, und seitdem laufe ich halt hoffentlich umeinander und druck öfters einmal Leiche verbrauchen für Skelette, weil dann hauen die Viecher richtig ekelhaft zu. Und 10% ihres maximalen Lebens geheilt. Mit der Skillung werden es nochmal um 60% mehr geheilt. Jetzt ist die Frage dann insgesamt um 70% ihres Lebens oder 17% ihres Lebens. Das weiß ich nicht. Ist mir wurscht. So, ansonsten habe ich nicht recht viel gemacht. Unsere Skills sind immer noch die gleichen, aber wir schauen mal jetzt folgendermaßen aus. Es hat sich ein bisschen was geändert. Mir ist nur mehr eine neue Waffe gedroppt. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Überleben. Dem Ganzen gehe ich entgegen oder versuche dagegen zu wirken mit folgendem. Einmal, Basisfertigkeiten verleihen 6 Sekunden lang. Ich habe einfach mal zusammengewürfelt, was ich an Legendary Traits habe und so weiter. Basisfertigkeiten verleihen 6 Sekunden lang 20% Schadensreduktion. Das heißt, wenn wir mir mit der SAS reinhauen, kriegen wir 6 Sekunden lang schon mit 20% weniger Schaden. Das kann man überhaupt nicht schon. Dann, Brust hat sich geändert. Eingeprägt, wenn ihr einen Elite-Gegner Schaden zufügt, und das haben die Besen, die One-Hitten kennen, wenn es ist, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang bis zu 810 Schaden absorbiert. Das heißt, wir kriegen auf unsere 1100 Leben nochmal 800 drauf, haben wir knapp 2000 Leben und halten wir viel mehr raus. Das merkst gewaltig. Dann habe ich einen Billo-Synergie-Spell auf unsere Waffen aufgedroschen, weil die ganze... Wir kriegen sowieso ständig irgendwie neue Waffen, geht irgendwie am schnellsten, ich weiß auch nicht warum. Aber das war jetzt mit Abstand die beste, die ich gefunden habe und hab mir da gedacht, hey, das ist eine nette Synergie und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Verursacht 24% mehr Schaden, solange ihr eine aktive Barriere habt.
Das heißt, ich trisch auf den Elite-Typen, ich kriege eine Barriere, mach instant 24% mehr Schaden, schick meine Skelly Boys ein und dann gibt's volle Kanone aufs Maul. Wunderschön. So, was haben wir noch? Wir haben erhöht unsere Skelettkriege. Ich hab endlich neue Stiefel. Kruzifix nochmal. Mit Movement Speed, wenn wir einen Elite-Gegner killen. Mit Int, Widerstand gegen Schatten. Ich hab allgemein ein bisschen mehr geschaut, dass auf die Gegenstände jetzt mal wirklich Affixe drauf sind mit plus x%. Schluss jetzt! Austrian Sepp! Achtung, was kommt. Achtung. Wie viel Tote hätt's an tragischen Flugzeugabsturz neulich geben? 124 Tote und Boas quetschte. Müssen's immer so besser sein, sag. Müssen's immer so besser sein. Was ich dir sag? Ja! Austrian as always. Danke dir, Bussi aufs Nussi. Erstmal sauber eingerutzt. Wunderbar. Ja, genau. Allgemein ein bisschen besser auf unsere Resistenzen geschaut. Bedeutet, gehen wir da auf Defensiv. Diese Resistenzen, die waren schon immer wichtig. Immer. Vor allem im Late Game. Feuer, Kälte, Blitz, Gift, Schatten. Haben so die verschiedenen Schadenstypen, die deine Elite-Typen auslösen. Also deine Elite-Gegner auslösen. Wie das Feuer am Boden, die Laser am Boden, die Eiskugel und lauter so ein Scheiß. Und wenn es dann zerreißt und der ganze Mist. Und wenn dann deine Resis, da gibt's mit Sicherheit auch wieder eine Staffelung. Ab World Tier 2 brauchst du mindestens so viel Resis all over. Und ab World Tier 3 brauchst du mindestens so viel Resis. Ich gehe jetzt einmal von 50 aus auf World Tier 3 und auf World Tier 4 dann wahrscheinlich so 70, 75. Und meistens ist dann sowieso gecapped, ab 75% Resis bringt es dann nichts mehr. Oder je nachdem, wir werden dann sehen, wie das System funktioniert. Kann auch gut sein, dass auf World Tier 4 deine Resis generell um 30% reduziert werden, dann musst du erst recht besser schauen. Jetzt sage ich natürlich, wir haben eine Kälte- und ein Feuerwiderstand, Loch drin, da sind wir unter 40%, dafür haben die anderen ganz stabil. Habe halt noch nichts Besseres gefunden. Dem Ganzen können wir vielleicht ein bisschen entgegenwirken, wenn wir Tränke saufen, mit Resi-Tränke saufen und dann passt das. So, was haben wir noch gemacht? Das ist gleich geblieben, das ist gleich geblieben. Dann haben wir natürlich noch unsere Leichenranke mit ewig dem Crit. Dann beschworene Dienerboni natürlich. Und ich habe ein zweites Mal gefunden mittlerweile, dass unser Blutnebel, ja, der Oh-Shit-Button, dass der Leichen verbraucht und so weiter. Den habe ich ins Amulett eingecastet, da kriegt er einen 50% Bonus, dann reduziert es das Ding um 0,3 Sekunden pro Leiche, die explodiert. Das ist nicht der Teufel. Aber, was mir auch muss ich schnell jetzt sagen, habe ich ein bisschen Dusel gehabt, muss man auch sagen. Gehen wir aufs Pferd laufen. Wo ist denn da die scheiß Kabine? Die ist, glaube ich, oben. Weißt, muss die Kisten so weit weg sein vom Teleportpunkt? Sag, Blizzard ohne Scheiß, das nervt anders, dass ich da jedes Mal durch die ganze scheiß Stadt reiten muss. Und zwar hier, ich habe ein bisschen aussortiert, das hier. Da sind wir schon bei 0,8 Sekunden. Das ist fast eine ganze Sekunde pro Leiche und dann wird das Ding richtig interessant. Das heißt, dann ist nämlich der Oh-Shit-Button, der Unverwundbarkeits-Button, der braucht so viel Cooldown-Reduction, wie es geht, dass wir so oft wie es geht unverwundbar sind. So viel zum Aushalten. Dann habe ich noch was gefunden. Der Blutnebel. Nochmal ein Trade für den Blutnebel. Hinterlässt eine Spur, die 4 Sekunden lang anhält und Gegnern 186 Schattenschaden pro Sekunde zufügt. Das heißt, mir macht man noch mehr Schaden, währenddessen wir unverwundbar sind. Das ist jetzt nicht der Teufel, aber ein bisschen was. Und was mir da viel wichtiger ist, eure Bewegungsgeschwindigkeit ist während Blutnebel nicht mehr verringert. Das heißt, wir fahren nicht mit 20% Bewegungsgeschwindigkeit umeinander, sondern mit 100. Und das ist halt schon ziemlich geil. Staudi! Fahr schon los! Birger, wir haben es verstanden, du bist brutal, aber das letzte Mal, jetzt geh 4 zu. Ich möchte es ja bloß erklären, was weiß ich, vielleicht interessiert es ja wirklich jemanden. Backstage-Bereich aufbauen. Was, Backstage-Bereich aufbauen, wo? Und schöne Grüße von Nova Rock. Wie? Du bist Roadie auf Nova Rock? Das ist stabil. Kann man da mal VIP-Karten abstauben? Staudi, merci dir. Ich weiß nicht, warum es dann da ein 10er einer scheißt. Staudi, viel Spaß beim Aufbauen, viel Spaß im Nova Rock. Das ist nächstes Wochenende, oder? Viel Spaß, merci dir. Schluss jetzt. So, was wir jetzt machen. Was machen wir? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Es ist ehrlich gesagt so ein bisschen an der Zeit, dass wir, pass auf, diese Dinge da machen. Warum? Da ist noch mehr Skillpunkt drin und den haben wir noch nirgends außer in der ersten Welt.
in der zweiten Fighter, in der dritten Fighter, in der vierten Fighter und in der fünften Fighter. Das heißt, wir kriegen noch 4 Skillpunkte, wo wir die dann reinstecken, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht in irgendeiner Passiv, werden wir dann schon sehen. Und das sollte man langsam anfangen. Außerdem, haben wir das gestern im Stream noch gesehen? Das mit dem Bam? Grausige Gaben? Kann man das irgendjemand sagen? Ich weiß nicht mehr. Habe ich das nach dem Stream freigeschaltet oder haben wir das im Stream frei? Kommt das mit Level 50 oder kommt das direkt nach der Story? Halt, stopp! Ich wollte diese Aufgaben in der Gruppe gestern machen. Haben wir noch gesehen. Und zwar funktioniert folgendermaßen: Du machst da überall auf der ganzen Welt erscheinen so Aufgabendinge und für die kriegst 5 grausige Gaben, da kriegst du eine grausige Gabe und so weiter. Und wenn da unten der Balken voll ist, dann kannst du den Bahn gehen und kannst eine Kisten auslassen mit gezielt ein paar Items. Okay, und dann machen wir gleich beides gleichzeitig. Wir fahren einfach Dungeons ab, die mag ich jetzt sowieso einmal ein paar ausprobieren, wie wir uns schlagen, wie es läuft, sterben wir auf, kriegen wir 2 Schaden, haben wir genug Schaden. Und dann ist natürlich ganz klar das Ziel, Weltstufe 3, ausprobieren, ob wir da durchkommen. Das war jetzt einmal so mein Vorschlag. Und gleichzeitig mit den Aufgaben im Gebiet diesen Ruf freischalten. Das glaube ich ist das Stabilste. Der linke Hund schon wieder! Was sind der Rechte eigentlich den ganzen Tag? Mein Chef hat gesagt, ich soll meine Präsentation mit einem Witz anfangen. Der erste Seiten war dann meine Lohnabrechnung. Die zweite dann Kündigung. Merci dir. So, Schluss jetzt. Ja. Sehen wir mir, ob wir mir die Dungeons schon abgeschlossen haben, wenn da diese Aufgabe drauf ist. Weil ganz ehrlich, ich weiß zum Beispiel, die vergessenen Archive, die 3 habe ich schon und da ist jetzt kein Hackerl mehr drauf. Warum nicht? Mal, machen wir so. Map nochmal Nylon? Na, wieso ist jetzt da kein Hackerl mehr drauf? Ich weiß, dass ich die 3 Dungeons schon gemacht habe. Kann man das jemand sagen? Ist das ein Anzeigefehler oder keine Ahnung? Weißt du was? Drauf geschissen. Wir gehen jetzt da rein. Machen wir den ersten Dungeon. Nicht so viel labern! Ein ins Viech. Jetzt haben wir sowieso schon wieder 20 Minuten verschissen. 20 Minuten schon verschissen, Bürger. Jetzt hau mit zu. Ich rede da einfach gern. Weißt du, was es ist. So. Das geht jetzt auf aufs Pferd, aufgeschwungen. Bin ich gespannt, wie wir uns schlagen. So, was ist? Bei den Endbuilds, den habe ich noch nicht so wirklich ausprobiert. Und diese Weltereignisse und so ein Scheiß, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Wir gehen jetzt da rein und schauen wir einfach mal, was passiert. Vielleicht wegen World Tier 2. Das ist ein guter Punkt, das kann sein. Auf der Karte ist ein Leisten oben, da steht, glaube ich, was du schon gemacht hast. Mal schnell schauen. Sieht man das da? Ansehen, 1000 von 2005. Das ist aber auch nirgendwo ein Hackerl. Hat eventuell auf World Tier, was mir jetzt nämlich auch verwundert. Ich weiß, dass auf World Tier 1 haben diese 3 Dungeons eine Kisten daneben. Das heißt, da kriegt man Legendary Trade raus. Ist das auf World Tier 2 wieder, ist das dann eine andere Dungeon Rotation oder was? Bitte! Dir, wenn man so zuschaut, kommt man selber so viel Bock drauf. Das ist, lasst euch nicht von mir beeinflussen. Wenn ihr nicht der Typ für das Spiel seid, dann habt ihr keinen Spaß damit. Ich meine es wirklich ernst. Aber Mr. Begador, merci dir. Bussi aufs Nussi für deinen Restart. So, jetzt probieren wir einfach mal umeinander. Ja, stopp. Einer hat mich noch gefragt im Chat, sicher die Fragen werden beantwortet. Ich meine, sagt mal, wie viel... Schluss jetzt, Kruzifix! Herr Mut, auf geht's, der Pimmelung, allen viel Spaß. Alter, 52 Monate, was ist mit dir? Was ist mit dir? Herr Mut, merci dir. Sagt mal, wie viele Skelette, das ich beschworen habe. Ja, da herunten. Ich weiß nicht, ob die Zahl vielleicht im Stream zu klein zu lesen ist. Das sind meine Skelettmagier, da haben wir 3. Wenn die Zahl grün ist, dann ist das Maximum erreicht. Das sind meine Skelettkrieger mit den Essensen. Da habe ich aktuell 4 und es ist grau. Das heißt, ich kann nur 2 beschwören. Oder 1, glaube ich. Bin mir nicht sicher. 5. Wir haben ja +2, ein +2 Trade und jetzt probieren wir mal die Gaudi aus. Einer mit den Viecher, Sense rein, zusammenziehen, draufdreschen. Schauen wir mal, wie das Feeling ist. Da haben wir... Gut, waren kleine Viecher. Wird erst interessant bei Elite, wisst ihr, was es ist. Tun wir jetzt Elite her. Wo Elite, wo? Da Elite. So, dann machen wir so. Wir können wunderschön schnell laufen. Buffen wir unsere Skelly Boys ein bisschen. Ja. Fallen einfach zusammen.
Ich meine, es muss ja nicht die ganze Zeit so sein, dass alles auf One-Hit umfällt. Ja, muss ja nicht sein. Da haben wir jetzt eine Elite. Schauen wir mal, wir haben eine Barriere, wir haben ein Gestell, wir kriegen keinen Schaden, das ist das Allerwichtigste. Und dann krümmeln wir einfach rein. Und es feit absolut nichts. Unsere Skelly Boys kriegen ein bisschen Schaden, die heilen wir jetzt mit dem Priester. Ja. Blutwoge drauf. Easy. Damage-technisch feit überhaupt nicht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu gestern auf Nacht, wie ich so ein bisschen festgestellt habe. Oh, ich krieg ganz schön aufs Maul. Unterschied wie Tag und Nacht. Und das Geilste ist halt, dass wir richtig Damage austeilen, währenddessen wir unverwundbar sind. Auch wenn das Item nicht mehr so krass ist wie in der Beta, aber das ist ja wurscht. Das war sauber zu krass. Da hat es einfach alle Leichen instant zerrissen. Also nicht jede Sekunde eine, sondern alle, die wo in Umgebung waren. Das war Damage-Output, das in die Hosen scheißt. Das war irgendwie um jeden klar, dass das im Grunde und Boden so, jetzt wird spannend, zack, 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 zack. Kriegen wir eine Elite down in der Phase? Nein, natürlich nicht. Das war zu viel verlangt, aber wenn alle Skelly Boys drauf waren, vielleicht schon. Feiert überhaupt gar nichts. Und dann wäre gerade. Wenn meine Skelettrottel nicht über irgendwelche Mongos da in Ecklinten zusammenhauen daten, sondern den wichtigen Gegner. Was ist mit dem da? Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind alle homosexuell. Meine Freunde sind alle kriminell. Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Po. Und es macht ihnen auch noch Spaß. Dürfen die das? Gibt es irgendjemand aus sich? Ist keiner. Bitte sagt mir jemand, dass es jemand kennt. Skelly Boys buffen. Ärzte Beste, wenigstens einer. Ja, Gott sei Dank kennen sie mir. Beste Album ever. Gott sei Dank kennen sie mir. Ich freue mich wieder gleich für den komplett narrischen Leuten. I'm this old. Ja, me too. Me too, I feel you, bro. Da, wir brauchen bloß nicht da stehen und die Skelly Boys sind so stark, das ist ein totaler Witz. Leichen schäbern lassen, aktivieren, Skelly Boys heilen. Ah, wir haben richtig gut dabei. Ich bin so gespannt, wie sich der World-Ding Dungeon anfühlt. Wahrscheinlich kriegen wir volle Kanone aufs Maul. Heil die Bude, was ist jetzt mit dir da? Lass mir jetzt nur mal Kisten da, ziehst wieder aus der Hosentasche raus. I'd be dead. I think I can manage from here. Please, take this. Gehst du eigentlich auf Summer Breeze? Nein, ich gehe auf keine Festivals mehr. Ich bin zu alt für den Scheiß. Muss auch sagen, diese Events, da kommt auch immer nur Scheißdreck raus. Also wirklich nur... Nicht das Summer Breeze, ich meine jetzt diese Ingame-Events. War jetzt vielleicht ein bisschen deppert formuliert. So, Viecher, wo? Da 1, 2, 3 und durchfahren. Ah, der Dicke holt ein wenig mehr aus. Hab ich gesehen. Müssen noch meine Viecher erledigen. Was? Der muss ich bauen oder was? Ja, man ist jetzt wieder 2-4 da stehen bleiben. Los. Oh ja, das ist genau das Richtige. Oh, Elite-Gegner, aber kein Oh-Shit-Button ready. Das ist natürlich nicht gesehen. Wer haut halt nicht da draußen auf die Trottel da wieder um? Das ist so nervig, Alter. Es ist so nervig, dass sie nicht nachkommen. Sondern sie bleiben halt 3-4 Stunden da hinten stehen. Es ist so nervig. Stirb, da der Elite fällt zusammen wie ein Stückerl Viech, wenn meine Viecher alle drauf haben. Was haben wir da jetzt gekriegt? Weiß ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt. Ach, das ist der absolute Todesbuff. I need more time. Das will mir nicht so einen komischen... Da ist er. Da hergeh. I need more time. Oh, da kann er mir überhaupt nichts. Geht durch, wie fucking Butter. Da ist was ich was. Wo ist er jetzt hin? Da ist er wieder hochgebaut, bist du behindert. Was tut denn der jetzt? Bleib doch mal da! Stunnen, draufhauen.
Stehen die Skelettrottel, stehen zu 5 an die kleinen Mobs dran und hauen da irgendwo umeinander. Das sieht gut aus, aber ich glaube, ich könnte es nicht spielen. Es ist ja, wie soll ich sagen, was du da jetzt erzählst, ist halt auch Endgame-Gegrinde. Ich muss jetzt auch nochmal eine Vorwarnung aussprechen. Das, was wir mir da heute tun, das tun wir die Nacht, das tun wir heute, das tun wir morgen, das tun wir am Dienstag und höchstwahrscheinlich auch am Mittwoch. Außer ich bieg ab. Das habe ich aber auch schon gesagt. Ich bis jetzt biege ich noch nicht ab, sage ich auch ganz, wie es ist. Aber wir werden sehen, wie sich das Endgame entwickelt, wie die Motivation bleibt. Lauter leere Hosen. Läuft viel besser. Wir kriegen 0 Damage und haben richtig gut Damage dabei. Das haut richtig gut hin. Ich bin wirklich gespannt, was der World Tier 3 kann. So fühle ich mich wieder overconfident und dann bin ich da drin und stirbe in einer Sekunde 4-mal wahrscheinlich. Was haben wir da? Au! Oh, da haben wir noch Shit-Button. Oh, ich fühle mich schon fast. Shit-Button, damit nichts passiert. Da überhaupt nichts. Wenn dann einmal größere Gegner-Packs kämen oder 2, 3 Elite gleichzeitig oder irgendwelche ultra scharfen Elite, dann gibt es noch Shit-Button und es dauert ein Stück länger, dass wir es zusammendreschen, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt anfühlt, als wir vorher World Tier 1. Da der Elite-Set, alle 3 Fähigkeiten drauf. Skelly Boys Waffen, Leichenexplosion, Gott, der schmilzt einfach. Ich liebe es. Ich liebe es! Was auch ganz wichtig ist, das ist der Golem-Stun. Der Debuff-Gegner ganz, ganz, ganz extrem. So, kann man mir jetzt bitte... Kann man mir jetzt bitte den Typen da hauen? Das war voll super. Ja. Also wenn einmal alle Skelette drauf sind, wenn ein paar Leichen drunter liegen, dann macht und er ist weg. Fühlt sich gut an. Bin ich guter Dinge, sag ich dir, was ist. Ah, nicht vergessen, Skelly Boys zum Buffen. 20% Schaden sind 20% Schaden. Zusammenziehen, Skelly Boys buffen und durchblodern. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was der weiße Hodern da jetzt um mich und drum ist. Ich weiß nicht, ob das meine Barriere ist oder ob das Stählung ist oder keine Ahnung, was das ist. Was müssen wir überhaupt tun? Begibt euch nach Kriegszimmer des Lichts. Das kriegen wir hin. Da, die Skelly Boys. Immer schön auf den Dicken. Immer schön auf den Dicken, habe ich gesagt. Nicht auf den Kleinen da hinten, der interessiert keinen. Also, eins ist fix, für mich gibt es am Dienstag Xbox Series X in der Diablo 4 und dann sucht ihr mir gescheit ein ins Vieh. Ich habe mir schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich da den einen oder anderen ein bisschen vielleicht anfixt. Aber wenn es dann Spaß habt damit, so hoffe ich, um Gottes Willen, dann where is the problem? Aber ich möchte dreifach betonen, ich meine, ich kenne ja die Leute, was die manchmal daheim meinen, ich werde weder vom Blizzard bezahlt, noch sonst irgendeinen Scheißdreck. Ich hab nichts davon, wenn du Diablo feierst. Das ist, außer dass du bei mir im Stream bist. Das habe ich natürlich schon davon. So, schauen wir mal, wie es bei ihrem Boss ausschaut. Skelly Boys buffen. Aktivieren. Golem rein. Leichen explodieren lassen. Heiltrank saufen. Ja, wenn er weg ist, das hilft uns natürlich gar nichts. Skelly Boys buffen und ein. Gib ihm. Da, auf Shit-Button drücken. Ja, den Shit-Button hätten wir uns vielleicht aufnehmen sollen. Den hätten wir uns vielleicht wirklich aufnehmen sollen. Okay. Nehmen wir nochmal auf Shit-Button, weil es eh wurscht ist. So viel Schaden hat er gemacht. Da will man ein bisschen aufs Gameplay. Ist jetzt so, ich möchte so gern so spielen, dass ich einfach drinstehen kann. Leckt mir am Arsch, mich kann sowieso nichts umbringen, stirb. Ja, erledigt. Aus dem Dungeon porten. Nein, du bist sicher nicht du schuld, das steht schon länger am Plan. Na gut, passt. Ja, es liest sich halt auf meiner Seite ein bisschen so. Die weiße Hodern kommt immer auch, wenn die Lebensanzeige blaulich ist. Wann ist denn meine Lebensanzeige blaulich? Ja, das eine ist Barriere und das, was da jetzt runterrutscht, das da,
Das ist die Stählung. Und wenn die Stählung höher ist als unser Lebensstand oder genauso hoch, wie wir voll sind, dann kriegen wir wieder eine Schadensreduktion um ein paar Prozent. Ich weiß aber nicht um wie viel. Was ist da? Ereignis in der Nähe. Da gehen wir rein. Das ist anders. Das ist aber ein anderes Event. Droppt da was Anständiges da drin. Oh, das haben wir ja gerade richtig gegeben. Level 12 und Level 11. Dungeon. Das war aber einfach. Tatsächlich, auf World Tier 2 sind die Dungeons extra abgehagelt. Okay. Was haben wir denn da jetzt? Fülle den Kelch mit Banditenblut. Da haben wir eine Nebenquest. Was machen wir's? Einfach rein. Dungeon hat sich gut angefühlt. Machen wir ein paar Sachen. Ein wenig zum Warmwerden. Warte mal, wo müssen wir hin? Erst auf aufs Pferdteil Gas geben. Heiltrank eingegossen. Diarrhoe 4. Und wir durch sind wir halt massiv durch. Da rutschen wir da mal rein und dann müssen wir Banditendeppen killen, oder was? Scheiß Banditentrottel kennen sowieso nichts. Oder? I'm not ready yet. Lass mal überall ein paar Leichen zerreißen, das wird schon passen. I need more time. Nimm einen Keller mit. Hat der Pferdl nie eine Rüstung gehabt? Ja, aber die sieht man so schlecht. Ja, jetzt kann ich gerade nicht reinzoomen, ich hab gerade kein Pferdl nicht da. Ich hab ja mal anderen nicht gegeben. Das komische Kackhändel da vorne drauf, das war ein bisschen seltsam. Oh, Shit-Button, da können wir nicht geführt werden. Rein damit, Skelly Boys buffen. Da, bitte schmilzen, dankeschön. Liegt jetzt da immer noch was? Nein. Easy. Easy. Spielt sie genau wie World Tier 1 und das ist meistens ein gutes Zeichen, wenn du wirklich einfach durchlaufst. Oh! Wo kommt denn überhaupt für Wo haben wir den jetzt hergekriegt? Wir haben gar kein Level abgefahren, oder? Ah, nettes Detail. Wir haben ja jetzt natürlich eine neue Erfahrungsleiste und da haben so Knubbel drin. Und bei jedem Erreichen von einem so einem Knubbel kriegen wir einen Paragon-Punkt. Brudi. Ja, nice to know. Keine Ahnung. Jetzt passen wir beobachtet. Wo gehen wir hin? Links, gelber Knoten, ist eher so der Aushalten-Knoten. Heißt, Widerstand gegen alle Schadensarten ist natürlich gut, 4% und 4% Max Life ist auch gut. Bonus, nochmal 4% Widerstand gegen alle Schadensarten, wenn wir nur Geschicklichkeit haben. Da uns aber dann 90 Geschicklichkeit feiert, ist das einfach, leckt mich am Sack. Da haben wir noch weit entfernt, bis wir den Bonus kriegen, Rindfellwasser ist er oben und so viel Geschick haben wir nicht. Darum gehen wir da um, was haben wir da? 10% Damage, 4% Max Life und nochmal 10% Schaden, wenn wir 160 Wille zusammenkriegen. Da feiern uns 17. Das können wir irgendwie zusammenwursteln. Kriegen wir wieder irgendwie noch Wille bis dahin? 100% Schaden, 2% Max Life, 5% Schaden, 2 Max Life. Und da kriegen wir nochmal Wille. Ja, da kommen wir schon hin. Vielleicht der nicht direkt bei. Bürgermeister, du geiler Fleischlappen, Smiley Fleischlappen. mit Freudentränen war gestern bei Rock im Park und während halt genau nix mehr doa. Viel Spaß. Sei Spaß beim Suchten Feuer 2 Mr. Boris Blut, merci dir. Bussi aufs Nussi. Viel Spaß in der Rock im Park. Außer du fährst nur ein Tagesticket und fährst heute schon wieder. Ach, heute ist Sonntag, heute ist ja gut. Haben heute noch Bands? Es sind am Sonntag schon immer noch Bands gegangen, bis auf die Nacht, gell? Die werden nicht ultimativ gut, dann sind wir meistens schon vorher heimgefahren. Egal, wir nehmen 5 Int. Wir gehen mal in diese Richtung da kriegen wir den Bonus schnell. Ich glaube, das bringt's mehr, wobei ich auch gern mehr aushalten darf. Sag ich dir, was ist. Gibt's ein Auktionshaus eigentlich noch? Nein. Nein. What year is it, denn? Aber irgendwo eine berechtigte Frage. Irgendwo eine berechtigte Frage. Wie viel Depp fast mittlerweile schon? 3, glaube ich. Wie oft haben wir gestorben? Weiß nicht. Nicht oft auf alle Fälle. So, gehen wir jetzt da aufreiten. Wie viel so von dem scheiß Weltblut müssen wir mir da mal? Das ist eh schon fast voll. Fledermausi! Bringt kein XP, das ist schleichst. Da gehen wir her. I need more time. Schwere Handschuhe.
Da, machen wir den, machen wir den, machen wir den. Und dann müssen wir sterben. Und dann, glaube ich, haben wir die Nebenquest schon erfüllt. Die war jetzt nicht der Teufel. Wo müssen wir die abgeben? Da herunten. Wohl. Dann schauen wir, ob wir noch ein paar Quests für den Baum machen können. Holen wir uns so eine Kisten und dann da die sagen. Schauen wir mal, was der Dings kann. Now, take a piece of the burning wood from this holy pyre. Bisher from Hollywood. The Reverend Mother was Was muss ich jetzt wieder tun? choose you. Muss jetzt da auch. Nee, den ganzen Tag umeinander paaren. Chalice Mach das als Let's Play. Was machen wir als Let's Play? and Was machen wir als. Was ist das da? Besoffen. Das ist ein Schlaganfall. LOL Akt 3 fertig. Viertel ist da. Viertel ist wichtig. Viertel sind richtig und wichtig. So. Moven. Quest abgeben. Welche Klasse möchtest du als nächstes spielen? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich das krasse Gegenteil, wenn ich das Spiel mal ein bisschen besser kenne. Wahrscheinlich ein Melee-Class, möglicherweise ein Barb. So. Ach, das ist immer nur die Quest in dem scheiß Keller da. Gengar wo? Wer ist denn der Gengar, Alter? Who the fuck is Gengar? I don't know. I don't know who this Gengar is. So. Grausames Lachen. Wir haben ein Zeuge eines Exorzismus. Lass mich raten, da kommt jetzt auch ein Elite-Gegner aus und der schmutzt genauso beschissen wie die anderen auch. Lol. Wie viele Dr. Peppers hast du eigentlich? Baletten. Ich habe ja gesagt, ich kaufe Baletten, also habe ich Baletten. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Dr. Peppers, ich habe leider nur 2. Dafür habe ich nur. Was ist denn da jetzt eigentlich? Ja, Mann, das ist meine 4, da müssen wir nicht mehr aufpassen, das sind die Scheiße. Natürlich lächerlich. Ich müsste euch schon mehr reifen lassen. Jetzt habe ich aber nur Paletten Cherry Coke. Was soll ich machen? Was ist jetzt da? Achso, ich muss nur mal da eine platzieren. Ja, jetzt geh außer da mit deinem Schund, Kim. Father, force this demon out. I knew it. I knew you were involved in something abhorrent. Wo ist er denn? No! Stop him! Diese scheiß Keller-Quest, wo man da über Exorzismus betreiben muss, dauert wirklich länger wie Akt 4. Los jetzt. Diabetes incoming, weil ich mal 3 Tage lang ein paar Cola sauf. Und wen, dann wollte es der liebe Herrgott so. So, was muss ich tun? Nochmal interagieren. Purge the wickedness! Frevelei! Und du eingefahren. No! Siehst du? No. Ja, jetzt komm raus, da Grütze, fix nochmal. So, jetzt Skelly Boys, diesen hier. Sister, please say something. Wir brauchen World Tier 3, hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen. Jericho gibt sowieso nur noch ohne Zucker. Also meine hat schon Zucker. War das jetzt ernst? Ich kann aber nicht auslesen, ob es Ironie ist oder nicht. Light be praised. Und diese Zero-Scheiße mag ich halt nicht saufen. Für Teufel. Yes. Ja, Octavia, könnt ihr jetzt bitte meine Quest-Belohnung haben? Nein, immer noch nicht. Give me just a moment and Ich darf es einfach nicht haben. Darf es nicht haben. Was mir gerade so auffällt, ist, es bringt uns überhaupt nichts, diese Quests in World Tier 1 zu machen. Weil, wo ist denn jetzt die Schwester Octavia wieder? Muss ich mir jetzt wieder durch die ganze Weggeschichte durch? Ah, ich muss warten, bis es rauskommt. yes. Der Tobi Bieber schreibt, ist das alle so leicht? Kannst du auch mal ausprobieren. Haben Haben wir irgendwas gekriegt? Wir haben einen Haufen. Die ganzen Items herkommen. Muss man kurz das Inventar auseinander pflücken. Bitte pflücken Sie, wie viel Gold haben wir? 400k, das ist okay. Ein paar Sachen entzaubert man, ein paar nicht. Schauen wir mal. Vergleich einschalten, 22 Inch Stärke, Dreck, gesamte Rüstung, Widerstand gegen Kälte. Max Life auf Diener. Was haben wir mir? 24 Max Life auf Diener, da habe ich gut gerollt. Weniger Schaden der Gegner in der Nähe und Schaden für Fertigkeit des Typs Herbeirufung. Unser Brust ist ja voll brutal. Die werden wir lang nicht tauschen. Unser Offhand müssen wir tauschen. Ein 100 DPS drin. 100! Holy shit, Mann!
Chamber part nice. 100 DPS sind halt wirklich viel. Sehr extrem. Jetzt probieren wir aber mal folgendes. Wenn wir die eine tun, jetzt haben wir 1130. Das ist halt dann 100 Attack Power. Und die merkst du halt gewaltig. Was hat denn das Ding für Stats? Das Problem ist, ich habe diese Offhand eingeprägt. Das heißt, eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind. Bis maximal 26% nach 10 Sekunden. Das habe ich da eine, das kann ich nicht mehr auserziehen. Und es hat auch ziemlich gute Stats. Attack Speed, Int und Crit. Was haben wir da? Premiere ist wieder herzustellen. Wir brauchen den Scheiß. Widerstand gegen Kälte brauchen wir auch nicht. Angeschwindigkeit von Base. Okay. Die Stats auf dem Fokus sind leider Gottes absolut beschissen. Müssen wir entzaubern, so leid es mir tut. Da findet man schon nochmal einen. So, Zweihandschwert weg. Seltenes Schwert. Minus 10 DPS weg. Minus 48 weg. Minus 64 weg. 69. Minus 73. Minus 79. Minus 91. Wie schauen unsere Hände aus? Geschick, Knochenspeer, Schaden gegen verletzte Gegner. Brauchen wir nicht. Blutwoge, Schnitter, Dreck. Maximales Leben für Diener. 3,5% Schadensreduktion und weniger Schaden durch und 2 Sockel. Jetzt sage ich dir ganz ehrlich, wenn wir die umrollen und was der man drauf, keine Ahnung, der Int und alle Werte, die sind nicht schon viel wert, gell? Also die sind 35 Int. Nicht wenig. 3,5% Damage. Wenn man da irgendwas Brauchbares draufrollen, das Ding hat 2 Sockel. Gehen wir es probieren. 21 will ich da, Knochengeist, können wir nicht brauchen, Geschickverringerung von da, können wir nicht brauchen, Ring! Den Ring da ich auch gerne mehr austauschen, weil wir immer noch einen Level 26 Ring und da haben nicht keine Resis drauf. Leben Diener, Crit, ach den Ring habe ich schon geholt, den habe ich schon die ganze Zeit darin, den weg. 120 Dornen, 4 Wille, Abklingzeit, nö, können wir alles nicht brauchen. Hose rollen wir um. Ab wann lohnt sich das Upgraden der Rüstung? Immer. Die ersten 2 Level immer. Das letzte Level, das dritte oder das vierte Level immer erst, wenn du sehr sicher bist, dass du dieses Item eine ganze Zeit lang haben willst. So, bitte einmal umrollen. Die Frage ist, was wir wegrollen. Max Life für Diener schaut nie. Schadensreduktion und weniger Schaden durch entfernte Gegner. Wir kriegen aber auch nicht so viel Schaden durch entfernte Gegner, glaube ich. Hier haben wir mal Schadensreduktion weg. 3,5% ist jetzt nicht so der Hit. Schauen wir mal. 4 Sekunden lang 11% Schaden nach Töten eines Elite-Gegners. Das kann kein Mensch brauchen und Dornen können wir auch nicht brauchen. Damit ist die Hose Geschichte. Warum ist die jetzt Geschichte? Weil das zweite Mal rollen. Also noch mehr Chance haben wir auf was anderes zum draufrollen. Die jetzt 162.000 Gold kostet. Und 4 sichere Kristalle. Und das ist mir einfach zu teuer. Da halber lieber Pfotzen ans Tisch gar nicht. Weiß eigentlich irgendjemand, ab wann man die nächste Stufen Storner bauen kann? Ab was für einem Level? Sollte es nicht auch ab 50 dann wieder gehen, geht's nicht in 5er Schritten oder wie läuft das? Wissen wir nicht, gell? Das wissen wir mir wieder nicht. So, was haben wir? Baumsauen, Mann. Da gehen wir rein. Zack, zack, nächster Dungeon. Nein, 40 ist Ende. Was 40 ist Ende? Gibt's nicht bessere Storner wie die Viergärten? Kriegt nur 3 Stufen anstatt. Da bin ich schon ein bisschen erschüttert. Okay. Kommt dann auch mit steigender Season wahrscheinlich. Und mit Add-ons. Ja, sie haben sich schon bewusst Luft nach oben gelassen. Das merkt man schon. Sucht in der Wildnis nach der Holzfäller-Axt. Die können wir mal. Das der wir mal. Da haben wir was. Es ist die Holzfäller-Axt. Gebundene Leiche. Was ist das? Verstehen. Was ist denn jetzt da? Was Leute, bringt's bitte mal einfach alles um. Die Dinger da müssen wir sammeln. Das ist also ein Passiv-Quest. Habt die komischen goldenen Kugeln, so ein Passiv-Quest vom BAM. Da kriegen wir auch so komische. Oh, da ist ein Boss. Natürlich gurken meine 4 wird irgendwo umeinander. So, stirbt das auch. Wir sammeln mal das Zeug da ein. Da müssen wir 100 Stück sammeln. Dann kriegen wir ein paar Punkte für den BAM. Können wir uns Items auslassen. Und die Nebenquest machen wir auch gleichzeitig. Was auch wieder im Starkgebiet überhaupt nichts bringt. Jetzt müssen wir dann das Gebiet wechseln. Das ist ein totaler Schmarrn da. Da haben wir die Holzfäller-Axt. Hab ich die jetzt? Also, oh, okay. Das
ist aber dicker. Das ist der Mann, der hat aber ein Kilo am. Magst du sterben? Das wäre super. Da ist ein Braver, gib mir die Holzfäller-Axt und halt ein Maul. Da, jetzt machen wir den Dungeon. Dann gehen wir die Nebenquest ab und dann gehen wir mal in ein anderes Gebiet, weil im Stadtgebiet haben wir schon auf Stufe 3, das bringt uns jetzt leider nicht so viel. Ja, komm, geh auf Zeiten, du Skeletttrottel. Ruminal. Weiß einer, welcher Charles nächstes rauskommt? Es gibt eine Vermutung auf der Special Edition. Da wo nicht einmal das Spiel dabei ist, Blizzard. Was habt ihr denn da wieder gedacht? Ich weiß nicht. Da ist so ein Symbol drauf, so ein Logo-Symbol und da haben 6 kleine Symbole rundherum. Und 5 von diesen 6 Symbolen sind eindeutig den bereits bestehenden Klassen zuzuweisen. Barb, Dudu, Necro und so weiter. Und eine ist nicht zuzuweisen. Und man munkelt, es ist der Death Knight. Beziehungsweise, also das Gegenteil vom Paladin. Eventuell auch ein Paladin. Man weiß es nicht. So sind wir auch dort, tötet alle Gegner. Okay. Das kriegen wir hin, für das bin ich vorbeigekommen. Da, möchtet ihr bitte da draufhauen, das war super. Den einzelnen Trottel, den hau ich nicht zusammen, für was habe ich euch dabei. So, du kommst bitte auch mit. So, kommt's mal wieder einer. Und der mal schön zusammenziehen. Und der mal mit dem Golem einhauen. Und dann muss alles am dreckigen Tod sterben. Oh, jetzt haben wir uns freezen lassen. Das ist natürlich nichts. Schönste Quest von allen. Tut alle Gegner am Arsch. Also war's das schon. Bin ich schon wieder Start. Das war easy. Das war leicht. Hat man auch gedacht, dass irgendwie der Ritter fehlt. Ja, man ist ja halt unschlüssig, man weiß halt natürlich nicht, ist der Crusader, ist der Pala, ist irgendwas in diese Richtung ist auf alle Fälle. Es ist auf alle Fälle nur mehr ein Melee-Class, da bin ich mir sicher. Dann ist sie ausgeglichen. Nickt ihr bitte aufhören, da draußen auf diese Trottel da oben anzuhauen. Wir haben da einen Schrein, Kinder. Den ich gern hätte. Gib ihm. Ach, da läuft wieder ein Timer ab, ich nicht gesehen. Weg mit dem Schund. Wenn wir eingefroren werden, funktioniert der Shit-Button übrigens. Der funktioniert gegen 4, der funktioniert gegen fucking everything. Oh, jetzt bringst du das letzte Mistviech um und dann schaut das gut aus. Nehmen wir alles mit. Kiste gegen Kiste. Baby Items. Finde ich, haben es auch gut gemacht, dass das schön nutzbar bleibt und die gelben Items nicht irgendwann einfach useless sind. Dafür gibt es übrigens keine Set-Teile. Glaube ich so ein bisschen. Das Set ist immer so, das zwingt die immer so, wie soll ich sagen, dazu eine bestimmte Meta zum Spielen. Und das merkt man ziemlich krass, dass das sehr bewusst versuchen aufzubrechen. Das haben sie mit Diablo Immortal schon probiert. Zugegeben, es hat auch gut funktioniert. Aber der Shop in Immortal ist halt einfach. Kannst du halt voll vergessen. Da Mr. Elite! Please bring me your bones! Nein, nicht eingefrieren, das ist nichts für uns. Natürlich frieren meine Skelly Boys ein. Uralte gibt's auch nicht mehr, oder? Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also auf World Tier 3 heißt es, wir können uns dann ja mal schnell nach dem Dungeon anschauen, was genau drinsteht bei World Tier 3, was da dann eigentlich passiert. Also was da was der Bonus oder der Vorteil ist in der
Schwierigkeitsstufe zum Spulen, für die, die es vielleicht nicht wissen. Dann machen Viecher mehr Schaden, sie halten mehr aus. Das ist so die Hauptsache. Vielleicht kennen sie auch mehr. Vielleicht haben Bosse mehr Mechaniken, wissen wir nicht, keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gesehen. Es geht immer um diese Elite da. Das ist das Allerwichtigste. Das ist halt gut auf dieses Geschissen da. Ja, schicken wir ein paar Viecher her, damit ich Schaden machen kann. Los, los. Oh, Shit-Button, macht ja auch einen Haufen Damage. So ist das nicht. Lassen wir mal gleich explodieren. I'm not ready yet. Da kann man jetzt bitte auf das Skelettkonstrukt hauen, das wir kaputt machen müssen. Das ist der Elite-Sepp. Was ist jetzt da? Los. I need more time. Gelly Boys Regel. Also wir haben ja wirklich richtig gut dabei. Richtig gut. Habe ich zumindest das Gefühl. I need more time. Und Gas. Ein bisschen Run-Speed geht man ab. Da der Necromancer einfach kein Movement-Skill hat, wie ein Teleport oder ein Sprung oder irgend sowas, ist halt Run-Speed einfach oft nicht schlecht. Aber dafür bierst halt irgendwie entweder aushalten ein oder irgendwas anderes. Da haben wir Elite Spider. Meine 4 Gurken natürlich wieder. Oh, Shit-Button. In die leeren Stufen bedeutet das deinen Tod, wenn es dir eingefallen lässt. Oh, wo ist jetzt da ein Legendary rausgefallen? Oder lang genug dauert halt. Das muss man schnell anschauen. Mit Blutlanze, bla bla bla. Aber es hat plus 48 DPS, das war nicht schlecht. Und was mir auch aufgefallen ist mittlerweile, das ist mir gestern gar nicht so bewusst aufgefallen, also du kannst natürlich gelbe Items zu einem Legendary machen, dann hast du aber nur 3 Affixe drauf. Wenn das Legendary direkt droppt, ich glaube 10 kann er jeder selber, haben 4 drauf. Was natürlich brutal bei Stärke ist ja klar. Wenn es gut gerollt ist. So, Shit-Button. Das ist jetzt da lang umeinander wursteln. Oh, das ist Skelly Boys Stern. Das ist nix. Bitte einmal draufhauen. Da, bitte schmelzen. Danke. Bitte schmelzen. Dankeschön. Der Birger geht jetzt zu Level 50. Merci. Und ich muss ein bisschen Entschuldigung sagen, dass wir es nicht im Stream gemacht haben, aber ich habe aus Versehen die BAM-Quest abgegeben, das hat so viel XP gegeben, dass ich Level 50 geworden bin. I need more time. Ja, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir so Explosionen aushalten und nicht instant tot sind. Gutes Zeichen. So, rein damit. Wir gehen mit dem Shit-Button durch, einfach weil wir es kennen. Das ist so schieß. Wird aber nicht langweilig, ne? Wieder langweilig. So, was haben wir da? Skelettkonstrukt. Ja, mit euch. Ja, Skelly Boys, schafft es, dass wir da durch die durchgängen? Ja, nein, schafft man nicht? Okay. Okay, bleiben wir draußen stehen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Blizzard, bei der KI für deine Pets, da hätten wir noch ein bisschen was machen können. Sag ich dir, was I ist. need more time. Ein bisschen was. Nicht alles. Ein bisschen bloß was. Schwappt sich schon wieder einer. Müssen wir anschauen. Legendaries werden angeschaut. Blutwelle erzeugt 2 zusätzliche Wellen, wobei jede 55% weniger Schaden als die vorherige verursacht. Das ist ja krass. Also wir spielen zwar kein Blutbild, aber das hört sich krass an. Blutbild möglicherweise irgendwann zum Austesten. So haben wir es mir jetzt getötet, den Torwächter und nimmt Katakombenschlüssel. Wo ist der? Schon nicht da oben, hä?
Wo geht's denn dabei? Ach, scheiß Ding, komm mal I auf, need Mann. more time. Zeigt mir gar nicht gescheit. Also wie ein Gefängniskader. Was ist da los? Das ist schon der Boss, oder was? Da fahren wir erst einmal mit dem No-Shit-Button durch. Dann machen wir gar... Oh. Manchmal sollten wir unseren No-Shit-Button einfach aufheben. Schauen wir mal, was noch so kommt. Au! Scheiß Stacheln da am Boden. Ja, die Bossräume haben oft einmal so Abschnitte davor, wo so kleine Events kommen. Da reden wir jetzt bitte nicht drüber. So, da ist der Torwächter. Bist du ganz allein? Das sind schlechte Nachrichten für dich. Ja, wirklich außerordentlich schlechte Nachrichten für dich. Wie gesagt, außerordentlich. Haben sie das wirklich so verbessert, dass jetzt den Torwächter einfach 5 Meter neben das Tor hinstellen, oder was? Dann hätten sie es gleich sparen können. Steht so ein fetten Elite, ein Vorbossi und fertig. Ach, die ist nervig. Die ist nervig. Die läuft zu viel. Oh shit, bald hätten wir uns auch sagen. Wieder mal. I'm not ready yet. Ach, bleib wieder mal stehen, du Mistviech. Hm? I need more time. Lassen wir unsere Skelly Boys erledigen. Tja, sperren wir die einfach ein. Sie kann nichts mehr tun. Tja, Necromancer 1, Itzy Bitsy Spider 0. Fertig, erledigt. Dungeon verlassen. So, jetzt müssen wir das Gebiet verlassen. Ja gut, bei deiner Skelettarmee ist schließlich auch kein Hirn drin. Wahrscheinlich stellen die sich deswegen so blöd an. Das ist ein Argument, das darf ich sogar zählen lassen. Ein Michaelsen habe ich einfach übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Terry Birger, wann kommt der Battle Pass denn raus? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Also es gibt ihn noch nicht. Man munkelt zu Season 1 und die ist irgendwann im Juli. Ich finde, das haben sie aber auch nicht gut kommuniziert. Sag ich dir, was ist? Ich hab's nämlich einfach nicht gewusst. Und ich habe mich wirklich mit dem Spiel befasst vorher, ja? So ist das nicht. So, jetzt müssen wir da noch ein paar so Affen killen. Für die Punkte. Weil es wurscht ist. Da 58 haben wir. 59, 62, Eisamen, brav. So, weiter geht's. Damit wir brauchen noch 3 Punkte für so ein BAM-Ding. Jetzt gehen wir mal schnell zurück aus, gehen wir die Nebenquest ab. Das schaut überhaupt nicht. Mittlerweile haben wir übrigens auch 6 Heiltränke. Die haben wir freigeschaltet mit diesen Rufgeschichten, die wir da die ganze Zeit machen. Jetzt kriegt sie ihr komische Axt. My bags are full. Lutzifix, ich bin schon wieder voll. Worldboss in 12 Minuten! Das hört sich gut an. Pass auf, die muss schon zum Schmied. Achtung, Schmied! I'm not ready yet. Wieso kriegen die das immer nicht mit? Wieso kriege ich das mit dem scheiß Worldboss immer nicht mit? Wo? Da! Knorzer! Der Goldverdammte! Wieso kriege ich das immer nicht mit? Ich möchte haben, dass das dauerhaft irgendwo einblendet wird. Ihr Worldboss in. Kruzifix. Ja gut, it is what it is. Für was habe ich euch? So, machen wir diesen hier. Kopf, 2 Ränge für Alternheilung, Giftdreck, wieder plus 58, alle Schadensreduktion, nö. Was ist denn da eigentlich drauf? Blutlanze, Gegner trifft, bereits aufgespießt wurde, besteht eine Chance von 10%. Das ist auch ein... Sagen Sie, Willenskraft, Glückstreffer, Chance erhalten, Heilung. Das ist nur Scheißdreck drauf. Was wir da jetzt mal deren? Sehr wertvolles Material, diese Axt. Schild, Dreck, plus 6 Dreck, Schild, Dreck, Fokus minus 15, Zweihand. Dann haben wir da das Blutwellending, das ist glaube ich ganz stark. Die blaue Disma sowieso komplett, minus 31, minus 38, minus 80, minus Ding.
So, jetzt passen wir Obacht. Ach, das ist die wir schon gerollt haben, gell? Die ist leider kaputt gegangen, die ist für den Arsch. So, Ringe genau anschauen. Den 26er Ring, der ist mir ein richtiges Problem am Sack. Schaden des Typs physisch ist schon mal gut. Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden, jawohl, und 10% Überwältigungsschaden. Gut, das kann man wegrollen und das Sockel war auch drauf. Diesen Ring kann man uns einmal behalten. Es geht ja das Leben für die Diener ab. Ja, den kann man uns einmal behalten. Ein Amulett, gesamte Rüstung, Angriffsgeschwindigkeit. Oh, 8% Attack Speed für Minions. Das sehe ich zum ersten Mal. Okay, aber Stärke ist scheiße. Darum tschüss. 4 Sekunden Schadensreduktion, Schaden dafür, Ultimativ können wir auch nicht brauchen. So, dann sind das die zwei Sachen, die wir brauchen können. World Boss Glocke aktivieren. Kann man das? Kann man World Boss Glocken aktivieren? Vielleicht, weil du das Gebiet noch nicht erkundet hast. Doch. Ich hab den nämlich gestern in der Nacht auch noch mal zusammendroschen. Genau da. Deswegen ist das da auf. Wie lange haben wir noch? 9 Minuten. Was schaffen wir in 9 Minuten? Schaffen wir in 9 Minuten irgendwas? Da kriegen wir eine grausige Gabe. Da kriegen wir auch eine grausige Gabe. Nein, schaffen wir nicht mehr. Da darf man 3 kriegen. Was ist das da? Gehen wir nicht so schnell hin. Da haben wir keinen Portstore dort. Was haben wir da? Führt Rituale durch. Oh, da porten wir uns schnell hin. Oder stimmt, wir könnten eigentlich schnell rauchen gehen. Sag wieder, wie es ist. Was wir denn? Porten wir uns gemütlich. Das ist eine gute Idee. Habt ihr eine gute Idee gehabt, Leute? Bin stolz auf euch. Ein paar Dungeons sind auch gleich daneben. Eine Zigarette darf man schaffen. Die schaffen wir leicht. Ja, die schaffen wir leicht. Was ist mit dem Benzi und so weiter? Kannst du mir einfach impfen? Geht das? Ich bin nicht online, glaube ich. Ja. Damit ich meine Ruhe habe. Weißt du, was es ist? Der Benzi, wissen Sie was? Wenn Sie mich schon daran erinnern, dann impfen Sie mich. Wenn Sie das möchten, natürlich. Wo ist mein Battle.net Launcher? Bist du besoffen, Computer? Hallo? Hallo, Mr. PC? Are you drunk? Wieso ist mein Battle.net Launcher nicht off? Wann kann man denn bitte Diablo spielen, während Battle.net Launcher nicht off ist? Was ist denn dein Scheißproblem, Mann? Okay, bin online. Kann mir der Ben... Oder kann ich einfach eine Gruppenfrage anfragen? Weiß ich nicht. Weiß nicht, Digi! Saria, das warst du, gell? Nehme ich an. Und ihr werdet es wahrscheinlich auch auf World Tier 1 machen, nehme ich auch an. Wo ist denn jetzt mein OBS? Ich kann nichts mehr lesen. Die Kiste von der Nebenquest. Die machen wir noch schnell auf, pass auf. Haben wir mir aus der... Was haben wir mir aus der Nebenquest gekriegt? Hab ich's liegen lassen. Dann haben wir 2 trübe Kristalle gekriegt. Ja, auf die ist auch geschissen. Wo muss ich denn hin? Kann ich mich da runterporten zur Saria? Nochmal. Ja, dann muss ich noch mit Hauptstadt zurück. Bitte noch einmal zurück in Hauptstadt, Blad. Du kannst übrigens auch noch mehrere Leute inviten. Also wir haben eh schon zu viert. Ich hab keine Ahnung, wer da jetzt da drin ist. Ich geh zu, wo ist der Saria? Das sind nicht die 3 von gestern. Die 3 üblichen Verdächtigen. Eine zur Saria, dann stehen wir direkt beim World Boss, nehme ich an. Schauen wir mal. Das war übrigens gerade Podcast-Folgen-Release. Ja, kann ich mich halt nicht so drum kümmern, wie ich das gerne täte. So, da sind wir. Hello. Hello. Und ihr kennt das Spielchen bereits. Machen wir da groß, gehen wir da her. Für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind. Ich gehe jede Stunde mal so kurz zum Rauchen, holt euch was zum Trinken, gehen wir bieseln. Währenddessen läuft die neue Folge Podcast. Ich glaube, da sind wir gestern stehen geblieben. Wenn nicht, dann müsst ihr euch noch mehr anschauen. Legt's mir am Arsch, wir gehen mal schnell rauchen, ich hab Vortrag. Bis gleich. Da schon der Tono. Immer wieder von vorne angefangen und schafft dann 100, 200, 300 Folgen und dann liegt es wieder 3 Jahre umeinander. Dann denken wir in 3 Jahren wieder, jetzt wenn ich bei Folge 300 anfangen, kennen wir wieder keinen Stecker nicht aus, muss Wobei ich es wurscht war. Klar, Also du blickst schon durch. Weil ich mag ja den Zusammenhang, weil das wirklich eine durchgehende Geschichte von Anfang bis Ende aber es sind ist. immer so abgeschlossene Arcs. Deswegen ist es immer, wenn du jetzt sagen wir mal die ersten, den einen so einen Arc fertig anschauen darfst und jetzt in 3 Jahren das nächste anschauen, dann bist du storytechnisch nicht raus aus dem Ganzen, weil da hast du dazwischen noch ein bisschen Filler, bis zu den nächsten Punkten kommen. Dann kannst du eigentlich... Da möchte ich einmal, das auf Crunchyroll, kann man auf Crunchyroll das Intro überspringen?
Und einen Abspann. Du kannst den Abspann gleich skippen, wenn du auf nächste Folge klickst, aber das Intro kannst du nicht geil. überspringen. Aber du Ich kannst hätt- halt, also ich hab's auf der Playstation, da funktioniert das echt schön, weil du in so 10 Sekunden springen kannst. Ist Das zwar ist jetzt was- nicht die Luxusvariante. Ich aber wollte es gerade geht. sagen, ich möchte die Luxusvariante, dass das ein zusammenhängendes Ding ist. Ich sehe, da ist Folge gut, aber ich mag nicht einfach alle 20 Minuten mir die 2 Minuten Intro schauen müssen. Ich will einfach nicht. Das ist am Anfang schon ganz cool, vielleicht auch einmal am Abend, aber dann möchte ich durchbingen wie ein Und Behinderter. wenn es da ein neues Little gibt, dann ist es auch wieder cool. Ja, dann kann es wieder einer, aber ansonsten Die möchte scheiß ich... Anime-Intro-Little sind teilweise, weil ich denke, ja, japanische Pop, da ich mir nie mehr so hören, aber das Little ist geil. Ja, weil es der Verbindung zur Serie was, glaube ich. Darum, Ja, ansonsten aber darf ich mir das nie hören. Es gibt von der Trigun Stampede, Dragon ist ziemlich gut. da ist jetzt eine neue rausgekommen, eine neue Staffel, Stampede heißt die, also sehr Das ist aber gewinnend. das Remake, oder? Es gibt ja eine alte, eine ganz alte Anime. Genau, ich weiß aber nicht, ob das direkt der Remake ist, weil die alte ist so lange her, dass ich die Geschichte nicht mehr gewusst habe. Aber der Anime-Stil ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber geile Geschichte und wird richtig gut. Und die haben ein Intro-Little, das habe ich mir sogar in meine Lieblingssongs mit eingeschmissen. Das ist tatsächlich Ja, sehr kommt gut. vor. Kommt vor. Aber ich hätte halt einfach gern durchbingen. Und einfach. nicht 2 Minuten Intro von einer 18-Minuten-Folge. Da wo ich sage, Alter, das sind 10% Genau. nur Intro-Lied. Dann noch- Mir ist mir das gleich. Dann noch Abspannlieder, 1,5 Minuten, dann Ja, noch genau. ein Ausblick auf die nächste Folge. Genau. Und dann hast du die effektive 17 Minuten Ich Folge. denke mir halt, dann, das ist ja in Ordnung, wenn das im Fernsehen läuft und so, aber bla, aber ich mag jetzt. Und Das war die beste biege ich dann Erfindung. Beste Erfindung war beim Streaming war echt dieser Intro-Überspring-Button. Das ist Aber den hat wichtig. Crunchyroll leider noch nicht. Auf alle Fälle hat Netflix-Serien, also vor allem die Eigenproduktion, hat für mich Resident Evil gekillt. Es war so, also abgesehen davon, von der ganzen Vogue-Scheiße, die da drin ist, von den Lesbendichter, eine ist schwarz und ist weiß, der Wesker ist ein schwarz, was ist das? Und in der Nacht Und die eine brechen ist noch sie vegan. zwei Lesben, Die ist noch stimmt, vegan. vegan ist auch noch, und das kleine Lesben-vegane Transgender-Kind, keine Ahnung, bricht einmal schnell in der Nacht bei Umbrella ein, hat das einen Scheiß, wenn ich das ist, so Keine ein Wochen. hirnverbrannter Dreck, ich flippe aus. Aber da siehst du halt wieder, also das ist einmal, weil ich gehe ja normal nicht mit dem, dass ich sage, das ist aufgesetzt oder sonst irgendwas, Ja. weil ich sag jetzt mal, was darf das jetzt gerade ändern, wenn die alle hetero, weiß und sonst was gewesen wären? Gar nichts. Das hat nichts ändern, es sind Normal. halt einfach nur beschissen geschriebene Figuren. Ja. Deswegen, ich hab nicht mal, also das Wokeness-Thema, das interessiert mich da gar nicht, aber es sind so endlos schlecht geschriebene Figuren und Aber bei Dings, vor allem bei- da das Vegan-Thema ist da ja wirklich mit Gewalt reingedruckt worden. Das hat so Ich finde, dass da alles mit Gewalt eindruckt ist. völlig belanglos einfach nur irgendwann interessiert keinen. ausgeschmissen. Weil ich sag, Das muss jetzt da drin sein. nur um einen Streit zu provozieren, oder war doch das? Ich glaube Mit der- eher, dass die meint, die haben, du merkst ja Da bei war doch die jeder andere Serie. Tussi, die dann, hat die ja nicht irgendwie Fleisch ins Gesicht geschmiert oder selbst? Und dann Ja, stimmt. irgendwie so. Bin ich überhaupt so weit gekommen? Ich glaube schon, aber Ja, das war doch dann so, das war doch diese Highschool-Kacke, die konnte ja, Schwanz das ist interessiert. dann ein Highschool-Drama draus geworden, aber nicht, was zur Hölle, schau Ja. ich mir da an, oder? Das war echt Was grausam. ist denn das, was soll das? Und dann gibt es aber die Animationsserie, die ist halt nicht von Netflix selber, glaube ich, aber so wurscht, die ist gar nicht so schlecht. Aber Da dann- haben die richtigen Charaktere, denn der Lian schaut aus wie der Lian ist wie der Lian und da ist ein Claire Redfield und der Chris Redfield und alle, die dazugehören und so, und alle war- sind so wie es sein sollen. Das war so einfach. Ich wollte gerade sagen, Also, man Resident sagt Evil- da jemand drin sitzen beim... Haben wir schon wieder da. Haben wir schon wieder da. Wie lange haben wir noch? Kommen wir genau richtig? 2 Minuten 40. Was der denn nicht 2 Minuten 40? Weiß ich nicht. Ist noch irgendjemand da? Weiß ich nicht. Oh, schön. Paragon Fortschritt. Nächsten Punkt gibt's bald wieder. Sehr schön. Hört man da ein Spiel im Hintergrund? Jawohl. Der Pointify World Boss. Stehst du daneben? Bin ich schon ready. Jetzt müssen wir noch 2 Minuten irgendwie... Weiß ich auch nicht. Schau mal ein Skill-Trio. Wo skillen wir mir noch eine? Wir kriegen noch ein paar Punkte. Ich sag das, ich weiß es nicht. Es macht nix an Sinn. Ja, natürlich können wir die Ernte noch stärker machen. Den nehmen wir her. Blutnebel können wir noch eins stärker machen. Geht der Cooldown nochmal um 0,7 Sekunden, aber je weniger, desto besser. Greetings. Come with me. This will be your last stupid mistake. I could use some assistance. I need help. Aid would be welcome. Madonna fügt entfernten Gegnern 4% mehr Schaden zu. Vielleicht. Oak be with you. Die kritische Trefferchance eurer Klonfertigkeiten hilft uns gar nichts. Dunkelfertigkeiten hilft uns gar nichts. Bei weniger als 50% Leben erhaltet ihr 10% mehr Heilung aus allen Quellen. Besser wie nix. Ein Slot für Ulti haben wir nicht mehr. Können wir nix weglassen. Schwierig. Schwierig.
So, wie viel Zeit hat jetzt das geschunden? Eine Minuten. Jetzt ist mir nur eine Minuten was da. Was wir drehen uns eine Minuten im Kreis. Alle im Kreis dran! Absolute Verwirrung. Voll bis Squad. Einmal im Kreis drehen. Eine Minute. Schwindelig, dudeln. Und niemand stirbt. Wir haben auf Weltstufe 2 Leute. Das ist euch das schon bewusst. Hat sie alle schon so krass, oder was? Was haben wir denn überhaupt für Level beieinander? Er ist 54, Elisabeth ist 50, 48 und 45. Ja, wird schon passen. Wie gesagt, wollte mal Danke sagen fürs Aufwüchsen von Warhammer. Habe jetzt den Panzer Primaris Repulsor Executioner fertig. Dann möchte ich Battle im Hobbyschmerz sehen. Wenn nicht schon, mehr Leichen. Ich weiß nicht, ob mehr Leichen, wir schwimmen ja eh in Leichen. Das ist so, ich weiß es nicht. Ich weiß schon, es gibt nur den einen, was ist denn das da eigentlich? Achso, das ist der Wordpass, ja gut. Ich wollte gerade sagen, ob da will ich irgendetwas. Da, Wirbelnekro. So, jetzt kommen wir raus. Da kommt er schon, der schwammige Hund. Schwammiger Hund. Ach, das ist ja er, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was der kann, ich gehe mal lieber weg. Okay, aktivieren wir einfach alles, was da ist. Was hat Leichen? Ich brauche Leichen. Crit-Schaden gibt's ja. Ich habe keine Ahnung, was der kann, den sehe ich zum ersten Mal. Leute, was ist? Au. Okay, das ist wahrscheinlich nicht. Jetzt kommen wir aus dem Portal raus, das weiß ich, das habe ich schon mit einem Trail. Super, ich springe in den See hinterher. Herzlichen Glückwunsch, du Vollidiot. Ah, lass mal Leichen explodieren, ich weiß es auch nicht. Können wir tanken? Gut, sein Charge können wir schon mit tanken, das ist schon mal gut. Wo ist er? Oh, ein jetzt ins Vieh. Ja. Kann sein Hammer, kann ich auch tanken, sehr gut. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Gucken wir das Ding, wo kommt er wieder? Schau, dass du Land gewinnst. Immer noch unseren Oh Shit-Button. Der hat eine riesen Goldkisten dabei. Wenn man denen nicht 1 Million Gold gibt, dann mag ich nicht mehr. Nein, dann mag ich nicht. Oh, was tut denn jetzt? Jetzt hat er Gold am Boni gekotzt. Lass mich raten, da darf man nicht drinstehen. Oh ja, noch Shit-Button drunter legen und unsere Spur drunter legen. Was tut denn jetzt? Okay, sehr viele goldene Flächen am Boden. Müschelmeiser, du kannst einmal gar nichts. Erster Punkt down. Das ist das, da muss man das zusammen. Oh, da muss man sich dahinter verstecken, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon. Oh, aus Versehen noch einen Shit-Button drückt. Ich finde da interessant, wie wenig Schaden meine Viecher kriegen. Bitte einmal vermöbeln. Du kannst einmal gar nichts, aber ja, wir haben gut in der Zeit, haben wir 50% schneller, wenn wir sein müssen, wenn ich das jetzt gerade richtig im Schädel habe. Auf den Shit-Button, buffen unsere Skelette, lassen wir Leichen explodieren. Die drunter liegen die 5 Millionen. Es soll ein Damage-Output, was das eben ist. Alle haben irgendwie so einen Rundumschlag. So, jeder Shit-Button drückt, lauft er natürlich davon, das ist ja klar. I'm not ready yet. Ja, moin. Gehen Sie sterben, mein Lieber.
dies ist okay, du stirbst jetzt. Fähigkeit. Hab ich schon verstanden. Und trotzdem sind wir nicht gestorben, obwohl wir volle Kanone drin gestanden sind. I'm not ready. Oh, jetzt Digga. Damage! Damage! Er kann nichts tun! Er kann nichts tun. So, 200.000 gekriegt. Ja, dies ist der Fuck you people Skill. Zero Dip möchte ich da übrigens sehen vom Squad. Das ist schon geil. Das ist offensichtlich der Melee-Schlächter. Oh, das ist nix. Die Skelette kriegen da drin auch überhaupt keinen Schaden. Macht das Skelett da überhaupt Schaden? Kommt da auf den Zylinder. Ah, das ist natürlich nix. Ja, da gehen wir raus, aber dem lassen wir uns nicht erwischen. So, schön die Hälften down. Jetzt sollten wir da mal rausgehen, dann müssen wir noch Shift-Button drücken. I need more time. Was halten meine Skelette so krass? Die kriegen überhaupt keinen Damage. Was ist denn mit denen eigentlich? Verstehe, die Fläche wird immer mehr, wo die Scheiße spawnt. Skelly Boys heilen, gehen wir auf. Golem, rein mit dir. Bum, 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 bum. Weil ich es wieder nicht erwarten kann, dass ich meinen Oh-Shit-Button aufhebe. Arschloch! Ich brauch Leichen! Ich brauch Leichen! Da oben haben wir Leichen. Da hat keiner gesehen, ich bin gar nicht gestorben, war schon so. So, wir heben unseren Oh-Shit-Button auf in die Phase kommen, weil die ist tödlich. Das ist jetzt dann gleich der ganze Bildschirm ist dann voll von dem Scheiß. Und... Oh shit, Button. I'm not ready yet. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Da gehen wir jetzt da auf die Seiten. Einmal unsere Viecher. Da, ja, wunderbar. I'm not ready yet. Nein, ich hab noch Shit-Button. Nein, ganz schlecht, ganz schlecht! Gott, leck mir mal. Ussi! Das war so close, Mann! Da, und jetzt fixen wir. Wir wollen den Scheiß da noch mehr machen. Oh, Wahnsinn. Wer hast du da? Oh shit Button immer aufheben. Für eine Oh shit Situation. Ja, gib dem Fettsack. Und Oh shit Button zur richtigen Zeit. Das ist der coole Oh shit Button. I need more time. Nein, jetzt laufe ich nicht davon. Ebenso ist es. Win. I need more time.
Damage! Thomas! Jetzt stirbt du Hut. Schluss jetzt mit dir. Und schon. Hallo. Greetings. Hello. Was ist die? Oh, Schatzkiste. Well, Schnell auf die Schatzkisten, Leute! Ich hab keinen Damage auf der Schatzkiste. Muss mit meinem Shit-Button durchfahren. Der hat Damage. Schau hier, Alter! Lass nicht zu. Da liegt der nur noch. Da ist er. lives within you. Ja, Wahnsinn, was da ist Impressive. pfeffert. Schau dir dieses so. Und eine Kiste noch mal gekriegt, da. Dann müsst ihr es aber aufgezählt schreiben. Ja, easy. Wie viele Legendaries haben wir da jetzt aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, GG, easy noob slash dance, motherfucker, hier in Hauptstadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für die Erinnerung für den World Boss und danke für den Inf. Press F for Respect, up in den Chat. Upsi. Ja. Ja, ich gebe das aus der Gruppe aussehen. Merci, bis später. Jetzt ist Project World Tier 3. Gruppe verlassen. So, ab zum... Was ist denn das? Ich hab sogar noch... Schau hier! Meine Kisten blinkt. Warum blinkt die Kiste? Ich glaube, ich weiß warum, weil ich irgendwo Legendary stehe und Link ablosen aus Versehen. Ah, na, die Truhe da. Hä? Wo ist die jetzt hin? Wo ist denn die Truhe jetzt hin? Was? Mit meiner aufmachen. Da ist die Belohnung von der Quest. Ha? Geht ja nichts verloren. Oberlusse. Oberlussis. Dann haben wir den ganzen Scheiß da mal weggert. Müssen wir vielleicht einmal kurz umeinander sortieren. Jawohl, das schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Der gehört da hin. So, jetzt passt es mir an. Sortieren. Bevor wir reinschauen, gehen wir zum Schmiedemann. Schmiedemann. Wo ist der Schmiedemann? Schmiedemann. Not while I'm in town. Ja, wieso kann man eigentlich nicht chargen, wenn man in der Stadt ist? Ich bin ein wenig unkampert da. So, Schmiedemann. Schmiedemann, let's have a look. Während ihr eine aktive Barriere habt, besteht eine Chance von 9%, dass der ist kacke. Aber der Helm selber hat ziemlich viel Rüstung, Widerstand gegen Kälte, Int, alle Werte und Widerstand gegen Schatten. Also der Helm selber war nicht schlecht, weil 135 Rüstung ist echt viel. Aber wir verlieren natürlich auch Blitz- und Giftwiderstand. Schund. Das ist der Dagger, den wir vorher schon gefunden haben, glaube ich. Die Nova von Blutwoge breitet sich nach kurzer Verzögerung erneut aus. Haben wir nicht. Was haben wir für einen Schaden drauf? Entfernte Gegner, Überwältigungsschaden, alle Werte. Ne, können wir nicht brauchen. Handschuhe, Geschick, Blutlanze, Düps, können wir gleich mit dissen. Was haben wir da? Eine Legendary Hose haben wir noch generell noch gar nicht da. Ihr erhaltet 4 Sekunden lang 0,4% höhere Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht. Bis zu 40% stapelbar. Das ist ein krass Defensiv-Item. Wie lang? 4 Sekunden. Das ist zu kurz. Vom Mobpack zum Mobpack innerhalb von 4 Sekunden, so schnell sind wir noch nicht. Aber dann müssen wir mehr aufheben. Schadensreduktion während ihr gestählt seid. Schaut überhaupt nicht. Alle Werte, Rang Knochengefängnis können wir nicht brauchen. Wir brauchen unbedingt 2 Ränge auf Leichenexplosion. Das ist unser Prime Damage. Fast neben die Viecher. Können wir nicht brauchen. Blutnebel löst bei Leichen in der Nähe Leichenexplosion aus, wenn ihr Blutnebel bla 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 0,2. Das ist sehr gut, müssen wir uns aufheben, dass wir den Trade rausziehen können, wenn wir eine neue... Wo ist denn der eigentlich drauf momentan? Blutnebel hinterlässt eine Spur. Wo ist denn die Blutnebel-Skill gerade drauf? Auf dem Amulett! Wenn wir ein neues Amulett kriegen, können wir das bedenkenlos austauschen, weil wir da den Trade nochmal gefunden haben. Sehr gut. Und dann noch... Oh, und auch noch verdammt gut gerollt. Doppelt so hoch gerollt mit 0,4. 2-mal sehende Stiefel gefunden. Extrem gut. Extrem gut. Sehr schön. Ich habe eine Brauer... Was war denn das? Wollte ich nicht. Hätte ich fast den wichtigen Ring gedisst. Ja, ab in den Stash, ablegen. Der World Boss hat sich auf alle Fälle schon mal rentiert. Und weißt du, was der jetzt sagt? Jetzt holen wir uns irgendeinen brauchbaren Trank und gehen wir in World Tier 3. I cannot do that Wo here. reden hier eigentlich umeinander? Wollte zur Kisten wollte ich gehen. So.
Da kämen die essentiell wichtigen Legendaries für uns hinein. Skelettkrieger, solange ihr Barriere habt. So, das sind, da nehmen wir mir die Sachen einer, die wir mir hier nicht mehr kennen. Während ihr eine Barriere habt, das ist Crap. Das ist Crap. Blutwelle erzeugt 2 Wellen. Crap. Nova Blutwoge breitet sich noch mehr aus. Ist nicht für uns. Deathhosen. Und die 2 Blutnebel-Dinger, die sind definitiv für uns. Haben wir das nochmal irgendwo? Maximum an Skelettkriegern. Haben wir schon draufgezaubert. Schadensreduktion. Blutnebel. Da habe ich sogar mit 0,8 geholt, aber da ist schon auf dem Amulett drauf. Das heißt, da ist der 50% Bonus schon drauf. Das haben wir jetzt noch 2-mal gekriegt. Das heißt für mich, Amulette können wir jederzeit austauschen, wenn wir richtig gute kriegen. War mir geil, wenn er direkt das Legendary Amulett droppt mit 4 richtig gute Affixe. Das war nicht schlecht. Das darf uns sauber 4 haben. Kriegt da jeder seinen eigenen Loot oder jeder den gleichen Loot? Jeder sein eigener. Die Zeiten sind vorbei, dass du die anderen Leute einen Loot klauen kannst. Sagen wir es so. So, wo ist der Alchi? Da oben ist der Alchi. Jetzt machen wir uns irgendeinen super Trank. Der allgemein vielleicht etwas hilft. Ein Elixier des Angriffs, Angriffsgeschwindigkeit, Blitzwiderstand, Gift. Gibt es nicht irgendwie dritten Auges, Ausweichchance, Schaden gegen bestimmte Typen. 200 Rüster, Dornen ist scheiße. Kritische Trefferchance. Überwältigungsschaden, Angriffsgeschwindigkeit. Ah, das sind die kleinen Tränke. Ja, gibt nicht wirklich was Besonderes. 30 Minuten Rüstung um 300. Nehmen wir mit. Haben wir das nicht starkes Elixier des Eisenstachels? Schauen wir mal, ob wir das haben. Was haben wir so? Kältewiderstand. Schauen wir mal, wir schauen unsere Sachen aus. Kälte haben wir ein Loch drin, weißt du was? Wir fressen Kältewiderstand und gut ist. Jawohl! So, Freunde der Sonne. Jetzt gehen wir. Wo muss ich überhaupt hin? Eine in der Hauptstadt. Das Blinken mit Inks bei Quests regt mich auf. Muss ich mir nochmal schnell nachschauen. Ich glaube, wenn man einmal reingeschaut hat, dann gilt es als gelesen und dann blinkt es nicht mehr. Muss ich nachschauen? Ist da. Zack. Ich weiß nicht, es sind irgendwelche Obrochen Nebenquests, ich weiß nicht, was ich gerne. Es ist das Blinken dann weg. Falls du das Blinken meinst, mir regt ehrlich gesagt das auf. Dass das da immer blinkt. Jetzt mal, wenn ich irgendein Teil aufglaube, blinkt das. Weil ich jetzt mir da jetzt reinschaue. Und ich finde auch, das hätte man doch auf 2 Zeilen aufteilen können, Blizzard. Warum muss ich denn da drin noch umeinander scrollen? Sag mal. Ha? Sag mal. Ja, Kinder, los geht's. Albtraum. Jetzt schauen wir erst einmal, was World Tier 3 eigentlich kann, wenn man... Was ist jetzt da? Warum kann ich da nicht interagieren damit? Will ich da auf den Pferdl übersteigen. So. Also. Wissen wir direkt, die einfachste Dings ist die einfachste Schwierigkeitsstufe. Wir spielen momentan auf Veteran, während Viecher ein bisschen stärker, gibt 20% mehr Erfahrung und Monster lassen 15% mehr Gold fallen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber auf 3, Stufe Albtraum, schaut es schon ganz anders aus. Das sind die Stufen erstens schon mal nicht von 1 bis 50, sondern 50 bis 70. Und es kommt dazu. Heilige Gegenstände und einzigartige Gegenstände können fallen gelassen werden. Das heißt, es gibt ein neues Set an Legendaries, das kommen kann. Und vor allem diese Holy Items. Das ist ein ganz anderer Item-Typ. Es sind, glaube ich, die Uniques halt. Dann Albtraumsiegel. Die Albtraum-Dungeons entsiegeln können fallen gelassen werden. Das sind diese Schlüssel für die All-Over-Dungeons auf der ganzen Welt, die dann besondere Zustände kriegen, wo dann der geile Scheiß drin droppt. Und das, was das Endgame ausmacht. Höllenfluten können in ganz Sanctuario auftreten. Weiß ich nicht genau, was das ist. Ich glaube, das sind so Höllentore und da kommen die ganze Zeit Viecher raus. So ist es. Und da, ich weiß nicht, was es da gibt. Werden wir herausfinden. Und Champion-Monster mit Auren für Schadenswiderstand können auftauchen. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Das heißt wahrscheinlich, Elite-Gegner haben zusätzliche Fähigkeiten, nämlich, dass du zum Beispiel minus 50%, oder das war jetzt ein bisschen krass, minus 50% Feuerwiderstand hast. Und lauter so ein Scheiß. Aber, Details, Gegner sind gewaltiger, Monster geben 100% mehr XP, Monster lassen 15% mehr Gold fallen und Monster überwinden 20% Widerstand. Das heißt, du hast jetzt dauerhaft auf Stufe 3, hast du einfach 20% Resi weniger. Das heißt, wir hätten bloß noch 15% Kältewiderstand und dann sterben wir einfach
in den Einfrierkegel und in die Feuerkegel, je nachdem, wo unser Widerstand halt scheiße ist. Das müssten wir irgendwie hinkriegen. Was da los? Der Ich Mongoppe! habe dieses Wochenende kaum Zeit, mich mit D4 zu beschäftigen Schade. und konnte den Stream auch nicht verfolgen. Schade. Daher die Frage, Kaufempfehlung ja, nein? Wenn du Diablo-Fan bist, ja. In ganz kurzen Worten zusammengefasst, Blizzard ist wieder da. Kurz vielleicht nur, aber gerade sind sie wieder da. So, einen in den Dungeon. Bin ich gespannt. Wie oft kommen denn mal? So oft wie man will. Brauche ich da einen Schlüssel? Brauche ich da irgendwas? Oh, stopp, müssen wir da vielleicht mit irgendjemandem schmerzen? Oder ist dieses Quest-Symbol am Dungeon dran? Nein. So, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Na, was? Wish us luck. Jetzt bin ich gespannt, wie ekelhaft die Viecher da drin sind. Übrigens auch sehr geil gemacht, dass es eine Barriere gibt, um in die nächsten Stufen zu kommen. Aber ein bisschen Angst. Wo ist das erste Viech? Müssen wir ein wenig aufpassen. Wo ist denn das erste Viech? Hallo? Oh, Entschuldigung. I need more time. Ja, wir kriegen schon Schaden. Tu dich nicht runter. Haben wir jetzt da sammelt Animus? Müssen wir mir nur schaffen oder geht's um Time? Oh, okay, jetzt kommen die Besen. Hab schon verstanden. Das ist das Besondere. In dem roten Scheiß vielleicht mit drinstehen wollen. I gonna fuck you up! Was ist die? Ach, das sind die komischen Blitzdinger da. Noch einen Skelly Boys aufpassen. Nein, ist das Finstermoor nervt. Anders krass, Alter. Da kommt der Schlucken. Oh, da haben wir das eben. Schade, Udo Kasperl! Schmutzt genauso schnell wie der Rest! So schaut's aus! I need more time. Ja, Dreh verlassen brauchst du nicht. Meine Skelettnager haben schon down. Das sind jetzt ein zweitige. Falls ihr das überhaupt keinen Stress nicht. Gut, warten wir nur bis der Boss kommt oder irgend sowas. Nicht, dass der auf einmal so exorbitant fett ist, dass es jetzt spät ist. So. I need more time. Skelly Boys heilen. Okay, wir müssen nur die Elite zusammendreschen. I'm not ready. Wollen wir mal den Shit-Button. Aber bis jetzt sehe ich da gar kein Problem nicht, Kinder. Da sehe ich gar, das sieht bei dir so einfach aus, als wärst du OP. Das P in Birger steht für Pro-Gamer. I'm not ready yet. Ich hab mir auch was gedacht bei meinem Bild. So ist es nicht. Also ich habe jetzt schon ein paar Stunden in diesen Spielen genossen und ich glaube, dass ich einigermaßen weiß, was ich tue.
Und ja, ich kann jetzt da nichts zu sagen. Und anscheinend funktioniert es ganz gut. Da, was ist mit dir? Du bist mir sauber eingefahren. Schau, es stürzt I jetzt need durchschlag. more time. Oh, eiserne Sense wird mitgenommen. Bitte. Hallo. Schaut stabil aus. Hätte ich aber ja, massiv. Fühlt sich auch stabil an, ganz ehrlich. Ich hab jetzt noch nicht. Viecher bei. Ja, das ist ja gefährlich. Wenn er die irgendwie reinport, was weiß ich, was der alles kann. Aber sobald der Extend ist, fällt er einfach um. Oh, wir sind gut dabei. Sind wir sehr gut dabei. I need more time. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass der Testding da jetzt, also der... Hat das ja wieder vorne und kommt er wieder? Sauber bist du nicht mal. Ja, kommt, nein. Wo haut's denn hier wieder umeinander da hinten? Meine Güte, ohne Schmack, das ist was, das nervt jetzt dort. Du sollst den fetten hauen! Nicht irgendwelche Kasperl da! Shit-Button, pressen. Oh, wir haben Skelly Boys verloren, das ist nix. Oh, nee. Was ist denn jetzt? I'm not ready yet. Oh, das war knapp. Oh, Kinder, das war knapp. Das war verschissen knapp sogar. Da war es jetzt 5 vor 14. Wie ist denn das? Wenn man stirbt, das Score, oder wie? Oder ich weiß gar nicht, wann ist denn... Wann hat man es nicht geschafft? Steht da eine Inquisitor drin? Da ein paar Leichen hier. Nekros-Auferstehung an Ostern. Das war jetzt ganz verschissen knapp. I need more Das ist der time. Scheiß, wenn du eingefroren wirst oder gestunt wirst und dann 1 Million Viecher rundherum stehen. Und 2 davon haben fette Elite. Du bist meistens einfach tot. So, jetzt bin ich gespannt, was der Boss für ein Hurensohn ist. Das haben wir noch nicht so weit. Paragon-Punkt! Paragon-Punkt Nummer 3. Können wir nur den nehmen, 5 Int nehmen. Haben wir bald herum bei dem ersten Grässern. Dies ist wahrscheinlich, hoffentlich gut für I uns. need more time. I need more time. Ich mache halt auch oft den Fehler und gehe sofort mit meinem Shit-Button rein, weil ich meine, es stirbt sowieso alles. Dann steht der Elite daneben und lobt sie uns. Ja, und zusammen wie ein Stückchen Viecher. Und zusammen wie ein Stückchen Viech. I'm not ready yet. Gemächer des Rats. Was ist mir jetzt? Begebt euch nach Hof des Hohen Rates. Gut aus. Wie viele Stunden spielst du schon Diablo insgesamt? Meinst du jetzt das Vierer oder alle Diablos? Also falls du jetzt mit alle Diablos kommst, habe ich keine Ahnung. Aber 6-stellig. Bei alle Diablos. Eigentlich dumm. Einfach nur ans Ende des Dungeons laufen und kranke Nonne schreibt einfach, ja. Wir nehmen natürlich. Das schaut jetzt nach Boss Entrance aus. Mr. Boss! Show me your face! Ach du Scheiße. Okay. Ah, ich verstehe. I need more time. Ah, ich verstehe. Das ist 4 Bosse. I'm not ready yet. Das ist jetzt mal Full und seine Viecher mal, weil ich gerade gar nicht so recht weiß, was da passiert. Ist ja wie alles blind und schwarz. Au. So, wenn wir seinen Schlag tanken können, dann können wir nicht so schlecht beieinander sein. Fahren wir mal so durch. Dann haben wir den Großen da ein wenig in den Großen hinein. Oh, meine Skelly Boys sind noch raus. Nein, Freunde, das ist nicht so nicht, gell? Nein. So fangen wir mit die Gaudi gar nicht erst an. Jetzt gleich mal wieder Heiltränke, Shit-Button. Das ist ganz geil, wenn man den fetten da wegkillt. Geh weg! Was macht der da? Der macht mich blind! I need more time.
Da hinten steht der umeinander. Totaler Köder sei. Was? Was? Voll in die eine, du Hund und du Kreislichst. More time. Get die Boys. So und jetzt. Easy. Teleporter. Bin aber gespannt, Alter. Okay, 6-stellig war gelungen, 5-stellig. Habe ich mich vertan. Tötet alle G. Oh, okay, wir haben noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ich verstehe. Ja, hab schon verstanden. Okay. Hätten wir mal unser Maul gehalten. So, Golem, du triffst auch noch mit. Okay. Das sind mehrere Stages und die werden wahrscheinlich immer schwieriger, nehme ich an. Okay. Okay, das sind Elite Boys. Die halten ein wenig mehr aus, das ist eh klar. So, wir sind jetzt dann alle Vierer. Jetzt sind wir alle Schieber auf her da. Golem, hauen wir da rein. Braver Bub. Ja, aber es ist einfach eine nette Idee, dass man das an einen Dungeon knüpft und an eine Hürde knüpft, dass man ins nächste Level kommt. Das ist einfach schön. Ah, nicht ein Shit-Button, du Trottel. Das ist nicht so schlimm. Oh, da haben wir jetzt Faye. Und wir schnell noch Shit-Button zum Zusammenziehen. Skelly Boys, denen geht's gut. Droppt da wirklich einen. Da haben wir den Besen. Da ist der Besen! Skelly Boys, fass! Walleck, jetzt habe ich mal ein wenig gestorben. Ja, wir haben ein gut Tanky, wir sind richtig gut dabei jetzt. Also ohne Witz, das... Ich bin nicht irgendwie blind! Olsen schon, da droppt ein Haufen Zeug rein. Einmal uns da unten krebst noch einzeln umeinander. Olsen schon, Skelly Boys heilen. Ist doch keine Ruhe in der Höhle, noch nicht. Ich hab noch nicht ganz zusammengerannt. Nur mit Dome. Da müssen wir noch einen Shit-Button reinhauen. Da jetzt im Hintern vorne nix. Great, alles zusammenziehen und fuck you. Ja. Jetzt können wir es eskalieren. Das ist ein sehr schönes Zeichen, dass der Bild funktioniert. Alle auf den oh ja, jetzt kommt der Eisscheißdreck. Okay, ich verstehe. Ah, der hat ein bisschen Fett zu. Clearen wir mal die Scheiße da. Skelly Boys Fass. Skelly Boys Fass. Was droppt denn da für ein Item-Level so? 45 schon aufwärts, ja gut. Ja gut, waren jetzt da noch Basic Boobies. Da unten ist noch ein roter Punkt. Und deswegen hasse ich die Mission, oder nennt man das, oder die Quest oder Aufgabe in einem Dungeon, töte alle Gegner, weil irgendwo das Skelett-Depp im Eckend umeinander hockt und sie denkt, oh, leg mir mal, Gott, das ist mal 3 Stunden zu. Gerade in der Speziwirtschaft nebenbei angehört, sau cool. Freut mich übrigens, ich kann es gerade nicht posten und nichts sehen. Das mache ich dann in der Pause zwischen 6 und 8 als Überbrückung. Kennt ihr euch die Podcast? Ich meine, aber das Symbol da herunten, da, das ist dann Teil vom Dungeon. Ich muss da irgendwie oben. Glaube ich, jetzt mal, wenn ich die Map aufmache, dann scheiß mal an. Wow, da ist wieder der Hubersepp. Da kriegt das mal der eigene Sans ins Gesicht. So, der ist wütend. Okay, der ist wütend. Da müssen mehr wütend sein. Da müssen wir mehr wütend sein! Schmutz, du Arschhuhn!
und nur mit zusammenziehen und oh shit button und dann darf er alles sterben. Nein, der wird nicht, da ist nur eine Elite, den stunnen wir und dann gibt es einfach ganz viel Leichen ins Gesicht, die seitdem gespawnt hat. Hui! Easy. Den Wichser zerreißt's. Birger, Memo an uns alle. Nicht zu übermütig werden. Wir wissen nicht, wie viele Stages da noch kommen. Wir wissen es nicht. Begebt euch nach Kammer des Kura. Ja, danke, Blizzard. Das ist echt schön, dass ich das jetzt Gott sei Dank durch Zufall ausgefunden habe. Sonst war jetzt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde im Kreis gelaufen und hätte wieder irgendeinen Scheiß gesucht. Herzlichen Glückwunsch. Die Tür... Blizzard, Beta-Feedback, die Tür geht nicht auf. So, jetzt haben wir beim... Oh, da kommen wir nicht durch. Oh, was bist denn du? Okay, chill. I need more time. Chill. Oh shit, Button unbedingt aufhängen. Skelly Boys heilen, dann machen wir... okay. Da bleiben wir natürlich nach Möglichkeit nicht drin stehen. Oh, er ist staggert. Das muss er nur besonnen können. Hören wir uns mal, hören wir uns die zwei Kugeln da. Oh, mal noch Shit-Button, weil ich nicht weiß, was er da tut jetzt. Da wird's finster. Stehen. Den rein. Der Kurator kann aber gar nichts. Also er kann schon was, aber er kann gar nichts. Hören wir uns den Skelly. Nee, ich bin gestellt. Das ist schon gut für uns. I'm not ready yet. Diesen machen wir noch Shit-Button. Den machen wir natürlich in die falsche Richtung, das ist ja klar. Oh, jetzt wird's eklig. Okay. Jetzt kommen wir nochmal ausweichen. Oh, so nicht, Freunde. Skellies heilen. Ratte einmal fett. Wenn ihr das nächste Mal macht, oh Shit-Button. Einmal nochmal. Jetzt stirbt der Drecksack. Ich glaube, jetzt sind wir... Krass. Haben wir erstmal einen Schund zusammen. Handschuhe, Stiefel, Handschuhe, Amulett. Vielleicht haben wir kurz Amulett gekriegt. Töpfe bisher 4, glaube ich. Oh, ich muss von vorher muss ich nur beim World Boss muss ich einen gut schreiben. Oh, plus 1. Da haben wir so selten sterben. Gut, das kann sich jetzt dann gleich schlagartig ändern in World Tier 3, weil ich weiß, wie krass die Dungeons sind. Let us have a look, ladies and gentlemen. Eure Kälte-Skelett-Magier wirken alle 10 Sekunden an verfickten Blizzard! Auf das habe ich gewartet! Oh Gott, auf das habe ich gewartet! Was ist unterkühlt? Unterkühlte Gegner haben eine verringerte Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ein Gegner wiederholt unterkühlt wird, friert er ein. Euer Maximum an Skelettmagiern wird um 2 erhöht! Absolut perfekte Kombi durchgespielt, okay, bye. Die Nova der Blutwoge breitet sich nach kurzer Verzögerung erneut aus. Den haben wir schon. So. Ihr verursacht 6 Sekunden lang 86 mehr Schaden, nachdem die Zentrale bei... Okay, das ist Schrott. Was ist da drauf? Wille Schadensreduktion, während ihr gestählt seid. Gestählt sind wir mittlerweile öfter. Schaden für Fertigkeit des Typs Knochen. Kämen nicht brauchen. Schade. Du bist schon immer gestorben. Bullweg, das stimmt nicht. Das kehren wir unter den Teppich. Das hat niemand gesehen. Dungeon für den Weltstufe 3 Zugang abgeschlossen. 4.6.1450. Effi, beste Frau am Platz. Du schaust dir das wirklich von Anfang bis Ende an und notierst das mit. Du musst das für nicht tun. Please. Please. Es ist Sonntag. Es hat 30 Grad draußen. Was soll ich machen? So. Ja, ab nach World Tier 3, Alter. What the fuck are we doing here? Jetzt müssen wir ein bisschen umbauen. Jetzt schauen wir mal unser Inventar kurz an. Und dann... habe ich gerade mal zur Sicherheit geschaut, ob es schon wieder zum Rauchen war. Eine Triumph-Zigarette? Das war jetzt erstaunlich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht komplett einfach. Ein bisschen aufpassen muss man schon. Aber... ja. Gehen wir es durch. 12 Max-Essenz, Lebensgeneration, Widerstand, Kälte, Bullshit.
Int, alle Werte, Kontrollverlust da, Bullshit. Max Life, Widerstand, Abklingzeitreduktion. Man kommt da langsam in ein Stadium, wo ich merke, weißt, wir haben da 4 Stats auf dem Legendary hängen, weil man der halt einfach nativ droppt ist so. Der ist nicht gecraftet, sondern der hat einfach einen Stat mehr. Wir brauchen bald Gaby gar nicht mehr anschauen, ganz ehrlich. Also lang dauert es nicht mehr. Das der mal weg, das der mal weg, das der mal weg. Abklingzeit, Max Life, ja, es war ein guter. Ich darf auf die Wille verzichten und auf plus 10 auf alle Werte darf ich auch verzichten, aber es müssen mindestens 2 Widerstände drauf sein und dann warten auf dem Kopf ein paar so Sachen, geil wie maximales Leben, geht immer, vielleicht sogar noch ein 3. Widerstand. Da war ich gehört. Herr Biomaster, welcome to the squad, neues Mitglied. Ab in den Chat habe ich der Biomaster, merci dir. Welcome to the squad. So, Kopf weg, können wir nicht brauchen. Gut, das ist noch eine gecraftete Brustrüstung, aber die ist halt ziemlich brutal. Also ich finde es irgendwie wichtig, die 24% maximales Leben für Diener, das ist halt schon heftig, das merkst du auch ganz gewaltig, dass die nicht mehr so oft sterben. 10% weniger Schaden durch Gegner in der Nähe. Das ist genau das, was ich haben wollte, weil ich über dem Haufen drin stehe. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es diesen Roll überhaupt gibt. 7,8% Schaden für Fertigkeiten des Typs Herbeirufung. Und ein Golem, Skelette und Skelettmagier sind halt Herbeirufungen. Es sind einfach 8% Schaden in die Viecher drin. Das ist absolut pornös. Weg damit. So, was wir langsam einmal brauchen könnten ist ein besserer Dings da. Ein bessere Offhand. Da haben wir schon ein paar gefunden, die stärker sind. Da ist Luft nach oben. Da war geil, wenn unser Native droppt. 2-Handschwert brauchen wir nicht. Wie viel Gold haben wir? 500k. Verkauft man die obere Zeile, die 16.000, 8.000. Eigentlich sollte man Waffen nicht mehr verkaufen, hm? Weil die über 10.000 wert sind und alles andere. Schmuck ist auch 10.000 wert, aber Rüstungen sind. Das ist alles gleich viel wert. Okay, drauf geschissen. 2-Handschwert, 2-Hand-Sense, Zauberstab minus 12. War auch mal geil, wenn uns einmal eine native Dingsbums droppt, aber gut. Minus 26 Dreck, minus 80 Dreck. So, Hose. 163 Max Life, das ist viel. Das ist wirklich viel, das sind über 10% Leben, Alter. Sind wir, wenn wir schauen, der Gegner in der Nähe, kann man auch brauchen, aber es ist keine Leichenexplosion drauf. Aber es hätte auch noch 2 Sockel, das heißt, da kann man 6% Life drauf rollen. Die nehmen wir mal mit, schauen wir, ob wir die Dornen wegrollen können. Und vielleicht, ja, und plus 2 auf die Leichenexplosion draufkommt. Das brauchen wir unbedingt, das ist einfach zu viel Schaden. Verlieren wir zwar Int und einen Haufen Werte im Allgemeinen, aber ich glaube, dass das wurscht ist. Die scheiß Werte da, die haben so, ich weiß nicht. Schadensreduktion, Dornen, alle Werte, nö. Stärkeverringerung, Verlangsamung, Stellungserzeugung, nö. Ringe, kritischer Trefferschaden, Glückstreffer, Schaden gegen Schaden über Schattenschaden, Dreck, maximales Leben, Überwältigungsschaden, kritische Trefferchance, Dreck. Verlangsamt, kritische Trefferschaden, betäubt, Dreck. Ihr verursacht 6 Sekunden lang Schatten, solche Gegner, das Ding, glaube ich, haben wir schon 5 Mal und das Ding ist auch scheiße. Geht schon los. Jetzt geht's langsam los mit dem Legendaries Dissen. und nix mehr haben. Die Wasens! Jetzt hier schon wieder da! Schau, dass du lang gewinnst! Pack deine Kinder, es ist schön, fahr und seh! Und schau nicht dem fetten Trottel im Internet beim komischen Sahnspein zu! und die Hälfte nicht verstehen, was er labert! Aber die Ehre, schönen Grüße an den ganzen Sauhaufen. Bewegungsgeschwindigkeit am Arsch, haltende Heilung am Arsch. Schatten, Dunkelheit, Schreine, Knochen am Arsch, Wille, Schaden. Bin im Pool. Unseren hat ein Loch. Bin voll traurig. Den muss ich heute übrigens abbauen. Zwischen der Pause zwischen 6 und 8. Macht mir ein bisschen traurig. Dreck. Attack Speed von Dienen. Schaden über Zeit des Typs Schatten. Können wir nicht brauchen. Und ultimativ auch nicht. Schaden von den Elite-Gegners. Komm an. Das Affix 4 Sekunden lang. 9% Schaden nach Töten eines Elite-Gegners.
Der Elite-Depp ist der Letzte, der stirbt, weil er am meisten aushält. Was helfen da 4 Sekunden dann 10% Schaden? Wenn das affix nicht mal hart für den Arsch ist, dann weiß ich es auch nicht. Weg mit dem Schund. So, Stiefel, Maximum. Okay, jetzt müssen wir da nochmal kurz difteln, ob wir das irgendwo drauf zaubern können. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal zum Rollen und rollen wir uns einmal die Hosen. Bringen uns vielleicht ein bisschen mehr aushalten. Wo ist denn da der Ding? Der Roller. Da sind wir rollen. Der Heting. So. Mr. Roller, bring me your dream. So, nochmal vergleichen. Und es geht nur um die Leichenexplosion. Dornen sind vollkommen für den Arsch. Weg damit. Bitte Leichenexplosion 2, weil wir bloß einmal rollen können. Aber 16% Max Life für Diener. Ja. Was kosten nochmal rollen? 177.000, geleckt mich am Arsch, da brauchst du einmal fick dich, Alter. Da haben wir nicht 10 Millionen Gold haben und selbst dann ist es noch teuer. Naja, gut. Können wir mittlerweile Legendaries rollen? Nein, können wir nicht. Ich tue das wieder außer da. Hose ist total kaputt. Die Hose ist total kaputt. So. Wir haben einen Gegenstand noch, wo wir nur ein Legendary Trade drauf zaubern können. Wir brauchen aber 2. Einmal plus 2 Skelettmagier und genau. Einmal, dass unsere Skelettmagier, die Kälte-Skelettmagier, diese Blizzards machen mit 700 Kälteschaden und einmal, dass wir natürlich 2 mehr casten können. Jetzt ist die Frage, kennen die Stiefel an sich was? Langsam Bewegungsgeschwindigkeit, alle Werte, Widerstand gegen Kälte. Widerstand, Schatten, Leichnam. Nein, unsere Stiefel sind eigentlich ziemlich brutal, leckt mir im Sack. Also, können wir die gleich einmal, das tun wir jetzt gleich einmal. Das extrahieren wir, dann kriegen wir mir, das sehen wir, Brustschutzstiefel, Handschuhe, scheiße, das kann man nicht auf die Hosen zaubern. Maximum von Skelettmeilen kann man nicht auf die Hose zaubern. Wo kann man das drauf zaubern? Ah ne, was kann man überhaupt auf die Hosen drauf zaubern? Kann man überhaupt auf die Hosen drauf zaubern? Auch nicht auf die Hosen drauf zaubern. Blutnebel hinterlässt eine Spur. 20 Dingsbums, das ist der wichtigste. Crit, Scheißdreck, Blutnebel. Ich kann halt auf die Spur vom Blutnebel kann ich verzichten. Und dass man so schnell rundum fährt wie normal, kann ich auch verzichten. Wie wichtig ist der Schaden von dem Blutnebel? Er ist natürlich nice to have, aber macht's der bisschen Schattenschaden da in 4 Sekunden? Wir haben ja sowieso nix. Also kein Passiv-Perk und nichts irgendwo auf einem Item, weil ich alles konsequent wegräue, was irgendwie Schattenschaden über Zeit erhöht. So viel Schaden ist's nicht. Darum nehmen wir jetzt die 2 Skelettmagier und ballern die auf unsere Handschuhe drauf. Wobei unsere Handschuhe auch nicht so super krass sind. Attack Speed, weiß ich nicht, ob die auf unsere Viecher übergeht. Es gibt ja einen extra Punkt für Attack Speed für Viecher. 18,2% Schaden gegen verletzte Gegner. Ja, das ist so ein Execute ab 30% Leben und drunter. 26 Wille ist mir scheißegal und 30 Stärke ist mir auch scheißegal. Haben wir da nicht besser in die Handschuhe? Überwältigungsschaden. Schaden über Zeit des Typs Schatten, lol. Wille und 2 Ränge für Blut, die sind auch scheiße. Knochenspeer, Schaden über die sind auch scheiße. Muss nachdenken.
Ich glaube, je länger dass ich nachdenke, desto weniger bringt es mir weiter. Das heißt, mir zaubert man das jetzt ober 2 Skelettmagier auf diese Handschuhe drauf. Bis wir mir wieder besser in die Handschuhe kriegen, das kann ewig dauern. Wenn ich es natürlich jetzt drauf zaubert, dann kriegen wir im nächsten Dungeon welche. Das ist auch klar. Aspekt extrahieren. Raus damit. Und die Frage ist, wo man drauf tun können. Aspekte, was haben wir da noch? Skelettmagier, Elite-Gegner Schaden, Barriere. Kann man die eigentlich irgendwie verkaufen? Nein, das wollte ich nicht. So. Skelettmagier plus 2. Wo können wir das überall drauf zaubern? Schuhe. Maximums, da haben wir schon Maximum Skelettkrieger drauf. Das behalten wir uns. Auf den Blutnebel mit der Spur können wir verzichten. Auf die Elite-Gegner Barriere verzichte ich ganz bestimmt nicht. Auf die 20% Schadensreduktion auch nicht. Was haben, da ist der Blutnebel drauf, dass die Leichen explodieren und der Cooldown runtergeht. Das ist einer der wichtigsten Spells, die da sind. Das heißt, wir tauschen den Schaden da aus. Hilft nicht. Es ist der Hand 2 Skelettkrieger einfach stärker, da bin ich mir sicher. Oh, you caught a rare one. Jawohl. So. Jetzt haben wir dann richtig viele Viecher umeinander laufen. Nämlich 6 Krieger und 5 Magier. Das gibt ordentlich. So. Was ich jetzt aber noch gerne hätte, das ist halt, dass diese scheiß Skelettmagier alle 10 Sekunden Blizzards casten. Den heben wir uns jetzt nur auf. Wo kann man das überall drauf tun? Den Aspekt tue ich jetzt einmal außer. Wo kann man den überall drauf tun? Kopf, Brust, kommt nicht in Frage. Stiefel auch nicht. Handschuhe auch nicht. Amulett und Schild. Müssen wir vielleicht durch. Was ist denn auf der Offhand drauf? Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 26%. Ja, das ist auch wichtiger. Das sind 26% Damage in die Viecher. Das kannst du nicht runter. Das geht einfach nicht. Von was kann man sich noch Attack Speed können wir auch nicht runter. Also unser Bild, so wie er ist, außer es kämen nur irgendwelche Unix und so weiter, nähert sich seiner Grenze. Auf der Waffen ist er totaler Scheiße, das brauchen wir eigentlich nicht. Das wäre austauschbar, sagen wir es so. Ja, werden wir auf die Blizzards vorerst verzichten müssen. Wird nicht helfen. Das wird nicht helfen. Ich schaue ja schon aufgeregt in den Chat hinein, ob irgendjemand eine super tolle Idee hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir irgendjemand überhaupt folgen kann, was ich da laber. Na? Mehr ist nicht drin, Diggi. Ja, extrahieren wir dabei. Und dieses Blutwogen-Scheißding, das wissen wir. Und dann kann man vielleicht einmal schauen, ob man irgendwelche Legendary Items nochmal Stufen aufwerten, Bresal stärker werden, was auch immer. Da einfach Brunn sagt, das geht einfach nicht. Ja, ist das schon irgendwie gehen. Ich muss bloß die anderen Legendary Traits, die ich da so überall verteilt habe, muss ich mir den einer aussuchen, den ich eben auf die Hosen casten kann, wo ich momentan noch Platz habe. Der YBO. Ja, genau so. Ja, hauen Sie rein, Alter. So, wir brauchen Goet. Hose wird vertickt und die Handschuhe werden gedisst. Schauen wir, was rauskommt. Ja, diese windender Schutz. Und ich glaube, die braucht man. Was haben wir hier? Ja, genau. Wenn wir jetzt die Legendary Waffen auf Stufe 4 ausbauen, dann brauchen wir mit dieses komische gelbe Hacke da. Timmy Boy! Einfach nur so. Okay. Einfach nur so, damit ich weiß, dass ich nicht da bin. Okay, tschüss. Aber ist die Hose nicht crap? Ja, ist sie tatsächlich. Also die zwei Affixe, alle Werte und Int. Gut, Int ist okay, aber Hosen ist normalerweise so ein Rüstungsteil, vor allem die plus 2 Ränge zur Leichenexplosion. Nur deswegen habe ich es noch. Ich dachte ja so gerne, ich hätte gerne neue Hosen. Legendary Hosen. Hätte ich gern. So, Rüstung kostet dann übrigens das da und das kommt raus, wenn man andere Legendaries disenchantet. Und das, ja, wie soll ich sagen, bis zum letzten Level, wir haben noch kein Item, das wir wirklich bis zum letzten Level, wo sie sich rentiert. Gehen wir mal da rein, schauen wir mal, was wir da kriegen. Es ist eine teure Investition für 9 Rüstung, 2,1% Leben für Diener und so. Es bringt's schon, aber es ist schon sehr teuer. Wenn wir mal wirklich viel solche Materialien haben, das kommt jetzt einfach mit der Zeit beim Grinden,
Dann können wir auch upgraden und dann ist es wurscht irgendwann. Wenn du eine gute hast und umverteilen kannst, dann geht's in die Hosen. Ihr Vögel! Wir müssen mal ein paar Inventare verkaufen, weil wir kein Gold nicht haben. Machen wir so. Und dass man echt nicht her eine Steine bauen kann, das macht mich echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Schauen wir mal nochmal unsere Resi so. Ich möchte halt auch mal, wie soll ich sagen, ich möchte mal einen Sack. Was ist jetzt? Das haben wir jetzt, damit wir unsere Resi-Löcher stopfen, damit wir mir anständig spähen können. Muss ich kurz mal schnell was schauen. Was ernten die Steine in der Rüstung? Ja, mit den Steinen kannst du deine Resi-Löcher stopfen. Achtung, was ernten die Steine in der Rüstung? Dornen für den Arsch, Schadensreduktion, gestählt, Max Life. Nehme ich schon gern, muss ich sagen. Barriereerzeugung, Schadensreduktion, Schaden über Zeit. Das ist da erhaltene Heilung. Der Rüstung sind alle für den Arsch außer Max Life, ganz ehrlich. Aber im Schmuck, Schmuck, geben die Dinger halt gezielt Resis für Feuer, Gift, Blitz, Kälte, Schatten, was auch immer. Und der Diamant 5 auf alles. Und wenn ich jetzt da in unsere Werte reinschaue, haben wir zwei ganz gravierende Löcher in Feuer und Kälte. Das heißt, ich stopfe einen roten in den Ringsockel und ich stecke einen blauen in das Amulettsockel, den wir da uns da jetzt einbauen werden. Das ist nicht ganz billig, aber wir haben jetzt auf World Tier 3, jetzt droppen wir mehr Sachen. So hoffen wir es zumindest, weil lang haben wir noch nicht in World Tier 3, aber egal. I'm not ready yet. Sehen wir mal da rum. Juwelenschmied. Man kann natürlich Gegenständen einen Sockel hinzufügen. Und das kostet aber dieses Material hier unten und ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, wann und wo das droppt. Ich habe heute Vormittag einmal einen Sockel gebaut, das heißt insgesamt, seit wir spielen, sind uns von dem Ding 9 Stück gedroppt. Ein mysteriöses Prisma, das sich oft in überaus großen Körpern finden lässt, beispielsweise in denen von Weltbossen. Also, ich habe aber noch nicht 8 Weltbosses umgehauen, sondern wie viel haben wir gemacht? Ich habe 3. Wo ist das Zeug? Wo kriege ich das her? Vielleicht auch bei Dungeon-Endbossen? Events? Keine Ahnung. Was weiß ich alle? Trotzdem, scheiß drauf, wie gut oder schlecht dieses Amulett jetzt ist, ich möchte den Sockel da drin haben. Sockel rein. Selbiges mit diesem Ring, Sockel rein. Und dann steckt man mir da Eftel 3 pro World Boss. Das kann sich hingehen. Da hast du absolut recht. Das kann tatsächlich sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich solche Dinger schon gehabt habe, bevor ich einen World Boss gekillt habe. Vielleicht bei den Endbosse der Akte. Das kann eventuell auch sein. So, nochmal Materialienwerte. Wir brauchen einmal Kälte. Das ist der blaue, plus 16,9. Den stecken wir in den... Haben wir da schon eine Kälte? Wir haben schon 2 Kälte. Den stecken wir da rein. Schon sind wir bei Kältewiderstand kurz vor 50%. Das ist okay. Und dann nehmen wir noch einen Feuerwiderstand. Zack. Und wir sind überall fast über 50. Rest würfelt man schon uns irgendwie zusammen. Nein, ich habe noch nichts davon und bin Akt 5. Okay. Ja, gut. Wir haben sehr stabil unterwegs, Kinder. Jetzt haben wir einen ordentlichen Damage-Boost gekriegt. Haben unsere Resis um. Wir haben noch nicht einmal einen Trank. Habe ich eigentlich einen Trank gesoffen, währenddessen wir mir in die Bude eingegangen sind? Auch nicht, gell? Haben wir uns einen Dornentrank machen für die Zukunft und dann, glaube ich, haben wir richtig stabil unterwegs. Bei der Sonne, wir wechseln in World Tier 3. Wie viel Sockel kann man pro Item reinmachen? Das kommt darauf an, was für ein Item das ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwas geändert haben, aber normalerweise Einhandwaffen, maximal 1 Sockel. Schwere Rüstungsteile, ich sage jetzt mal große Rüstungsteile, können oft 2 Sockel haben. Wie zum Beispiel Hose, Brust, Kopf und Zweihandwaffen, glaube ich. Prismen gibt's ganz selten, auch in Dungeons. Okay, ja, das ist ja in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und Schmuckstücke, glaube ich, können maximal bloß einen haben. Offense können maximal bloß einen Sockel haben. Ja, genau. Und kleine Rüstungsteile auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Here we go. Wenn ihr die Weltstufe wechselt, werden alle aktiven Portale geschlossen, alle nicht geschlossenen... Okay. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir zurechtkommen. World Tier 3 ist 53 plus. Also wir machen es uns wieder mit Gewalt ein bisschen zack. Habe ich so das Gefühl.
Oh, was haben wir da? Der fallende Tempel. Das ist der Final Dungeon. Der ist Stufe 70. Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den bis Mittwoch sehen. Ich glaub's nicht. Leck. Also nochmal 20 Level ist voll hart. Blizzard, the grind is real. Hab ich schon verstanden. Lol. Alter. Aber was jetzt freigeschaltet ist, die nächsten Stufen für das Ruhm zeigt da. Und was wir da jetzt auf alle Fälle mal passiv dahinwerkeln werden, in Gebiet 2, in der Trockensteppe, dass man einen zusätzlichen Trank kriegen und einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Und das Fertigmachen, das rentiert sich halt voll. Du kriegst halt 4 Paragon-Punkte. Das ist schon nicht wenig. That's the game. Lol. Haben wir schon weit gekommen. So wie das ist. Brust und Hose war bei Diablo 3 Sockel. Stimmt. Stimmt. Vielleicht gibt es ja 3 Sockel. Es sind ja noch 100 Level. Noch 50 Level. Und Item-Level, die wachsen ja mit. Wer weiß, vielleicht ab 75 haben dann 3 Sockel drin. Kann auch sein. Wobei ich schon sagen muss, dass die Sockelsymbolik da für die Größe des Item-Slots für 3 zu klein ist. Oder zu groß ist. Außer sie ordnen es dann anders. Oh, 2 nebeneinander, einen drüber oder irgendwie so. Weiß ich nicht. So, Kinder, jetzt gehen wir an die Rauche! So schaut's aus. Wie spät ist es überhaupt? Viel nach 3 schon wieder. Leg mir am Arsch! Würdest du sagen, dass man mit Level 50 halb durch ist mit einem Spiel? Es kommt drauf an, wie du das spielen möchtest. Wenn du Wert aufs Endgame legst, dann bist du noch nicht halber durch. Jetzt gerade fängt's Endgame an. Mit World Tier 3 jetzt, finde ich, fängt's gerade, wenn wir gerade ins Endgame gegangen. Gerade eben. Jetzt gibt's die Albtraum-Dungeons, da bin ich sehr gespannt, was die kennen. Hoffentlich finden wir ein paar so Schlüssel, ich weiß gar nicht, wo man die findet, in anderen Dungeons vielleicht, das werden wir jetzt dann nochmal machen. Und was sonst noch so gibt. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich bin gerade hineingesteppt, ich weiß es nicht. We will see. Jetzt machen wir Folgendes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen das Spiel. Ich verstecke mich da hinter meiner lustig gezeichneten Figur. Ihr holt euch jetzt was zum Trinken. Geht's bieseln, geht's rauchen, geht's schleudern, geht's scheißen, geht's was ich was treibt. So nie geht's jetzt schnell an die Raucher. Ich bin in 2 bis 3 Minuten wieder da. Und ich schalte euch dabei die neue Folge her. Bis gleich. Ein Brainstorming und sagen, so, wie macht man diese Serie jetzt so hanebüchen schlecht, wie es nur gerade irgendwie geht? Ja, so. Schau dir den letzten Film an. Er war zwar, hast du ihn gesehen, den Welcome to Raccoon City? Ja, hab ich gesehen. Er war zwar, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig nah am Spiel dran, von der Geschichte. Ich finde, der war sogar sehr nah dran. Genau, aber dann der Lian, ja, was bin ich da gesessen, da hab ich physische Schmerzen gekriegt. Die Szene in der Gefängniszelle, wo die ganze Zeit der Zombie neben ihm sitzt da drinnen. Ja. Und er steht die ganze Zeit, mach auf, und dann lässt er sich einfach beißen. Was soll das alles? Was ist, was? Wann in der Geschichte ist der Lian ein absolut tollpatschiger, ahnungsloser Vollidiot? Der geht ja nicht mehr als Rookie durch, sondern wirklich als Trottel. Der ist einfach der Filmtrottel. Ja. Außerdem ist er kein Mexikaner. Was soll das? Lian Juanes. Leon Juanes Corones. Und nein, da denke ich mir auch, da waren ja Teil 1 und Teil 2 waren ja in einem Film zusammengepresst. Ja, genau. Und ich finde auch gerade Teil 1 und Teil 2 gibt so viel her für eigenständige, richtig gute 2,5 Stunden Filme. Ja. Und was machen sie? Sie machen wieder irgendeinen Scheiß. Sie machen einen 90 Minuten Drecksgurken mit so unterirdischen Scheißeffekte, dass du einen Schlaganfall kriegst, die scheiß Raben, die dann mal vor dem komischen Geschäft umeinander hopfen. Was soll das? Hat er sich bei mir Paint eingemalt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß bloß, das Einzige, was mir hängen geblieben ist, weil es halt ein einschneidendes Kindheitserlebnis war, ist, wenn der Licker kommt und einen Kopf von der Decke fallen lässt. Ja. Oder das ist ziemlich genau der ist oder? Den haben sie doch auch so drinnen gehabt. Aus dem ersten Teil, der ist ja... Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ja, aber so schlecht wie der ist, der Film kann mich irgendwie unterhalten. Jetzt ist zwar jetzt keiner, nachdem ich schreie, aber er kann mich irgendwie so auf der Trash-Ebene unterhalten. Aber mir schon nicht. Ich kann irgendwie drüber lachen. Ich kann nicht ernst nehmen. Nein, das geht überhaupt nicht. Disgusting. Das ist ekelhaft. Da war ein Resident Evil Film. Ja. Ich finde, was sagst du dazu, die ersten 6 Resident Evil Filme? Also ich mag einen dritten sau gern. Der beste Den finde ich richtig geil. Der erste, den kannst du heutzutage mit, die Effekte sind nicht ultra alt geworden. Den fand ich aber immer gut. Und anschauen kann ich es mir alle bis auf den letzten.
Der letzte, das ist so ein Schnittstaccato Also, gewesen, dass Hammer. du das Schlag mit der Faust zu und bevor du den Einschlag von der Faust sägst, ist da der Schnitt schon unten auf dem Fuß und ich bin da gesessen und so. Das erste Mal sind wir ganz krass einer Meinung. Das ist wirklich, was Filme betrifft, wirklich. Ich finde, grundlegend haben alle, wenn man sie als Resident Evil-Fan, da wenn jetzt nicht Resident Evil draufsteht, das Ist alles so. ist irgendein Film. Ja, genau. Der Extinction in diesem Wüstensetting und so weiter ist der beste. Finde ich ja richtig Ich geil. finde, am nettesten dran an die Spiele ist der Nemesis, mit dem Nemesis und so weiter. Der Aber zweite, oder? Der Apocalypse. ich glaube, das ist der zweite. Da fängt es aber schon, dass sie so krass übermächtig ist und so. Und das ist dann wieder der Teil, der irgendwie da nicht reinpasst für Resident Evil. Das ist irgendwie seltsam. Ja. Und dann, der sechste ist der einzige, den ich nicht geschafft habe, anzuschauen. Der fängt an, dass sie in so einem Schrottauto sitzt, in so einem panzerten. Ja, das, Und dann fliegt hinter ihr so ein Ja, fliegendes genau. Viech nach. Und ich glaube, in denen 60 Sekunden haben 300 Cuts drin. irre. Ich habe mir das angeschaut. Ist das Ich eigentlich werde ernst? fertig oder ich flippe aus. Die zieht in dem Moment, wo es auf oder Gang schaltet, die Szene, ich schalte vom zweiten in den dritten Gang 4 Cuts. Ja, ich ja. ich raste aus, ich kann mir nicht anschauen. Ich kann's mir nicht anschauen, es geht nicht. Ich war leider auch im Kino bei dem Film, weil ich mich voll drauf leck. gefreut, ich hab mich voll drauf gefreut, weil sie sind ja, ich hab irgendwie voll meinen Spaß mit den Action Filmen. Trash halt einfach, wenn du da Bock drauf Die hast. Story passt ja da irgendwie zu Resident Evil, weil die Geschichten von Resident Evil sind ja auch immer Hanebüchener geworden und Ja, auf sauber zu übertrieben halt einfach. das passt ja alles. Aber da hat man auch gesehen, wo die Serie auch spieltechnisch hingeht. Ja. Der Film die wird immer schlechter, Ja, je genau. mehr, dass dieser total abtrader Scheiß wird. Genau. Und ich sage jetzt mal, die bodenständige Resident Evil Geschichte aus Teil 1 und 2 und vielleicht gerade noch 3, das ist für mich Resident Evil. Ja, So, wunderschön, bin schon wieder da. Wer ist noch da? Ich bin noch da. Das ist gut. Das muss klar. Das muss klar. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt. So. Grüß Gott benannt. Pass auf. Ganz wichtig, Kinder, nach dem Rauchen das Dampfen nicht vergessen. Und, da müssen wir uns wieder groß machen, pass auf. Oh, im Peppersepp ist noch was drin. Schöner Ton. So, was der wir jetzt? Schauen wir mal auf Karten, hätte ich gesagt. Hätte ich gesagt gehabt. Okay, systematisch. Wir gehen mal in... Da gehen wir rein. Nach Skulls Glen. Und machen wir da irgendwelche Aufgaben, dass wir da 400 kriegen und Aufgaben für den Bann, dass wir Items kriegen. Zum Beispiel sämtliche Dungeons, Stützpunkte, Nebenquests, alles, was wir so finden, Kinder. Wo ist Skulls Glen? Das glaube ich ist da herum. Gibt's da... Ja, jetzt gibt's natürlich in fucking Skulls Glen, gibt's wieder keine Aufgaben nicht, oder was? Doch, da haben wir einen Dungeon, da haben wir ein paar Sehne-Dinger da und das und einen Keller. Jawohl, da gehen wir. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin, das ist der Mann. Ich bin auch da, gerade beim Arbeiten im Büro. Viel Teufel, es ist Sonntag. Was zur Hölle tust du? Was machst du? Es ist Sonntag. Was machen? Was machen Sachen? Ich nix verstehen, deine Sprache. So. Hat da schon wieder jemand in die Geldkiste gegriffen? Ich bin mir nicht sicher. So, ab geht's. Mit was fangen wir an? Mit dem Ding fangen wir an. Viecher zerpimmeln, Zerpimmelung in die Viechers, nein. So, die Scheiße ist jetzt Stufe 53, das ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht sind die Viecher da doch zu stark. Wir werden sehen. Na, geht schon. So, erstmal Skelly Boys. Oh, die haben ziemlich viel Damage gehabt. Sie kriegen so Damage. So, wir haben einen Haufen Skelette dabei. Da rennen jetzt eine richtige kleine Armee neu. Ja, aber die machen schon Schaden. Tu dich nicht rein. Tu dich nicht hinunter. Die machen schon Schaden. Was muss man da überhaupt tun? Feiert sie hinten und vorne nix. Da feiert sie hinten und vorne nix. So Sachen farmen, das kriegen wir zusammen. Du jetzt dann. Und zusammenziehen. Und stirb. Oh, die halten schon fest. Was ist mit denen? Was ist denn mit denen?
Gut, das sind auch Elite-Typen, so wie wir das so schauen. Ah, fallen schon zusammen. Fallen schon zusammen, tu dich nicht runter. Die Sachen müssen wir einsammeln. Was genau müssen wir jetzt da eigentlich tun? Findet die Leiche, besiegt Eldheims Fluch. Der Glaube war, den habe ich schon gemacht, der ist da herum. Ich glaube, haben wir schon mal. Oh, dann ein paar Dudes. Die nehmen wir da mit auf. So, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Dann machen wir so. Glaub. I need more time. Ah, da unten ist was. Was ist das da? Eldheims Fluch besiegt irgendeinen Kasperl. Oh, die ist immer woanders. Easy, da fahren wir mit durchgehen. Da fahren wir mit durchgehen. Die haben zwar wirklich. Die 3 Level Unterschied sind echt scheiße. Es ist, weil da im Hintergrund mit Sicherheit ein Champion des Bösen nimmt eure Herausforderung an. Was für Herausforderung? Das ist vollkommen besoffen, I'm oder? not ready. Du kriegst ja keine Zeit mehr drin. Bist du wieder. Bist du als Rhinofongs dabei, aber die da schlungen oder. Oh, oh. Macht wieder klar jetzt da. Weil die Arschlöcher halt immer zerreißen muss, Mann. Warum denn? Warum müssen sie nicht mehr explodieren, Blizzard? Hä? Sag selber! Haben wir das jetzt abgeschlossen, oder was ist jetzt da los? Ja, haben wir einen Punkt gekriegt. Okay. I need more time. Ja, dann gehen wir in den Dungeon da oben ein. Skelly Boys beschwören erstmal, bis alle da sind. Das dauert eine Zeit, wenn man stirbt. Das ist ein bisschen ärgerlich, deswegen ist er für Necromancer unfassbar ärgerlich, wenn er im Dungeon drin stirbt. Das ist. Müssen wir wieder hin? Da kommen wir in den Dungeon rein. Weiß ich nicht. I need more time. Was sind das für komische Typen da? Was haben die für so ein Symbol auf dem Kopf? Kapier ich nicht ganz. Was ist denn mit dir? Hast du meinen Scheller verdroschen? Weiß jemand, was das für ein komisches kleines Symbol ist? Das haben normal nur so Elite-Typen auf dem Kopf. Weil es 3 Level über mir sind. Vielleicht. Weiß man nicht. Wenn du dann Dungeon auf normalen Wege abschließt, dann kriegst du einen Albtraum-Schlüssel von dem Dungeon. Ah. Sagt man vorher, es sind ja nicht alle Dungeons Albtraum-Dungeons, oder? Es ist ja einer bloß 30 oder so auf der ganzen Welt von 150. Ja, wir haben auch so viel. I'm not ready. Weil ich springe an der Tür vorbei, ist ja klar. Ist ja klar, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich so ein Dungeon anfühlt. Wenn wir jetzt ziemlich schnell herausfinden. Ich erst wo. Oder die alte einfach der Schlung da. I need more time. Also die Skelly Boys kriegen echt. Kriegen schon ein bisschen viel Schaden, muss man sagen. So, Götzen des Schamanen töten. Solange da keine Elite dabei sind, die fallen einfach um. Währenddessen mein Oh Shit Button am Start ist. I'm not ready yet. Wir gehen mal. Oh ja. Okay. Machen wir diesen hier. Oh, zerreißt da wieder irgendwas? Bitte nicht zerreißen. Zerreißen ist einfach unangenehm. Ich gebe jetzt gleich Elite-Schamane aus, wenn man in Österreich. Shit-Button. Das geht da. Wow! Was macht da? Ich sehe gar nicht, was das so viel Schaden macht. I need more time. Ja, da hinten. Na, die explodieren, das ist unangenehm.
Ja, der ist schon zack. Ist schon zäh. Brauchen wir nicht schmerzen. I need more time. Jetzt sollten wir aber auch mit Schaden drauf machen. Ich weiß es auch nicht. Ja, da geht's für ganz schön zu. Was ist mit denen los? Kann jetzt der mit sterben da oder was ist mit ihm? Oh, wird zeigen, Hurensohn. Hier nicht vergessen, die Idioten zerreißt's. Und wenn du drin stehen bleibst, dann stirbst. Das ist generell schlecht. Wo sind meine Scary Boys? Was jetzt zu haben? Was ist das da? Das explodiert wieder, oder was? Nein, weg. Was haben wir da? Da haben wir was. I need more time. Erstmal den No-Shit-Button. Erstmal den No-Shit-Button, Scary Boys leveln und dann drauf an. Drauf an wir früher sind. Okay, die normale Elite sterben wir fliehen. Das ist okay. Amulettal nehmen wir mit. Aber da kriegt man übrigens auch 100% mehr Erfahrung. Das ist halt. Okay, der nächste. Drauf! Und zusammenziehen. Und er drauf. Und sobald wir Schaden kriegen von dem Arschloch. Oh, Skelly Boys beschwören. Sobald wir Schaden kriegen, Shit-Button drücken. Wunderschön. So, der explodiert wieder, geht's weg. Ah. Oh, jetzt droppen schon die Vierketten-Storne schon hin. Müssen wir es gar nicht mehr craften. Hast du nicht gewusst, dass wir jemals so viel brauchen, wenn es die 3 gibt, aber gut. Wunderschöne Geschichte. So, begebt euch nach, verheerte Kaserne. Hilfe, bitte. Was für Hilfe? Oh, 2 Elite, gefährlich. I need more time. Mehr liken! Sehr schön. Ja, können wir schon durch, geht schon. I need Also more ich time. habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir zum Zusammendreschen und Progress machen länger brauchen, dass sie die 100% XP nicht lohnen. Wo müssen wir überhaupt hin? Schon machen meist die Gegner. I'm not Das ist ready richtig. yet. Da wo Tränke auch dein sind, da kommen auch... Oh, guter Punkt. Bitte erinnern Sie mich daran, den nächsten Dungeon, wenn wir anfangen. Ganz viel Explodierscheiße, das ist nix. Ah, da gehen wir raus, das ist nix. Nein, da der wir nicht lang an. Sterbt einmal da hinten. Schön brav zusammenziehen und sterben. Oh! Unangenehme Scheiße. Stunnen bitte, danke. Explodieren bitte, danke. So, sind wir schon wieder da. Und noch Shit-Button einschalten. Glyphe! Die erste Glyphe ist soeben gedroppert. Tötet alle Gegner in Arschlochhausen. Was ist jetzt da vorne? Achso, der hängt in der Wind drin. Okay. Oh, was gedroppt. Was, Heiliger? Moment mal, was bitte? Heiliges Zweihandschwert, was ist da anders? Es schaut da anders aus. Da ist... Ah! Was? Der hat 250 DPS mit. Was? Das ist ein Level 50 Item. Droppen da jetzt nur noch Level 5. Oh, leck, holy shit, Alter, jetzt haben wir es verstanden. Das sind benötigt Stufe 50 Items, die haben, oh, leckern die dermaßen Verstärker. Oh, leckern die, okay. Oh, leck jetzt, oh, leck. Wir haben den ganzen scheiß Legendary Build Scheiß verkauft. Oh mein Gott. Okay, jetzt weiß ich, wo der Progress herkommt. Irgendwo ein heilige Schuhe klingen. Ich weiß schon, das hat irgendein bisschen mir wurscht. Da droppen noch mehr. Scheint mir nicht selten zu sein, dass das
sicherheitshalber erst einmal, wenn der 3 sich eine Symbole droht, lassen wir uns lieber mal nicht haben. I need more time. Oh, ganz schlecht. Nein, das ist bloß ein 4. Nicht so schlimm. Aber es wäre ganz geil, wenn wir jetzt den Typen da mal hauen und nicht irgendeinen Trottel irgendwo am Arsch der Welt. Jetzt will es da schon wieder deren. Nicht vieren lassen. Vieren Loathing in Sanctuario. I need more time. Oh. Okay, heilen wir die Skelly Boys. Ja, stimmt, bist du ja Pro-Gamer. Ja, stimmt, ja. Wenigstens merkst du. Jetzt den Ball zusammenziehen, eine Stunnen, 4 buffen und los geht's. Oh, wir haben Paragon-Punkt gekriegt, den lösen wir natürlich auch gleich ein. Jetzt geht der Grind los. Oh mein Gott, bin ich schon hooked da. Jetzt können wir unseren kompletten und alle unsere Items können wir austauschen. Oleg. Oleg. Ja gut, haben wir was zum tun, was darf man sonst tun? Oh, Shit-Button. Shit-Button, wo bringen sie zusammen? Shit-Button, ey! So, Paragon-Punkt. Oh, wir haben gleich 5% Damage. Nehmen wir mit, easy, leichter wird's nicht. Neuer Paragon-Punkt. Kein, gerade gesehen. Sorry, zu spät gelesen. Ob wir die 5% Schaden natürlich da jetzt mehr, glaube ich nicht. Aber wenn wir zur ersten Glyphe kommen, dann könnte einiges los sein. Shit-Button. Die scheiß Explodierviecher. Das sind die allerschlimmsten. Müssen wir alle töten, gell? So, jetzt zwei scheiß Zigeuner, geht's mal mit da. Gehst du mal mit da. Oh shit. Wenn der Shit-Button nicht ready ist bei der Explodierviecher, schlecht. Ah, schaut richtig stabil aus. I need more time. Alter, 3 Elite auf einem Haufen, möchtest du mich komplett verarschen. Skelly Boy. Golem reinhauen. Oh, wir müssen mal Shit-Button durch. Andere Seite, Skelly Boys beschwören. Mehr Skelly Boys! Oh. Ich glaube, die haben einen Golem geschlagen, will man nicht sehen. Die explodieren alle. Alle meine Skelette sind da! Ah! Gib Skelette! Ah, nicht sterben! Shit-Button! Jetzt ist da nur... Alter, jetzt geht's aber ganz anders, ne? Nur ein Elite-Set da. Gib mehr Elite. Draufhauen, Golem. Immer draufhauen. Jetzt ist aber... steht da der Bär. So, Zeit wird's. Holy shit, Mann. Okay. Heißt das jetzt auch, wir brauchen bloß noch die geheiligten Gegenstände mitnehmen, sehe ich das richtig? Wieder ein Boss. Boah, leck. Welcome to the game, Friends of the Sun. Erstes richtiges Unique Drop 15:36 Uhr. Jetzt ist GZ. Was? So eins habe ich übersehen. Kiste übersehen? Wo? Kiste, wo? Ist wurscht. Finden wir noch mehrere Kisten. Finden wir noch mehrere Kisten, Kinder. Da ist eine Kiste. Nehmen wir halt die. Dann nehmen wir halt die.
explodiert jetzt. Da kann mich mal. Das ist doch noch einer. Ne? Nein, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, wir fangen mal, wie gesagt, jetzt fängt das eigentliche Spiel an. Wir haben jetzt wieder bei 0, wenn man so will. Aber halt mit dem vollen Playstyle. Und wer weiß, was da jetzt rauskommt, was da für Items droppen, keine Ahnung. Aber die erste Waffe, die ich da schon sehe, die geheiligte mit plus 250 DPS. Oder what the fuck eigentlich? Und wir machen jetzt schon so viel Schaden, dass es eine totale Frechheit ist. Da ist Schmelzing Time. Aber gut, man darf nicht vergessen, mit jeder Paragon-Stufen wachsen wahrscheinlich die Viecher wieder. Und machen mehr Damage und so weiter. Also da haben wir einen gewaltigen Vorsprung, aber der ist auch irgendwann wieder dahin. Wie viele Viecher muss man jetzt da noch killen? Oh, das geht die alles auch, Mann. Gib Leiche. Gib Leiche. Wo Leiche? Die hauen schon wieder da hinten irgendwo umeinander. Vollidioten. Da drauf hauen. Was kommt jetzt da wieder raus? Ja, explodieren natürlich wieder. Jetzt fein halt nur 11. Wo wären jetzt diese 11 Arschlöcher umeinander? Was ist das jetzt wieder? Oh, absolute Todesschlägerei. Schlägerei! So. Soll ich meine Viecher regeln, bis die Großen kommen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh Gott, kein Shit-Button ready. Ich hab keinen Shit-Button. Oh, Shit-Button, ey. Oh, jetzt werden sie aber viel. Oh, ich bin da gestanden. Oh, Shit-Button. Stellen wir uns mal wieder ein wenig außerhalb hier. I need more time. Oh, da drin. So, oh, jetzt hat alle meine Viecher zerrissen. Bist du behindert? Jetzt weg von mir! Jetzt weg von mir! Oh shit, Button! I need more time. Absolute Todesschläge. Schaut am Anfang Sushi einfach. Ja, Skelly Boys beschwören. Skelly Boys beschwören! Oh Gott! Ich kann gar nicht Heiltränke mehr. Du hab schon. Und da geht's zu mit dem Affenstall. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe bloß noch irgendeinen Bart zum Anfliegen. Wollen wir die Skelly Boys? Skelly Boys sind wieder da. Gib dem Zucker. Komm her, ist dann. Ja! Ja! Leck mir am Arsch, Alter! Keule, Topaz, gib mir die Keule. Obolusse. My burden is Ja, wir haben voll. Bruder, wir sind wir voll. Jetzt glauben wir bloß noch die Heiligdinger zusammen. Da fällt mir auf, da gibt es keine Leiste mehr wie getötete Gegner. Das stimmt. Ja, du meinst so Killstreaks. Wir haben nur 11 Gegner zum Killen. Wo werden denn die sein? Lass mich raten, irgendwo ganz am Anfang, oder? Na, vielleicht da herum. Langer Dungeon, leck mir Mosch. Und beim nächsten Mal passen wir auf, wie viel ein Dungeon, wie viel XP bringt. Wir haben wieder keinen Trank, nichts gesucht. Hat mich wieder keiner dran erinnert. Wir sehen. Aber wenn wir den Dungeon machen für einen BAM, wo der BAM-Bonus auch drauf ist, was eskaliert's noch immer gleich so krass, so? I need more time. Wo kommen die Viecher alle her? Da tut ja nicht. Mir Viecher und mir gut. Was soll ich machen? Wenn wir da Shit-Button, dann fällt sie nichts.
Skelly Boys ein wenig waffen. Eine starten ins Vieh und dann Hosen. Ach, das war doch... Nein, sterb! Oh, leck, du Mistviech, du angeschissenes. My bags are full. Ach, das war der Dungeon. Hab ich da jetzt irgendwas Tolles gekriegt? Müsste da nicht eigentlich so ein Albtraum-Sigil umeinander liegen? Also so ein Key für... Hat das nicht geheißen? Ich sehe keinen. Nur mit du ist gerade nicht, dass wir was übersehen haben. So, Kinder. Unsterbliches Antlitz, heiliger Kopfschutz, ist ein Knochensperr-Scheiß. Schau mir hin, wie viel mehr Rüstung der hat. 200. Er gibt... So super gut ist er gar nicht. Knochensperr hinterlässt auf seinem Weg Echos, die explodieren und 517 Schaden verursachen. Wow, leck. Es gibt wirklich ein paar richtig geile Traits für einen Knochensperr. Das kann man mit Sicherheit... Also so einen typischen Knochenbild gibt es 100%. Ja. Da müssen wir uns aufheben. Jetzt müssen wir einen extra Stash kaufen müssen wir Legendaries wieder zurück tun, wieder durcheinander bringen. Machen wir auf die linke Seite die, wo wir brauchen, auf die rechte die, wo Scrap ist. Und ja, jetzt haben wir einiges zu tun. Gehen wir mal zurück in die Hauptstadt. Was 10 Dungeons und ein World Boss heute bisher gefarmt ist, gleich ein Legend Drop. Ja, wenn sie dieses nicht fällt, da haben sie zwei gespielt. Da ist im Hintergrund natürlich ein Timer. Gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Bei mir schwappt es die ganze Zeit. Das ist der Streamer-Bonus. Was soll ich machen? So, mir verkauft man. Da haben wir ein wenig Gulden, sortieren, wunderschön. So, es gibt sogar Heilig. Wo ist denn der Unterschied? Was sagt uns der Punkt heilig? Er ist Level 50. Verstehe ich das richtig? Weil das ist ein Level 45 Heim. Und die Geheiligten, so wie es mir schon sind, alle 50er. Haben aber trotzdem bloß 3 Affixe. Was ist denn der Wert? 94.000 Gold, Alter. Entschuldigung, der Kopf ist für uns absoluter Schrott, aber das ist das erste Heilig-Item, das erste Unique-Item, also das Next Level Legendary. Ja. Heilige haben bessere Stats. Ja, sie haben einfach hergerollt, nehme ich mal an. Und möglicherweise ist der Loot-Table vielleicht anders. Also vielleicht gibt es generell andere Affixe und sie sind hergerollt. Die Höllenflut ist in mehreren Gebieten aufgestiegen. Ja, dann werden wir, was weiß ich was ich machen soll. Verkaufen können wir sowieso nicht brauchen. Die blaue Scheiße verkauft man jetzt nicht auch, weil es wurscht ist. Ich sag das, was es ist. Die normalen Gelben brauchen wir gar nicht mehr aufklappen. Sonst ist da noch 2 Meter jetzt mal das Inventar voll. Da kriegst du einen Vogel. Die brauchen wir gar nicht mehr anschauen. Einhandwaffen. Ein 50er. 64 mehr DPS. 16 mehr DPS. Wo ist denn die heilige Einhandwaffe? Der hat 253 DPS mehr. Kim, halt doch dein Maul. Warte mal. Wenn wir die anlegen, jetzt haben wir 1200 Attack Power. Ja, fast 1500. Das ist total lächerlich. Okay. Gut. Schadensreduktion, erhaltene Heilung, Ausweichscheiß. Können wir nicht brauchen. Kostenreduktion für Essenz können wir nicht brauchen. Bewegungsgeschwindigkeit und Dornen können wir auch nicht brauchen. Können wir nicht brauchen. Da ist mir zwingend DPS drauf. Das ist ein Witz mit auf der anderen Plus. Wo kommt denn das her? Hat das einfach nativ 754 Damage per Second, das Ding. Schaden über Zeit, Schaden gegen Gegner in der Nähe, Schaden ultimativ. Gut, die Affixe sind scheiße, die drauf sind, aber das ist mir scheißegal. Der Base Damage, der ist ja Irrsinn. Brauchen wir gar nicht mehr anschauen, die anderen. Well struck. Zweihand. Ein bisschen nicht auf. Findet man heilig, sag ich dir, wie es ist. Und es gehört sowieso überlegt, ob man einen Schädel nimmt. Verkauf den Kack. Keep them sharp. Wie viel Gold haben wir? 600.000. Wir kaufen uns jetzt einen nice Stash. Da kommen die geheiligten Dinger rein. Und so. So. Das ist das Zeug, das man mir, die Legendary Sachen, die wir mir brauchen können, die werfen wir jetzt auf die linke Seite. So machen wir es. Und die Heiligteile, die wir brauchen, kommen auf die rechten Seiten. Das ganze Ding nehmen wir, Hashtag Nice. Und machen wir
Machen wir gelb. Bestätigen. Schließen. So. Und da ist der ganze Crap drin. So, das brauchen wir gar nicht sortieren, Alter, weil du sowieso einen Schlaganfall kriegst. Weg mit dem ganzen Mist. So, da ist ein Unique. Und da ist ein Unique. Das ist sogar Holy, das Unique. Okay. So, dann Steine eingeschissen. Haben wir mittlerweile auch alle großen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die Waffen noch zurecht und dann tauschen wir die Waffen aus. Scheißegal, was die für Stats drauf hat. Das ist ja völlig gestört. Und kosten mehr zum Upgraden und Legi-Effekt aufhauen. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist jetzt auch was mich interessiert. Was das Umrollen kostet. Werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Zack. Ach komm. Vergessene Seelen. Wo kriegt man das her? Lässt sich während der Höllenflut finden. Wird verwendet, um heilige und Angegenstände. Höllenflut. Ab zur Höllenflut. Gut, dann können wir es noch nicht umrollen. Das ist mir jetzt nicht wurscht. Legen wir das Ding da rein. Da verlieren wir einen Legendary-Effekt, glaube ich. Nämlich 24% mehr Schaden, solange wir eine Barriere haben. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang, wenn wir das Ding nicht haben. Aber einen Stor, der haben wir natürlich schon ein. Das kostet nichts. Birger, gibt's alle Streams zum Nachschauen? Grüße aus Griechenland. Jawohl, gibt's. Wie immer da, wo es immer zu finden sein. Bei mir im Kanal, in einer extra Playlist und in der vergangenen Zock-Playlist. Schauen wir nochmal an, was das in der Waffe kann. Kritischer Treffbarschaden. In der Waffe vor allem. Kritischer Trefferschaden bei Gegnern, die Kontrollverlust. Überwältigungsschaden, ultimative Fähigkeiten, Schaden für Basisfertigkeiten und Schaden über Zeit. Ja, da nehmen wir den Grenner in die Waffe hinein. Und gut ist, das ist kupft wie gesprungen, das macht jetzt das Kraut nicht so fett. So, was sind diese Höllendinger? Ah, das schaut nach Höllendinger aus. Was passiert jetzt da? Die Höllenflut steigt. Endet in 5... Okay. Das heißt, wir müssen jetzt durch dieses Gebiet da reisen. Und schauen wir einfach mal. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Eine damit. Wenn man da diese komischen Seelen findet zum Upgraden, dann wissen wir, was wir zum Tor haben, wenn die scheiß Höllenflut dahersteuert. Aber wir müssen da erstmal nicht beim Schmerzen. Die Höllenflut steigt. Sprecht mit Verdammnisverkünder Pira. Na gut. Dann müssen wir wohl oder übel nochmal zurück. Ich glaube, es ist Zeit für einen Kaffee. Kaffee schon wieder. Fix. Jetzt schauen wir uns die Höllenflut an und dann ist mal wieder Zeit für ein Kippen. Dann ist es schon wieder 4. Kruzifix. Alter, Diablo und Uhrzeit haben einfach zwei Sachen, wo ich sage, leck mir am Arsch. Trank in Goschen. Guter Punkt. Kann man eigentlich permanent drin haben. So, schauen wir mal die Höllenflut. Can you feel it, Wanderer? Ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Ab der Schwierigkeitsstufe Albtraum steigt in den Gebieten Sanctuaries regelmäßig die Höllenflut auf. Sammelt anormale Glut, okay, um sie gegen gequälte Geschenke, Truhen oder einen bestimmten Ausrüstungsplatz einzutauschen. Begegt euch zu diesen Kartenmarkierungen, um gequälte Geschenke zu finden. Ah, okay, also man sammelt diese Shards und dann geht man zu den Kisten, kommt auf und dann kommt Zeug aus. Okay. Werden wir uns so schauen. Wo gehen wir? Wir gehen da. Und los. Bitte sag mir jetzt aber nicht, dass das ein PvP-Gebiet ist, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Hat doch kein Mensch Bock dazu. Dann gehen wir einfach mal da oben. Ist jetzt die Höllenflut schon da? Oder kommt die in 55 Minuten? Naja, wir werden sehen. Muss ich da dann einfach Viecher zusammendreschen oder... Dann wären wir noch nicht einmal im Gebiet. Ja, geht's auf Zeiten, ich muss in den Höllenschlund hinein. Oh ne. Schau nie wieder hin, Kruzifix. Haben das Viertel verbessert? War das sonst nicht so schnell, oder? Höllenflut, okay, da haben diese Geschenke und jetzt müssen wir einfach Viecher zusammen, oder? Ja! Einfach zerpimmeln! Dollar China wird's nicht. So, wie viel brauche ich noch? Benötigt 125. Gekletterte Geschenk der leichten Waffe. Oh! Okay. Da kann man sogar noch auswählen, was man haben will. Ja, Pimmel rein ins Viech, oder was soll ich jetzt da sagen dazu? Also Fuchsen. Hey, Fuchsen. I need more time. Nicht davonlaufen.
Okay, oh shit, Button. Oh, wir haben auch Skelly Boys. Wir müssen mal hier sagen, dass wir die Skelly Boys brauchen. Jetzt, What is this? was ist das? Versiegelte Truhe des Ochsenstamms. Was weiß ich, was das ist? Mir wurscht. Wahrscheinlich die versiegelte Truhe des Ochsenstamms. Who knows? Glorreisamen. Ja, geil. Nice. So, Mama. Oh, shit. Oh, Skelly Boys. Oh, da ist auch irgendein Legendary Ding. Oder da geht der Punk ab! Jetzt haben wir uns ein wenig einzwickt, ne? Wurscht, machen wir noch Shit-Button, ne? Ja. Und instant fühlt sich's Endgame ganz nett an. Geht man da rein? Was ist denn das da? Findet die Ritualisten. Okay. Das ist wahrscheinlich Ausland laufen. Oh, oh, meine Skelette verrecken gerade, das ist aber ganz schlecht. Skelly Boys hier. I need more time. Die verrecken wir fliegen. Was ist das? Okay, bye. Mir wieder auf, Entschuldigung. Okay. 5000 Sachen, die wir alle. Die Mann, aber der Fleck da, der explodiert gleich. Gequältes Geschenk. Man braucht schon ein paar von den Dingen. So ist es nicht. Das dauert schon eine Zeit. Hoffentlich ist in den Kisten dann auch was Brauchbares drin und nicht nur Scheißdreck. Das war jetzt natürlich. Na, Shit-Button! Und hier stehen 5 Explodierviecher drin und hab keinen Shit-Button. Hier, du. So, er müsste man befreien da. Der Gorgonzola, irgendwas die. An das diese Schamanenvieh, ne? It is done. Quest abgeschlossen. Ich weiß nicht, was für Quest das wir abgeschlossen haben, aber irgendeine Quest haben wir abgeschlossen. Oh, Glut nehmen wir natürlich mit. Michaela sagt grüß euch, sag ich grüß dich, Michaela. Noch Shit-Button, um zu schauen, was da überhaupt passiert. Bleibt die Skelly Boys und dann schmilzt mein Freund. Das ist ein normaler Elite, ja. Aber mit jeder Menge Schaden. Fuck off. Easy. Kistige Kiste. So, was braucht was außer oder bloß Scheißdreck? Ich sag das ganz ehrlich, die normaler geben. Au! Was ist denn das jetzt für ein Scheiß da? Halt ab mit deinem Glutscheiß vom Himmel! Du Penner! Oder einfach meine Skelette. Renkt der Scheiß jetzt da die ganze Zeit? Im Ernst jetzt? Sterben da meine Skelette drin? Egal, breiten wir einfach davor. Oh, da gibt's was. Oh, bei Leichen erzeugen da. Skelly Boys wieder aufstehen lassen. Paragon-Punkt haben wir. Disgusting. Was fällt da so aus? Auch nur Scheißdreck. Nehmen wir es einmal mit. Irgendwas wollt ihr jetzt. Paragon-Punkt. Erster gelber Paragon-Punkt, Kinder. So. 10% mehr Schaden, 4% Max Life. Einen Bonus kriegen wir leider noch nicht, weil uns 16 Willenskraft abgeht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sag ich, wie es ist.
werden wir schon irgendein Drum finden, wo noch ein bisschen Willenskraft drauf ist. Vielleicht können wir auch irgendwas umrollen. Wir werden sehen. Ja, was geht denn da ab? Warum ist denn hier so... I need more time. Der Mann hier ist schon wieder jemand mit Zwingen Schaden unterwegs. Sehe ich das richtig? Da gibt es einen Haufen Glut. Kriegt man was dafür, wenn man Dungeons in dem Glutgebiet macht? Da? Bringt das was? Nö. Was ist das da? Stufe 53. Wir machen jetzt den Stützpunkt da. Da haben wir so viel zum Tun. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Eine ins Viech. Verliert man sein Glut? Wenn die Zeit abläuft? Verliert man sein Glut, wenn die Zeit abläuft? Das war eigentlich ziemlich nice to know. Weiß das jemand, der schon vielleicht ein Stückchen weiter ist? I should be careful. Das müssen wir eigentlich da, die Banditentypen da killen, ne? Und die Stützbalken töten. Ja, da brauche ich wieder 3 Stunden, weil meine 4 nicht draufhauen. Okay, Kim. Nein. Muss der Golem draufhauen. Wird nicht helfen. Kriegen wir schon. Drinnen ein Haufen so weiße Dinge. Was nicht, was uns das bringt. Oh, Elite, den nehmen wir natürlich schon weg. Was ist denn da hinten wieder? Kann man mir jetzt bitte den einen Typen da haben, der wichtig ist und nicht irgendein Arschloch da? Aber was? Vorratswagen der Banditen. I need more time. Muss ich wieder. Ich muss die Gegner hier locker, dass meine Viecher drauf umeinander hauen. Ja, okay, jetzt gehen wir mit da rein. Da steht der Bär, glaube ich. I need more time. Oh, da haben lauter Elite-Viecher in die Käfige drin. Lagerschlüssel. Ich weiß nicht, was wir da tun müssen. Ich glaube, es bringt alles Progress. Einfach alles zusammendreschen, was da ist. Haben wir so noch nicht? Oh, da ist Elite Bert. Ich stehe irgendwo im totalen Scheißdreck drin. In wie viel Gift kann man drin stehen bleiben, bevor man stirbt? Ja. Da. Yes, Sir. Aber droppt Stufe 42. Na ja, gut. Haben wir schon gehabt. Den Money haben wir schon gehabt. So, jetzt gehen wir da 4. Oh ja, das ist gut. Sauber, das Klump zusammenwichsen. I'm not ready yet. Was? Das scheiß Blindmoerei. So ein nerviger Müll. Was ist da herum los? Auch noch keiner richtig aufs Maul gehauen. Haben wir es jetzt berührt. Tötet die Leutnants des Hauptmanns. Wo haben die? Ah ja. Wenn wir da oben. Haben wir da Reitnerin. Tatsache. Bin begeistert, Kinder. Loch da. Das du nicht. Oh, halt, stopp. Da nehmen wir unsere Pferdefähigkeit her. Dann. Absolute Zerpümmelung, Kinder. Sehr schön. Wenn wir da jetzt da. Banditen. Da ist er. Nein. Oh mei, oh mei. Du Larry Hosen, du Larry. Und dann müssen wir da um. Ja, ich bin hooked as fuck, Alter. Mal schauen, wie lange das bockt, aber ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie lang. Was ist jetzt da? Ist jetzt da der Boss da drin, oder? Ja, kommen wir raus da.
Je mehr Gegner da sind, desto leichter tue ich mich mit dir. Was ist mit dir? Kommst du so raus oder muss ich dich rausholen? Oh, Shitbutton. Ah ja, ist schon da. Okay, so jetzt haben die Leichen. Easy. Fallback! Dann müssen wir da in dem gelben Bereich noch was da. Oh, gibt es jetzt da die ultimative Todesschlägerei? Achso, bist. Ja, ich schneide jetzt deine kasigen Sorgbaum ab, du hässlicher Hund. Okay. Los geht's. Man kann auch Shitbutton eingeschissen, der schaut mir nicht. Und wir reinstannen, aus dem roten Scheiß rausgehen, Skelly Boys buffen und rein ins Vieh. Und stirbt. Oh. Welch nette Darbietung. Eine Legendary Sense. Dankeschön. Auch mal das schreit das. So, und jetzt glaube ich, warte mal, was haben wir gekriegt? Das da. Es besteht eine Chance von 8%, dass Gegner 2 Sekunden lang betäubt werden, wenn sie euch treffen. Minus 250 DPS. Oh, das Model, das Battle, das hat es in Diablo 3 schon gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. So, und jetzt können wir den Stützpunkt da freischalten an der Glocke. Und dann glaube ich, kriegen wir, ja, jetzt lädt es einmal rein, glaube ich. Gibt da Ansehen. Oh, 100 Ansehen für Trockensteppe. Gibt es einen Stützpunkt? Ja, Leute, dann wissen wir, was wir als erstes sehen. Und schon haben wir einen schönen Wegpunkt da gekriegt. Das ist das dauerhaft freigestellt. Jetzt können wir uns da direkt einporten beim nächsten Mal. Das ist halt schon ganz geil. So, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, wir müssen da noch ein paar... Müssen wir da oben... Ja, und ein paar Viecher zerpümmeln, damit wir uns... irgendjemand hat geschrieben, man verliert die Glut wieder, gell? Ist auch klar, die Glut geht vielleicht irgendwann wieder aus und du hast nur 40 Minuten Zeit, dass du vielleicht auch so eine Kisten holst. Das probieren wir jetzt einmal aus. So, los geht's. Viecherzerpümmelung. Da regnet übrigens auch Blut vom Himmel. Sehr schön. Ich liebe es. Oh, da ist ein Event. Mehr Glut. Und ab 100 aufwärts fangen wir dann einmal an zum Schauen. Zum Schauen, was da so los ist. Da ist ein Event. Oh, da geht's gut. Kelly Boys, eine mit euch. Was ist da für ein Event? Da ist ein Event. Hoffentlich droppen die auch den Albtraum-Scheiß. Das war toll. Oder es kommen am Schluss mehr als einer raus. Oh, sie droppen die Glut, ja. Was müssen wir da? Sprecht mit dem Überlebenden. Wo ist der Überlebende? Der glaube ich liegt unter dem Korn drin, oder? Ja. Be careful! Ich glaube, ich bin nicht der careful sein muss. Ja, wir kippen da nicht. Ach, der lässt die. Ist da hinten wieder der Grippe, der alle aufgelost, oder? Kommen Sie. Habe ich genug Stuff for everybody. Nächste Elite. Time to die, bitch. Time to die. Oh, nee, ich mag nicht sterben. Bitte, ich will nicht sterben. Ah, oh, Shit-Button. Ja, für was haben wir denn? Skelly Boys aufstehen lassen. Ja, Leute, ich arbeite ganz einfach. Auf die Typen da aufpasst. Fucking nochmal zu dem scheiß Affenstall. Das droppt volle Kanone das Zeug. Oh shit, da hinten steht da der Wichser. So, können wir den jetzt weg da, das war super. Dankeschön.
time. Haben wir es geschafft? Außer mit dem Schumm fallen jetzt da fallen auch Glutstickerl aus. Ja, kriegen wir schon ein bisschen was zusammen, es geht schon. Aber wir brauchen die heiligen Dinge, ich sag das was ist, ich glaube jetzt eine Zeit lang einmal die gelben Items nicht mehr zusammen. I need more Und time. wegen 30 Gold laufen wir schon gleich gar nicht umeinander. Ja, gehen wir mal da runter, ob da irgendwas ist. Der Gaudi wird das Symbol da auch nicht unten sein. I'm not ready yet. Nee, in der ganzen Dingen da Viecher umeinander. I need more time. Du kannst einfach durchwursteln bis der Kotze aufgekommen. Einfach rein ins Viech. Wieder mal ein bisschen einsammeln gehen. Waffen uns in die Viecher. Und wieder aufwärts, fertig. Die Freier ist wieder da. Grüß Gott. Was hat so eine Kiste gekostet an Glut? Das schauen wir gleich nach, wenn wir über 100, also über 100 auf alle Fälle. So schön auf dem Haufen stehen, muss ich euch leider verprügeln. Sie alle so schön. Oh, jetzt kommt wieder der scheiß Glut. Scheiß Glutring. Der Glutring ist vielleicht ganz schön mies, gell? Der macht ja ohne Ende Damage. Was ist mit dem? I need more time. Das hat jetzt einmal mein Golem gekillt. Und die Hälfte von meinen Skelly Boys. Oh, Mr. Bestienmann. Ja, gehen wir weg da. Also das kommt offensichtlich immer wieder mal. Also alle, weiß ich nicht, wahrscheinlich vielleicht alle 5 Minuten oder so haut einmal die Glutdinger runter. Das ist so gesehen als Single-Target nicht schlimmer als Barb oder so. Aber wenn du der halber dem Monitor bist, der Schaden kriegen kann. I'm not ready. Oh, yet. da haben wir sogar nur eine Baumaufgabe. Zauberhaft. Auch schön gemacht. Kannst sagen, was du magst. Du kannst super effizient spielen, du kannst aber auch an jeden Scheißdreck einzeln machen. Sehr schön mitgedacht, Herr Blizzard. Hey, so nicht, Freunde. Freunde. Wenn man da jetzt wieder macht. Hey, mach das Amulett. Ich will sagen, wo ich hinprügeln soll. Alles wird zerpimmelt. I'm not ready yet. Oh, da haben wir nur einen ganz großen. Oh, mir noch Shit-Button, weil ich nicht weiß, was er tut. Na, hätten wir unseren Shit-Button einmal aufgehoben. Gut, waren wir One-Hit. Was sollen wir machen? Plus 1. So, wo waren wir? Wo waren wir? Gehen wir. Ah, stopp. Müssen wir unten rundum oder was? Na, geht da oben rum. Gehen wir oben rum. Nein, müssen wir unten rum. Und drum. Die haben das Pferdl anders gemacht, oder? So schnell ist doch das Feuer nicht gelaufen. Blüten auf den Schund. Was mit euch ist, weiß ich nicht. Möchtet ihr sterben? Ich brauche Leichen. Und wenn die Scary Boys wieder da sind. Und bis die wieder da sind. Ist es ein wenig nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man stirbt. Und wir da unten um. Da haben wir gewinnen, oder? I need more time. Ja, Schaden machen uns voll schön, ne? Oh, wir haben einen Paragon-Punkt schon wieder. Skelly Boys alle wieder da, jawohl. Das ist das Arschloch wieder. Aber dieses Mal, mein Freund, lassen wir uns nicht erschlagen von dir, gell? Ja, schön. Da müssen wir immer noch da rauf, weil ich immer noch wissen möchte, was das ist. Das Symbol auf der Karte, das Schwert. Oh, kurzes Rubberbanding. Es ist ja... Das ist ja eine Stadt da. Das, I cannot do that here. das ist eine Lilith-Statue. Und dann einfach Viecher, die haben da reingepackt, weil sie nirgendwo mehr hinkennen. Gratuliere. Und wie kommt man jetzt da hin?
Kommt man da durch die... Not while I'm in town. Was ist das? Kann man ja nicht durchgehen, oder? Nö. Herr Bauer, mehr ist wieder ein Zwickel. Du hast jetzt 40 Höllenglut weniger. Oh, weil wir gestorben sind. Okay. Okay. Ja, gut. Gehört dazu. I cannot do that here. Hast du schön beobachtet. Das war mir jetzt wieder nicht aufgefallen. Ich hätte mich wahrscheinlich in 10 Minuten gewundert. So, hä? Wieso? Ich hab doch vorher schon viel mehr gehabt. Keine Ahnung. Paragon-Punkt. 2% Leben, 2% Leben. Das Kopf wird gesprungen, wenn wir es machen, gehen wir oben auf. So, nicht sterben nochmal. Vielleicht haben wir das nicht mitten auf dem Schlachtfeld. Shit-Button. Die Fetten da hauen wir ganz schön zu, gell? So ist es nicht. Wie groß ist denn das Gebiet noch? Ja, reden wir halt einfach irgendwo an, was weiß nicht. Ja, wir brauchen mal schnell noch Shit-Button. Nur nicht so weit reingehen. Vielleicht ist einfach reingehen gar keine so eine unfassbar gute Idee. Wir haben gerade wieder ein heiliges Schwert I gefunden. need more time. Die trägerten Scheißviecher, die den ganzen Tag davor laufen. Da kriege ich über einen Kotzanfall. I'm not ready yet. Hat's die schon, Mistsau. Oh, und Zuggas. Los geht's. Einen sammeln, 2 noch. Wohl, haben wir für den Baum auch was erledigt. Brauchen wir noch 3 Punkte. Dann haben wir einen Baum ready. Und ansonsten, auf geht's, 4 zu pümmeln. Warte, meine Viecher schon wieder. Könnt ihr bitte zuhauen, das war ganz nett. Hier steht schon wieder drin. I need Glut. more time. Immer. Jetzt müssen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen Ausschau halten, wo... Hoppala, da wollte ich nicht klicken, aber ist wurscht. Auf der Map ist markiert, wo... Plädierter Diamant. Oh, das wird eigentlich nicht. Tun wir schnell ein Stück laufen. Ja. Viecher sind Viecher. Da ist eine Kiste. Jetzt schauen wir gleich mal, was so eine Kiste kostet. Dann holen wir uns das Ding. Und dann schauen wir weiter. I need more time. So, was kann das? Gequältes Geschenk der Brustrüstung. Das heißt, da kann ich mir eine Brustrüstung auslassen. Was haben wir da sonst noch so? Sagt man das auf der Map? Geschenk des Schutzes, Geschenk des Schutzes, Geschenk des Schutzes, Geschenk des Schmucks. Okay, also gibt's Rüstung, Waffen wahrscheinlich und Schmuck. Aber du musst hingehen, um genau zu sehen, was ist. Kann dann Brustrüstung sein oder sonst irgendwas? Okay. Gehen wir mal zur nächsten da oben. Reiti und studieren. Was denn jetzt bringt halt auch durch die kleinen Mobpacks da zusammen zum Dreschen. I need more Weißt du halt, time. was kriegst du dafür auch noch? Nicht bloß XP, sondern allgemein noch was. Da rundum. Wir reiten wir einfach über den Haufen. Was haben wir da? Geschenkter Stiefel. Gorsten explodieren einfach schon immer am schönsten. I need more time. Gorsten und Fette explodieren einfach immer schon am schönsten. Was waren denn das dann für Kisten, die vorher über 100 gekostet haben?
Haben das dann besondere nicht. Vielleicht haben das die mit Schmuck. Der Schmuckscheiß ist normalerweise immer gern da. So, nochmal, was haben wir da gehabt? Geschenkter Stiefel. Was haben wir da? Gehen wir mit da mal. Haben wir Legendary drin gehabt in der Kiste? Ja, ich gehe schwer davon aus, dass es mindestens Legendary Zeit ist. Haben wir schon 113. Weiter. Brustrüstung A75. Irgendwann haben wir Schmuck gehabt. Geschenk des Schmucks, genau. Jetzt gehen wir mal zum Schmuck runter und der kostet mit Sicherheit über 100. Da bin ich mir fast sicher. Weißt du was? Bin ich einen Haufen. Einfach weil wir es kennen. Zauberhaft wunderschön. Genau. Und Amulette kosten 125. Was hat dann da oben, aber da oben hat es da was gegeben, was viel mehr kostet. Aber haben wir dann nicht 135 gehabt? Haben wir da noch Schutz. Da unten haben wir noch die ungezähmten Hänge. Weißt du was? Und da gehen wir runter. Das machen wir. Und die Nebenquest da unten, die machen wir auch gleich. Nein. I'm not ready yet. Ihr mit einer Scheißbike! Halt, ihr Trottel! Du hast ja dort schon gewusst, warum sie da hinbauen. Ganz gut. I need more time. Jetzt ein paar Scary Boys gestorben. Hab ich genau gesehen. Da feilt sie mal überhaupt nichts. Wir sind mal richtig stark. Was ist mit dir? So, Muss man immer da tun müssen, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich Viecher zerpimmeln. Such das Erbstück von irgendeinem Onkel. Ist recht. Erbstück von einem Onkel. Geht das überhaupt? Da blitzt was. Ah ja. the ring once belongs to my aunt. A gift from my uncle. But Ja, macht schon Spaß. Braucht man nicht diskutieren. Macht schon Laune. Jetzt haben wir halt in dem Stadium, da wo man dann vielleicht einmal ein wenig halt da sitzt und nicht so viel schmerzt, weil einfach nur Peng. Kann schon passieren. Das ist jetzt ein dummes Gefahr mehr, aber es macht Spaß, weil wir ganz furchtbar viel Progress nochmal vor uns haben. Das Teure war vorhin eine leichte Waffe. Oh, ja, stimmt. Stimmt. Kann man eigentlich auch eine luren. I'm not ready yet. Oder holen wir uns 2 Rüstungsteile und schauen wir mal, was so droppt. Keine Ahnung. Was kommt jetzt da her? Also. Ja, damit hätte ich gedacht, dass da ein Vieh rauskommt. Jetzt wird geschmolzen, Freunde der Sonne. Schmelzi mit schmelzt. Alter, die haben Level 55. Ist Absicht, dass die so weit drüber sind? Ein heiliges Amulett. Was bringt ein heiliges Amulett in Blau? Check ich nicht ganz. Gibt es nur eine englische Sprachausgabe? Nein. Kannst du einstellen, wie du willst. Kannst Text Englisch oder Deutsch und unabhängig davon Audio kannst du Deutsch oder Englisch machen. Wie du das möchtest. Oder halt beides, auch Deutsch. oh, thank you. Krieg ich da jetzt was Tolles? Bringt das Matte Amulett zum Yimsuk-Schrein. Wo ist denn der Yimsuk-Schrein? Wo soll denn das sein? Keine Ahnung. Gehen wir mal, holen wir uns einmal das da und das da. Sag ich dir, was ist. Und dann machen wir wieder was anderes, bevor die 23 Minuten ablaufen und die ganze scheiß Glut weg ist oder wir nochmal sterben oder sonst irgendein komischer Mist passiert. Brustrüstung, außer wir haben zwar brutale, aber ich möchte einfach sehen, was außerfällt. Okay, aber eine heilige zumindest, das ist einmal nicht schlecht. Und Elixiere, auch nicht schlecht. Sammeln einen Engelshauch und eine Moment mal, was? Da fallen Teufelsrosen raus? Wir haben Teufelsrosen! Finally! Jetzt wissen wir, wo es die gibt. Also es rentiert sich fett, die Dinger dort zum
fett die Dinger da zum Farmen. Is someone there? Ist someone there? Ja, ich bin da. Muss ich mit denen interagieren oder was mit denen? Noch sterben? Do you require aid? Ja, wenn es da wieder fette Schlägerei gibt und überall die Glut droppt, her damit. help. Los geht's, einfacher wird's nicht. Und dann holen wir uns das da. Dearest wanders these woods alone. Blaues Amulett aufheben für die Nebenquest? Nein. Glaube ich nicht. Wir müssen es ja irgendwo hinbringen. Und Quest-Items sind immer türkis. So, da waren wir. Bis wir dem Typen da immer noch. Lassen wir mal mitkicken. Wir haben da noch einen anderen Spieler mit dabei, offensichtlich. Es geht halt nur noch zu. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass der da noch ein paar Stunden zuschauen bleibt, da halt einfach das Hirn stehen. Kennt ihr ja die Sau mehr aus, oder? Kennt ihr irgendjemand aus und weiß, was passiert? Das hat mich schon interessieren. Vielleicht schaut es uns aus, aber ich weiß tatsächlich halbwegs, was passiert. Ich weiß nicht so ganz, wo wir hin müssen. I'm not ready yet. Ich weiß genau, was passiert. Nix! Es sterben Gegner. Ich glaube schon, in der schwarzen Lucke da drüben sehe ich so wenig. Gladius, nehmen wir mal in jeden Scheißdreck jetzt mit, weil es wurscht ist. Google des Zirkels, Anomalien. Ja, jetzt haben wir wieder 105. Jetzt müssen wir fast noch ein bisschen weitermachen, damit wir noch dritte Kisten aufmachen I'm können. not ready yet. Eine mit die Viecher. Da, her mit der Glut. Wie viel Glut haben wir? 112. Wie viel brauchen wir? Was kostet 150 brauchen wir, oder? Ja. Außer mit den Stiefeln. Oh. Holy Legendary Stiefeln. GZ. Ja, rentiert sich schon. Eigentlich muss denn die Blut, was haben wir da noch? Das Schmucks. Ja, das, so viel kriegen wir nicht mehr zusammen, 18 Minuten. Was haben wir da noch? Das Schutz, jetzt holen wir uns die. Schön. Das Morgen, wenn es ein Scheißdreck vom Himmel ringt. I need more time. Oh, da springen wir gleich rein, wenn es ready ist. Können wir noch Shit warten, weil es gerade schon wieder Glut ringt. Gehen wir gleich mit den Skelly Boys anfangen. So, fix die Elite-Tussi. Was ist der hier Problem? Gehst du mal weg von mir? Die Skelly Boys verloren. Shit-Button, bevor sie es wieder zerreißt. Geh mal weg. Natürlich zerreißt sie heute wieder, das ist ja klar. Das ist ja klar. So, wie viel haben wir? 49. Ein bisschen brauchen wir schon noch. Wie weit gehen wir bei der Affe. So, wo wir so. Alle bitte herkommen. Ach, die hinterlassen keine Leichen, die Mist führen. Oh, da haben wir was Gutes. I need more time. Okay, Verbindungsbuff. Leichter wird's nicht mehr. Den haben wir noch nicht aufgehabt. I'm not ready yet.
kannst du einfach umeinander springen und Viecher platzen einfach so. Viechers, wo, da Viechers. Geilo. Nice one. Haben wir schon wieder fertig. Rein in die Truhe. Machen wir so, machen wir so. Und da wird man wahrscheinlich die meisten anderen Spieler antreffen, nehme ich an. In diesem Endgame. Muss sagen, mich stört's nicht. Bis jetzt habe ich noch nicht den Eindruck, dass man da irgendjemand was wegfarmt. Wohlgemerkt bis jetzt. Nochmal da noch ein bisschen ins Eck, glaube ich. Paragon-Punkt. Breiten wir da mal ein bisschen umeinander und ziehen wir die Viecher zusammen. Und ein Skelettboy ist jetzt da so viel Schaden kriegt. Was wieder cool ist. Oh, da haben wir einen guten. Ach, die haben Schadenswiderstände. Das kleine Symbol heißt, dass sie ein bisschen mehr aushalten. Verstehe. Das haben sie einfach so random irgendwo über die Welt verteilt. Na, ausreiten der wir noch nicht. 78! So, holen wir uns die letzte Kiste. Kistige Kiste. Und dann meine ich, wird's mal wieder. Wird langsam Zeit für Weltstufe 4. Oh, ich glaube, da fällt sehr lang und himmelweit. Die ist empfohlen offensichtlich auf Stufe 70. Wir haben jetzt gerade mal 51 geworden und spielen wir schon wieder den ganzen Nachmittag. Aber wenn wir kein so Glück mehr brauchen, XP geben die Mistviecher trotzdem. Einfach rein. Können wir nichts verkehrt machen. Sag ich dir, wie es ist. Ich glaube, wir haben einen ganz brauchbaren Pilz, sag ich dir, was ist. Solo zumindest. Ob er in der Gruppe so gut funktioniert, kann ich nicht sagen. Gruppen ist ein bisschen Chaos, Gruppen finde ich ist auch ein bisschen imbalanced. Ja, meine Skelette, der Schlamm, die schon alles lang findest. So, außer mit dem Unique. Ja, heiliger Brustschutz. Alles haben wir dabei. So, jetzt passen wir auf. Jetzt gehen wir mal in die Hauptstadt zurück. Diese Blutlockern da, die spawnen sowieso. Glaube ich, viel regelmäßiger, als wir das denken. Gibt's da zu viel. Das schaut aus, als da es einen Waypoint geben, hä? Gibt's da einen Waypoint? Da muss ich jetzt noch schnell auflaufen. Mit Waypoints sammeln ist doch nicht ganz unwichtig. Für später, dass man überall schnell hinkommt und so. Kann man da. Ja, gibt's Loot für die Höhlen. Katze, Abflug. Machen wir so. Brustpanzer vergessen bei der Kiste. Was? Hab ich ihn liegen lassen oder was? Nein. Nein, hab ich schon dabei. Blutholende Knochen, irgendwas, Rüstung. Haben schon. Haben schon mitgebracht. Gibt's da jetzt keinen Waypoint nicht, oder was? Da schaut doch, das schaut doch dermaßen nach Waypoint-Loch aus, da dass es spät ist. Oh gut, dann halt nicht. Wir gehen in die Hauptstadt. Wo ist die Hauptstadt? Kyroshat Blad. Ja, Porten, los. Dann schauen wir uns einmal unser Inventar, was wir da so gekriegt haben. Wo ist der Unterschied bei heilige Legendaries? Wo ist der... ja, was haben wir generell so gekriegt? Können wir da was rauszaubern? Wir schauen mal geldtechnisch aus. 750.000 Gold. Das geht auch langsam dahin. Schauen wir mal. Reinsortieren, los geht's. Wir brauchen die nicht geheiligten gar nicht mehr anschauen. Lass mich acht. Schauen wir mal die heilige Rüstung. Wo ist jetzt da der Unterschied? Die hat jetzt schon 1100. Und die ist auch schon Stufe 51. Mein Gott, die scheiß Items, die leveln ja wieder mit. Boah, das ist ja die unendliche Geschichte, Mann. Ach, Blizzard. Weg. Die normaler gelben Items werden einfach disst. Die schauen nicht mehr an, weil du einen Vogel kriegst. Minus 100, minus 200, irgendwas.
So, nochmal sortieren. Jetzt pass auf. Blutholende Knochenzwiebelrüstung. Maximales Leben für Diener. Stellungserzeugung. Widerstand gegen Blitz. Sehr viel. Schaden der Fertigkeit des Typs Knochen. Können wir nicht brauchen. Aber da wäre drauf, euer Maximum an Skelettkriegern wird um 2 erhöht. Ganz wichtige Ding. Brustrüstung. Widerstand, Gift, Schaden durch entfernte Gegnerschaden. Typ physisch. Können wir nicht brauchen. Weg damit. Zweihandschwert. Weg damit. Eine Legendary Sense. Es gibt eine Chance von 8%, dass 2 Gegner 2 Sekunden lang betäubt werden. Bla bla bla. Absoluter Bullshit. Dissen wir gleich. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Unser alte Legendary Waffen. Das habe ich da drauf zaubert. Das, oh, jetzt fällt mir gerade was auf. Man erkennt optisch, ob man diesen Legendary Trait nochmal runterzaubern kann oder nicht. Oder ob man das selber erstellt hat. Das gecraftete Legendary ist ein bisschen dunkler wie das. 1 Minuten 30, Schatzgoblin mit zu blauen Gebirge. Was? Wegen dem Schatzgoblin komme ich nicht. Jetzt schon wieder, es ist schon wieder World Boss. Darum dissen und betten, dass wir diese Mats da unten rauskriegen. So, Hose. Ist die holy? Nein, ist nicht. Wenn ihr verletzt seid, bla bla bla. 4 Sekunden lang, 14 Schaden nach Töten Elite-Gegner für den Arsch. 2 Ränge für Knochengefängnis für den Arsch. 182 Dornen für den Arsch. 2 Ränge für Leichenexplosion. Und ihr erhaltet 4 Sekunden lang so und so viel Prozent höhere Rüstung. Die ist so viel besser wie unseren ist nicht. Wir verlieren halt ewig viel Wert und Int. Außerdem steht da eingeprägt neben dem Effekt, wenn du es selber gemacht hast. Oh, scheiße, stimmt, ja. Warte mal. Ja, stimmt, eingeprägt. Hast du absolut recht. Und bei den Nativen steht es nicht dabei. Da hast du absolut recht. So. Ist das eine bessere Hosen wie die wir mir haben? Knochengefängnis nehmen wir nicht her, ist useless. Die 14% Schaden nach dem Töten eines Elite-Gegners. Ja, kommt schon vor, dass einmal mittendrin einer verreckt und es sind noch andere Gegner dabei. Da 4 Sekunden lang. Es ist okay. 182 Dornen. Ja, die gehen auf meine Viecher über. Und die 2 Leichenexplosionen. Schauen wir, ob wir es umrollen können. Sag ich dir, was ist. Da ist ein Sockel drin, wir kriegen mehr Lehm. Und ein Legendary Trade für Herne Rüstung, auch wenn bloß für 4 Sekunden. Wenn wir irgendeine Art Schaden gemacht haben. Vielleicht zeigt das auch, wenn unsere Viecher Schaden machen. Dann ist es krass. Weil die rennen sowieso überall umeinander und hauen den ganzen Tag umeinander. So. Und jetzt haben wir die Schuhe da. 21 Stärke für den Arsch. 7,1% Ausweichchance bei entfernten Gegnern. Okay. Heilung durch Blutkugeln, Kostenreduktion durch Essenz. Das sind die schlechtesten Stiefel, die wir seit keine Ahnung wann gekriegt haben. Was haben wir noch? Pest zieht beim Wirken Gegner um das betroffene Gebiet in den verseuchten Bereich. Ist es stärker als unsere Leichenranke? Nein, natürlich nicht. Wir haben ja den Todesbuff mit Crit-Chance auf unserer Leichenranke. Natürlich nicht. Sag ich dir, was ist? Weg mit dem Schund. Brust, Skelettkrieger 2 braucht man. Kannst du auf die Hose den Blizzard machen? Leider eben nicht. Der geht überall hin, aber halt nicht auf die Scheißhose. Das ist ja das Dumme. Dann hätten wir nochmal wirklich einen ordentlichen Boost. Und unsere Waffen haben wir jetzt auch noch keine gescheite gefunden, die verzaubert man jetzt aber nicht. Wir schauen jetzt mal, was das Rollen kostet. Ich sag das jetzt, was ist. Schauen wir mal, was das Rollen kostet. Oh, Waffe können wir nur aufwerten. Scheiß auf aufgewertete Waffen dabei. Das war sicher ein krasser Boost, dass es ganz aus ist. Dass wir unsere Skelette jetzt dazu kriegen, dass die den Blizzard casten. Dazu müssen wir uns irgendeinen anderen Legendary Trait, den ich drauf habe. Ich mag da keinen davon hergeben. Die sind wirklich alle einigermaßen aufeinander abgestimmt und funktionieren wirklich gut. Müssen wir einen doppelt finden, dass man, was weiß ich, von einem Ring, von Handschuhe oder sonst wo runter da können, auf die Hosen drauf zaubern, dann wird der Slot frei, wo wir den Blizzard drauf zaubern können und dann haben wir ihn dabei. Kriegen wir schon noch hin, da befassen wir uns aber jetzt nicht damit, dauert mir zu lang. Da fahren wir lieber noch mehrere Legendaries bis passt. So, was kostet umrollen? Ja, Teufelsrose.
Theoretisch kann man ein paar unserer bereits bestehenden Legendaries umrollen, wo Scheiße drauf ist. Zum Beispiel auf unsere Handschuhe, die eigentlich ziemlich gut sind, bis auf die scheiß Stärke da drauf. Stärke wegrollen. Schaden über Zeit, kritische... Was wir für ein Crit? 7,8% Crit? Ja, Alter, easy, Alter. Bam. Und schon hat es sich rentiert. Was haben wir noch? Ja, die restlichen Rolls da rund mit der Teufelsrose, die heben wir uns auf, wenn wir wirklich Level 50, da zum Beispiel, Legendaries finden, die Level 50 aufwärts sind, also Holy-Teile, die wir brauchen können. Dass wir vielleicht uns was zurechtrollen können. Das war jetzt ein netter Boost, Alter, 7% Crit ist für hart. Hier. Wie viel haben wir jetzt standardmäßig? 17,3. Und mit unserem Trade kriegen wir nochmal 19. Entschuldigung. Kriegen wir nochmal 19 dazu. Ansonsten können wir auf die Schnelle nicht wirklich was tun. Ich hoffe halt auch noch, dass wir so schnell wie es geht eine Offhand finden. So schnell wie es geht. Wenn du überlegst, da haben dann auch nochmal 700 plus DPS drauf anstatt 400. Ja, dann ist Achterbahn. Oh, Paragon-Punkt. Was nehmen? Maximales Leben, 5% Schaden. Maximales Leben. Das ist eigentlich Kupf wie gesprungen, 5% Schaden. Jetzt gehen wir langsam in die Richtung Glyphen. Und eine ist uns da schon gedroppt. Schauen wir mal, was die kann. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir die Glyphe da rein da und die gibt uns für je 5 in Reichweite erworbene Willenskraftpunkte verursacht ihr 2% Schaden, während ihr gestählt seid. Zusätzlich, ihr erhaltet bis zu 10% Schadensreduktion, je mehr Stellung ihr besitzt. Wenn im Umkreis von der Glyphe mindestens 25 Willenskraft drin ist. Nee. Willenskraft brauchen wir sowieso, dass wir die 10% Schaden aus dem gelben Punkt da noch rauskriegen. 16. Aber was wir uns vielleicht irgendwie hier rollen könnten oder was weiß ich. Früher hast du das mit Storner gemacht. Jetzt stehst du da wie ein Vollidiot. Ja! Schauen wir mal, haben wir bei der Welt vielleicht schon was erreicht? Nein, noch nicht ganz. Da machen wir eine Trockensteppe weiter, bis wir einen Fertigkeitspunkt haben. Und wo ist die Trockensteppe? Da ist eigentlich wurscht, wo wir weitermachen, weil wir überall gleichmäßig nicht recht weit sind. Und ja, vielleicht sollten wir da mal genauer schauen. Es gibt auch noch ein paar Totenbeschwörer-Trades in die Dungeons, die wir noch nicht gesehen haben. Stellt eine eure Primärressource wieder her, wenn ihr einen Gegner mit Kontrollverlust erlegt. Basisfertigkeiten halt 15% Attack Speed, da haben wir alles schon mal gesehen, so ein bisschen. Elendsviertel. Ja, es gibt jede verfickte Menge zu tun. Leckt mich am Sack. Blizzard? Muss man euch leider lassen? I'm kinda impressed. Jetzt, wenn wir nur einen Loot-Filter hätten. Sag mir bitte die... Gibt's einen Loot-Filter? Wir haben noch nie nachgeschaut. Blizzard, jetzt könnt's mich wirklich impressen. Gameplay. HUD-Konfiguration. Zentriert. Anzeige der Namen fallen gelassener Gegenstände. Anzeige von Gegenstandsnamen. Art der Fertigkeitseingabe. Alles halten. Aktivierung des Aktionsrads. Modus. Position halten. Farbe der hervorgehobenen Spielers. NSCs, Gegner, Objekte. Hervorhebung des Spielers aktivieren. Na. Gibt's noch nicht, oder? Hätte jetzt mit Sicherheit schon irgendjemand geschrieben. Das ist noch ganz geil im Path of Exile. Da kannst du dir selber zusammen konfigurieren, was du alles anzeigen lassen willst. Ich war jetzt in dem Stadium, da wo ich sage, die normalen gelben oder die normalen weißen und blauen Items, weg damit. Der Bio-31 hat gesagt, wie lange tust du heute noch, Meister? Jetzt ist 3:05, jetzt gehen wir dann erst einmal in die Rauhe. Dann sperren wir noch ein bisschen weiter, dann gehen wir wahrscheinlich um 6 Uhr nochmal Rauhe. Und dann ist um 6 Uhr erstmal Schluss. Dann ist Pause, 2 Stunden lang, um 8 Uhr geht es dann weiter. Und ab dann ist Open End. Kann nach 1 Stunde gar sein, kann nach 5 Stunden gar sein. Kann auch mal sein, dass ich absichtlich ein bisschen früher aufhöre, damit ich mal mit meinen Spätzchen spielen kann. Da war heute zum Beispiel so ein Tag, an einem Sonntagabend. Da ist einfach jeder da, damit ich mal in Ruhe in einem Discord mit jemandem spiele, miteinander fahren, mir ein bisschen unterhalten und so. Ich glaube, das ist in Ordnung, da reißt mir keiner den Kopf ab. Ja, würde ich sagen. Gebe ich noch schnell die... Da haben wir Dings, glaube ich. Nebenquest.
Da hat's mir doch gerade eine Nebenquest angezeigt da herunten, ne? Vielleicht muss man da rundum laufen, ja, maximal weit natürlich. Habe ich da nicht gerade irgendwo eine Nebenquest gehabt zumal? Naja, 5 Millionen Nebenquests. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bringt den Ring und Onkel Rakan, fahren wir uns da hin, gehen wir den noch schnell ab. Skins oder Pferde sind auch weiße Drops. Keine Ahnung, inwieweit das dann ausgeblendet werden würde. Stimmt, aber das kann man halt auch konfigurieren. Einfach weiße Waffen, weiße Rüstungen, weiße bla bla bla. Dass man das halt so detailliert macht. So schwierig kann das nicht sein. One man's junk, isn't it? One Man's Junk. Haben wir mir das jetzt abgeschlossen? Jawohl, haben wir was gekriegt. Jawohl, kleine Kiste. Mit 2 trüben Kristallen. Wow. Amazing. Ja, größter Kritikpunkt immer noch. Ganzes scheiß Inventar ist voll mit fucking Storner. Ganz ehrlich, ich glaube eine ganze Zeit lang gar keine Storner mehr zusammen. Weil wenn's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn du von jedem Stor 10 eckige hast, brauchst du das nicht mehr aufglauben. Hätte ich gerne ein Hackerl, Edelsteine nicht mehr einblenden. Du kriegst die ja jetzt mal wieder zurück und nachher eine Stufen wie die gibt's nicht. Was ich immer noch nicht glaube übrigens. Glaube nicht, dass es jetzt bis Level 100 keine Herrenstorner mehr gibt. Ich glaub's nicht. Der Gordon, hallo, lustiges Hochdeutsch, was du sprichst. Na, das ist das einzig wahre Hochdeutsch. Ich weiß ja nicht, hast du irgendwo Hochdeutsch gelesen oder was denn? So. Kinder, wir gehen jetzt mal schnell an die Rauche. So schaut's aus. Haben wir da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen das Spielchen. Ich verstecke mich kurz da hinter meiner lustigen Figur, gehe schnell an die Raucher. Sie haben nun 2 bis 3 Minuten Zeit, Ihnen ein neues Bierchen zu holen oder sonst irgendwas zum Tor, ins Waschbecken zum Kacken oder sonst was. Ich gehe jetzt schnell an die Raucher. In 2 Minuten bin ich wieder da. Bis dahin läuft unsere heutige Podcast-Folge weiter. Bis gleich. Und ab dem 4, das habe ich ja gerade erst durchgespielt. Super geiles Spiel, Gameplay super awesome, aber es wird halt einfach zu krass. Ja, ich renn da irgendwo in einem Schloss umeinander und kill irgendwelche Kuttentrottel. Wobei das Gemurmel von denen schon teilweise ganz schön gruselig war. Wenn du das nicht sechst und dann hörst du ganz gerade das komische Mönchgemurmel im Hintergrund. Das war auch noch ein bisschen gruselig. Es hat auch ein paar so Schockmomente drin. Ich kenne jetzt das Original nicht, aber sie haben extrem nah dran, meines Wissens. Das ist fast ein 1:1 Das Remake habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das Original erst letzte durchgespielt. Das, ja. Und das ist halt so ein. Ja, die finden irgendwo in einer riesen Grabungsstätte dann diese komischen Fliegerl da oder was es ist. Und dann fliegen da Websen umeinander in einem riesen Websmaß. Das ist zu viel einfach. Ja, das ist zu viel. Das ist over the top. Und beim Gameplay merkst du da, in welche Richtung das geht. Also vom Gameplay her weg von dem Horror-Survival hin zu dem Action-Lastigen. Er kann kein Tier mehr normal aufmachen, sondern nur mit Dropkicks. Er springt aus dem 3. Stock mit einem 3-fachen Rückwärtssalto raus. Warum? Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass wir Resident Evil 1 bis 3 mehr oder weniger reinrassige, durchgehende Horrorspiele und dann machen wir einen 4. und sagen wir, okay, wir machen das alles gruselig und gruseliges Ambiente und gruseliges Flair und das passt alles. Aber wenn wir die aufmachen, machen wir einen Dropkick. Geile Idee, geile Idee. Der allergeilste Move ist ja, du kannst dir deine Gegner staggern und dann kannst du es finishen. Und wenn du hinten hingehst, kannst du ihm einen Back-Suplex geben. Das ist halt so geil. Und machen einen Roundhouse-Kick, der kommt da einmal gut. Ja, aber warum man so over the top? Das sind so Designentscheidungen, die habe ich nicht verstanden. Ja, und dann mit Teil 5 und 6 im Spiel ist halt dann komplett. Also der 6. Teil ist wirklich so unterirdisch schlecht. Der 5. auch. Ist ja, der 5. ist okay, wenn es halt dann als Third-Person-Shooter aber es soll halt nicht Resident Evil drüber stehen. Ja, genau. Es ist nämlich auch was anderes. Er hat zu zweit, ich habe mit dem Spätzl damals durchgespielt, das hat Spaß gemacht zu zweit. Und den 6. habe ich auch mit dem Spätzl durchgespielt und da war ich bald durchdreht. Das hat nicht mehr zu zweit auf der Couch nebeneinander. Das hat auch unfassbar viele Quicktime-Events, glaube ich. Das ist immer langweilig, das war so Anfang der 2000er, okay. God of War, glaube ich, hat das ziemlich groß gemacht und so. Das war okay. Bei Mäusern ist das bei God of War so. Wenn du mit so Weiber ins Bett reingehst und dann geht die Kamera auf die Seite und dann musst du über den Knief drücken und dann wackelt es wieder und so, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach ja. Auf alle Fälle, mit dem 7er und mit dem 8er haben sie sich dann gescheit gefangen. Die haben beide richtig gut. Das 8er habe ich auch noch nicht gespielt, aber das Zimmer war wild. Wobei das 8er wirklich schon wieder 5 over the top ist. Das ist halt schon krass absurd, alles da, was da in Dingen. Aber es ist ein geiles Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Dass aber auch steuerungstechnisch schon wieder ein bisschen actionlastiger ist, also oder vom Gameplay her. Ja, du schießt schon viel. Da kommen viel so Werwolf-Typen die ganze Zeit und so weiter. Du schießt schon viel. Okay.
Es macht's aber nicht, es ist so schön Etagenaufbau. Jeder Resident Evil Fan kriegt irgendwie, wenn jetzt du Fan von der actionlastigen Serie bist, kriegst du dein Fett weg. Und wenn du Fan von der Horrorlastigkeit bist, kriegst du auch dein Fett weg. Okay. Du hast so, ich sag jetzt mal, die 4 Bosse im Prinzip. Lady Dimitrescu, du hast mit dem Ständer, zum Beispiel, ist recht grusellastig, schleichlastig und so weiter. Dann gibt's so komische Puppen, das ist dann fast nur Grusel. Und dort. So, mir wird nichts spoilert von Resident Evil 8. Wer es nicht gesehen hat, ist gespielt hat und gesehen hat bei mir, der ist selber schuld. Tschüss dann. Oh, und drin haben wir wieder nichts geholt. Hier noch Fake nur drin. So, was tun wir? Baum fertig machen, Items außer rein. So kauft's aus. Ist überhaupt nicht mehr da, hallo. Wenn nicht, dann ist mir auch wurscht. Machen wir das, freischalten in der Trockensteppe. Gibt es in der Trockensteppe irgendetwas Tolles zu tun? Es ist auch das Glutzeug weg. Okay, das ist auch eine Timed Events. Okay. Holzgen, Trockensteppe. Haben wir da irgendwie... Das ist alles so weit weg, da haben wir aber auch noch nichts aufgedeckt und noch nichts gefunden. Ist das die Trockensteppe? Jawohl, machen wir den Dungeon. Halt, stopp, können wir vielleicht irgendwas gleichzeitig für einen Baum da? Nicht wirklich, ist das da noch Trockensteppe? Ja, da können wir das da und da haben wir eh direkt daneben und absolute Perfection. Los geht's. Not while I'm Los in town. geht's! Und Gas. Die fetten Viecher zerpimmeln, 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 zerpimmeln. Pimmel, Pimmel und studiert. Ah, da können wir die Dinger wieder einsammeln. Sehr gut. Auch gleichzeitig wieder für den Baum. Da ist ein Event im Baum. Jetzt lasst mir rein an. Sterben soll jetzt Mistviecher. Ja, sehr schlau, Skelettmagier. Immer schön draußen stehen bleiben. Das ist ein scheiß Event. Du musst mal über die Viecher außenrum killen und deine Viecher laufen halt da nicht her und. Nervig! I need more time. Den Ender killen. Den Shitbutton einscheißen. Oh, die droppen einen Haufen von dem Scheiß da. Sehr gut. Ja, das ist ein ärgerlicher Event, weil man halt nicht fokussen kann mit dem Necro. Das ist so ärgerlich. I need more time. Oh. I'm not ready yet. Kannst das Arschloch nicht kontrolliert umbringen. Golem, geh her. Bitte da draufhauen, wo ich draufhau. Nein, natürlich nicht. Ich muss wieder alles allein machen. Oh, jetzt muss ich da um. Nein, der Event von hinten und vorne nie. I'm not ready. Jetzt haben wir alles benannt. Haben wir alle, jetzt geht es sterben gehen. Jetzt sind wir überhaupt nichts. Nehmen wir das Pferdteil, sammeln wir einen Schundei. Naja. Haben wir Glück gehabt mit unseren Waffen, sag ich dir, wie es ist. Ah, die Dinger sind so fett. Die Holy Items sind so fett. Krass. Krass, krass. Ja, we have a lot to do. We have a lot to do. Einsammel, sammel, sammel. Sammel, sammel. Die scheiß Amethystenstorner, fick dich. Oh, wo? Oh, da ist ein Goblin. Da ist ein Goblin. Da ist ein Goblin. Achtung. Achtung, Goblin zur Pimmelung. Achtung, Goblin zur Pimmelung. Bitte alle auf den Goblin hauen, das war voll super. Und nicht alle da hinten irgendwo am Arsch der Welt umeinander gurken, ihr Vollidioten. I need more time.
Goblin-Zertrümmelung. Sehr schön. Easy. Haben wir da was kurz gekriegt? Wirkungseffekten, Widerstand, Kälte, Gift, Ausweichscheiß, Blutnebel. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Jawohl, der haben wir gleich auf die Seiten. Kommt auf die Habenseite. Da hagelt's die Legendaries. Das ist alles, was ich weiß. Haben wir jetzt... Na, da müssen wir noch irgendwas machen. Was... Können wir da umspringen? Aufs Pferd. Oh, da ist ein Mage. Haben wir lieber sicherheitshalber mal drauf, bevor was passiert. Und das war's jetzt, oder was? Herr der Asche. Ach, da gibt's immer bloß ein so ein Ding, oder was? Ich glaube, das ist der Weg jetzt, ist da. Ja. Nicht gegen Wind reiten, Birger. Was machst du so? Was machen Sachen? Feinstes Pro-Gaming. Ich sag da auch nur feinstes Pro-Gaming. Oh, ja. Full Speed unterwegs. Naja, geht nicht. Los. Nein. Arschloch, wieso hatten die rot? Wieso sind die rot? Wieso sind die rot? Tötet Kannibalen. Ach, das gehört da dazu. Das ist die Quest, wenn man so will. Jetzt haben wir es verstanden. I'm not ready yet. Wow, da stehen Nummer 3 auf einem Flieg. Ja, herzlichen Glückwunsch. 40 brauchen wir. Ja. Da wären noch irgendwo mehrere auf einem Haufen sterben wie 3. Da ist ja gar keine. Der Dicke haut gern zu und er stunt gern. Kannibalen töten. Da die gern. Damit. Da hinten ist er. Da ist eine Nebenquest. Die nehmen wir mit, wenn wir schon mal da sind. Vielleicht schickt er uns genau in den Keller da daneben ein. Das war toll. Okay. Ist die irgendwo in der... Oder auf, ist das ein Ernst? Okay, spät. Also manchmal unterstehe ich Absicht, gell? Bitte. Manchmal unterstehe ich Absicht. Kannst du mal wieder Elixier nutzen? Das ist ein richtig guter Punkt, ja. Haben wir einfach irgendwo sein, nehmen wir irgendein Pilot-Ding, schwaches irgendwas, keine Ahnung. Brauchen wir jetzt nichts, Hauptsache 5% XP. Okay, wir haben jetzt da ab, da hinten ist noch eine Nebenquest und da unten ist noch so ein BAM-Ding. Irgendwie finden wir gar nicht keine Ballen. Was bist du von mir? Ah, irgendwas feiern. Oh, da müssen wir was tun. Was können wir da tun? Da ist direkt eine Nebenquest auch. Durchsucht die sengenden Teiche nach dem Relikt. Ein Relikt müssen wir finden. Kann ich das zeigt, aha. This isn't it. Gut, gehen wir. I'm not ready yet. Wie viele Depfe haben wir noch klicken müssen, bis wir es kriegen? Wir werden sehen. This isn't it. This isn't it. I'm not ready yet. This isn't it. This isn't it. Wer hätte das gedacht, dass es das nicht ist? Wie viel This isn't it. Lass mich ran, wir müssen mindestens 10 Jo klicken, bis es droppt. Oder? Und ich weiß nicht mehr da. This isn't it. This isn't it. I need more time. Quasi.
This isn't Der it. letzte ist wie immer. Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so programmiert ist, dass du mindestens so und so. Da, das schaut doch gut aus. How strange. How strange. Haben wir es gefunden oder was? Was müssen wir da eigentlich machen? Bringt Venenpartikel zum Altar der Ernte. Was für Venenpartikel? Oh. Da wollen wir jetzt Achterbahn, da haben wir lieber noch einen Schießbutton rein, bevor es uns jetzt reißt. Was habe ich jetzt da? Oh, Baum ist ready. Oh, was ist das? Flüstern nicht verfügbar. Dann müssen wir uns da behalten. Na, halt, stopp. Nein, 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 stopp. Mein Gott, kriegst mal die Viecher da jetzt. Nebenquest können wir da oben abgeben, jawohl. Packen wir uns zuerst da auf und dann warten wir uns zum Baum. Und, machen wir so. I did. And it Haben wir es abgeschlossen? Jawohl. Nee. Nehmen wir es mit. Wenn das uns so. Oh. Karayisu. So. In fact, I Nochmal 2 Nebenquests. Schauen wir mal. Gut, dann werden wir da rauf müssen. Da müssen wir noch mehr rauf. Und da im Dungeon, den machen wir gleich hinten nach dann. Killen wir das Zeug da noch. Dann ist das ganz angenehmer Progress, meine sehr verehrten Damen und Herren. Glaub ich. Weil ich immer noch nicht so genau weiß, was ich mit den Fertigkeitspunkten, mit den Skillpunkten dann eigentlich deren, wenn ich ganz ehrlich bin. The lulz are real. Not while I'm in town. So, ab zum Baum. Gib mir something. Gibt's nicht viel. Zweihandwaffensammlung können wir nicht brauchen. Chaos-Sammlung und Einhandwaffen. Weißt du was? Gib mir Einhandwaffensammlung. Waffen schon nie. Gehen wir da her, dann kriegt man so eine Kisten. Ähnlich wie bei den Kopfgelder aus Diablo 3. Rechtsklick drauf, fällt einen Haufen Scheiß raus. Eine Glyphe. Was hab ich jetzt genommen? Ich hab doch Einhandwaffen genommen, oder? Kommt der Legendary Hosen aus. Herzlichen Glückwunsch. So, Glyphe kriegt. Sehr schön. Scheiße nicht mehr. Amit, was haben wir da gekriegt? Wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bildet sich 3,5 Sekunden lang eine magische Blase um euch. Solange Spieler in der Blase stehen, sind sie immun, kann nur einmal... Ach, das ist... Ne. Schrott. Schrott, kommen wir gleich aus dem Leben dissen. Was haben wir da so gekriegt? Nichts Heiliges auf alle Fälle. Wir brauchen nur noch die Holy-Dinger anschauen. Das ist totaler Witz. Totaler Witz. Merci fürs GZten, Kinder. Sauber reingezettet. So, und jetzt gehen wir wieder da rauf. Machen wir da wieder Kannibalen fertig, gehen wir in den Dungeon runter, machen wir den fertig. Easy! Könnte ja mittlerweile sein, wenn wir da dann, da ist eine Nebenquest drin, da ist die Baumquest drin, da ist die zweite Baumquest drin. Und so finde ich das ganz geil. Das Einzige, was jetzt noch krasser war, ist, wenn da die blutigen Dinger warten. Wir brauchen nur 10, dann kriegen wir eine neue Tankkapazität und dann haben wir auf bestem Weg, dass wir einen nächsten Skillpunkt kriegen, der uns noch abgeht. Schön langsam da hintanteln. Achtung, keine Ballensepp. I'm not ready yet. Not ready. Keine Ballensepp. Und weiter geht's. Die werden jetzt so schön auf dem Haufen gestanden, dass ich fast... Oh, jetzt aber ein großer Batzen Mistviecher, du. So habe ich keine Kannibalen irgendwie. Richtig. Kommando, ich kann keine Kannibalen, ich bin noch mitten in dem Gebiet. Da liegen auf alle Fälle 100.000 Tote. Weißt du, was ich weiß? Was ist das? Oh, der ist wütend. Der braucht uns nicht treffen. Oh, nicht ins Eis. Oh, ganz schlimm. Ja, meine 4 Ficken. Lol.
Durs eiskalte Rüstung. Tötet ein extrem seltenes Monster. Okay. Was ist das für... Durs eiskalte Rüstung. Schaden des Typ Kälte, Widerstand gegen Kälte. Und 144 Dornen, lol. Es gibt sogar im Prinzip Gaby Rares dann, oder wie verstehe ich das? Okay. Wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind, machen wir es halt schnell weg. Ab in den Dungeon. The grind is real. Los, lass mich I rein. need more time. Let me in. Müssen wir da. Heilige Siegel zerstören. Okay. Wahrscheinlich einmal nach rechts, einmal nach links. Viecher, wo? Hallo? Da kann er daheim oder was? Ja, da oben reden einer an, müssen wir verarschen. Lol. Skeletthacke Sepp. I'm not ready yet. Einmal Elite, einmal zusammenziehen, einmal rein eskalieren. Bitte, danke. Shitbutton. Oh, ein Drachenschild. Heilig. Hab's schon gesehen. Was ist mit dem Ding da eigentlich? Kommt da mal irgendjemand was dagegen da, bitte? I need more time. Skelette, bitte. Haut halt das eine Viech da zusammen. Dann ist schon weggekommen. Ich weiß. Blauheilig nehmen wir nicht mit. Wobei, wir können wahrscheinlich die Materialien brauchen. Wir könnten natürlich vielleicht auch die gelben Materialien brauchen. Wir schauen mal einfach dann beim Item, beim Inventar auseinander pflücken. Schauen wir uns einfach die normalen Nummer an. I'm not ready yet. Um etwas Zeit zu sparen. I'm not ready yet. Haben wir noch nicht einmal eins zerstört. Wo hatten die alle? Wo ist was? Da rundherum alles zusammendreschen. Oh. Die haben einen Teleporter eingebaut. Man muss nicht... Oh, den haben wir schon. Den haben wir natürlich schon weg. Her mit die heiligen Sachen. So, Teleporter, wo bringen uns der hin? Bringen uns der vor das Haustür und jetzt können wir auf die linke Seite laufen, oder was? Sehr schlau, Blizzard. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass das in der Beta gegeben hat. I'm not ready yet. Gut, da hat das ganze Gebiet nicht gegeben, aber ja. Sie wissen schon, was ich meine. Es hat ja ein paar Beschwerden in der Beta gegeben, dass einfach ein paar Dungeon Mechanics für den Arsch sind. Und das war mit Sicherheit... So, oben ist ein Goblin. Bringen wir aber erst die da die so viel aushalten. Jawohl. Jetzt ist er davor gelaufen, oder? I'm not ready yet. Oh na. Wer hat denn ihm wieder Schaden gemacht? Da 3 Gold, 3 Ton, da das weg, mein. Weil man seine scheiß Mistviecher nicht kontrollieren kann. Ich hasse es. Ja. I'm not ready yet. Paragon-Punkt haben wir auf alle Fälle.
I need Ja, wo more ist... time. Oh! Ach, stimmt, wir haben ja da eine blaue Quest herin. Find me in here. Sehr schön. Hätte ich wieder vergessen. Sag ich dir, was I'm ist. not ready yet. Wo ist das Heiligtum? Da ist. I need more time. Oh, mit dem Shit-Button rundum. Und wir haben eine Elite-Setten weg. Los. Skelly Boys Fass. Nice. Gut gesammelt. Und ab nach Hause. So, Tür öffnen. Ab durch die Mitte. Was ihr seid, reißt nach Gewölbe. Irgendjemand blärt da vor lauter Schmerz umeinander. Du wird sowieso bloß wieder umgebracht. I'm not Was ist ready da irgendwas yet. Bestimmtes da drin? Oder der Dicke? Da kommt der Dicke! Ui, oh shit, Button. Oh, da haben wir ein bisschen Fui. Bitte sterben. I'm not ready yet. Können wir den Shit-Button pressen. Ein Legendary Ring. I'm not ready. Und was kriegen wir mir so viel Schaden, ne? Ach, von dem Giftarmband. Okay, bin schon stört. Was ist da los? Oh, Kriegsschwert, heilig, das ist gut. Was ist da los? Herr Bauer! Gibt's es Reich der Schätze wie in Diablo 3? Ah, das ist eine richtig gute Frage, das weiß ich nicht. Aber was ich schon entdeckt habe, ist, vor dem Anwesen vom Donan sind jetzt Kühe. Und jeder, der Diablo kennt, mehr mag ich jetzt nicht sagen dazu. If you know what I mean. Es gibt keinen Q-Level. Q-Level wo? Oh, Paragon-Punkt. 5 hinter, nehmen wir mit. Setzt Glyphen in die Paragon-Gesockeln ein, um den Boni zu erhalten. Kann man da eigentlich... Kann man da die Glyphen schon vorher einsetzen oder was? Moment, jetzt muss ich noch was schauen. Wir haben einen zweiten Glyphen-Dings gekriegt. Paragon-Knoten in Reichweite erhalten einen Bonus von 15% auf ihre Modifikatoren für physischen Schaden und Schadensreduktion. Ihr und eure Diener verursachen 10% mehr physischen Schaden. Ja, kann ich das da schon einsetzen? Ja, was kommt dann die scheiß Meldung? Was kommt dann die scheiß Meldung jetzt da 25 Mal? Ich brauche ja noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Paragon-Stufen. Da hat er noch eine Dreiviertelstunde, Kinder. Dreiviertelstunde wäre nicht lang. So, was kannst du? Die haben wir heute schon mal geholt. Meister, ich bin blind. Den nehmen wir weg, den guten Dude. I'm not ready yet. Mei, das Blindmoor ist eine Scheiße, Mann. I need more time. Er ist gestaggert, jetzt fixt's ne. 5000 Leichenteile, so. I'm not ready. Crit aktivieren, reindreschen, Mobs buffen, stirbt es da. Du irgendein Heiliges drum her! Natürlich nicht, du Kasper, du. Aber wir haben alles geregelt. Und zwar, wir haben wieder eine Nebenquest erledigt. Gehen wir gleich wieder. Oder sollen wir zurücklaufen zum Kannibalen-Scheiß? Warum haben wir jetzt eigentlich. Wir gehen dieses automatisch auf. Trankkapazität!
Jawohl! Wir kommen jetzt schon dran. Sind wir insgesamt. Tötet Kannibalen. Dann müssen wir nochmal zurückreiten, um ein paar Kannibalen zum Killen, damit die Baumquest fertig wird, sonst war es umsonst. Wird's Bein wo? Was? Was für... Also, die Kubardike, wo? So, dann brauchen wir nur Kannibalen, keine normale Viecher. Drauf geschissen. Dann reiten wir vielleicht ein bisschen unten rum. Vielleicht finden wir dann ein paar mehrere, die noch irgendwo umeinander stehen. Gucken wir auf rote Punkte. Ah, da haben wir ein paar. Ja. Eine Springer kann ich auch, tue ich I nicht need ein. more time. Da oben haben wir noch zwei. Komm, gib ihm. Nein. Zähne brauchen wir. Gut, gehen wir. Oh, da haben wir noch. Oh. Die killen wir mit dem Shit-Button. Sehr schön. Zwei noch. Da haben wir einen. Wo ist der zweite? Steht jetzt der da allein in der Weggeschichte umeinander, oder was? Herzlichen I need more Glückwunsch. time. Haben ist wahrscheinlich genau 40 auf der ganzen Map, dann kriege ich aber leider Gottes einen Kotzanfall, das ist ja schon klar. Jetzt reiten wir mal da kurz in dieses runde Ding ein, weil ich wissen nicht, was das ist. Da ist ein Event drin. Tatsache. Und sicherlich machen wir mit dem. So, Skelettmann. Bitte heil. Ach, wir müssen wieder da mit dem Schmerzen. Ja, dann kann man ein Level abkriegen. Kann man 52 gesehen. Ja. Lasst mal die Leute da herkommen. Da kommen schon noch mehrere. Wir müssen mal auf die zwei Typen aufpassen. Gell? Help! I beg you! Ja, jetzt wenn da mal mehrere Viecher kommen, dann war ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Und zusammenziehen. Dann kontrolliertes Leichentöten. 1000 Kultisten töten. Ich bin erst zufrieden, wenn da nur ein Nuller hinten drauf ist. Oh, die verlieren ja Leben da. Das ist halt, macht's halt auch wieder nicht einfach, dass man die scheiß Idioten nicht, weißt du, schon nicht steuern kann, sondern die überall irgendwo anhauen. I'm not ready yet. So, das I'm not ready yet. Oh, beingeschnitztes Band kannst du haben, Blacksville. Muss gegangen dabei. Und ein My Ring. bags are full. Was? Bags full? Dein Mom ist voll. Da, das ist weg. Wir brauchen einen scheiß Stur. Basisfertigkeiten erhalten 20% Angriffsgeschwindigkeit. Am Arsch. Kann der Ding sonst was? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, da müssen wir uns jetzt zurückporten. Dann schön langsam, weil sonst ist unser Inf pumpenvoll. Einen Kannibalen brauchen wir noch. Dann gehen wir die Quest. Da ist er drin! Hä, wie sind alle meine Skelette? Wieso sind alle meine Skelette gepostet? Was ist denn das wieder? Das ist wahrscheinlich wieder zerrissen, oder? I'm not ready yet. So, haben wir fertig. Ich habe fertig. Nebenquest gehen wir auch noch ab. Drin. Sehr schön. You don't say. Jawohl, Kistel, weißt du was? Schmeißen scheiß Storbig. Ich kann mir nicht vorstellen. Echt, kriege ich einen trüben Kristall. Es ist der verfickte Ernst, Mann. Okay.
Okay. Ja, Progress ist am Start. Wegpunkte 6 von 8 Stützpunkte haben viel gegeben. Die müssen wir finden. Da kann man eigentlich auf die Karten schauen. Ich schätze ganz schwer, dass da einer herin ist. Wo war ein Stützpunkt? Da herum war ein Stützpunkt, dann ist da einer und ui, was haben wir denn da? Ach, PvP. Alter, PvP kannst du mir am Arsch lecken. Das interessiert mich wirklich einen absolutären Scheißdreck. Jetzt, wenn wir schon nur da herum sind, sollten wir eigentlich nur die Nebenquester machen, aber die kriegen wir auch noch. So, gehen wir zurück in die Hauptstadt. Durchsuchen wir mal unser Inventar, schauen wir, was wir haben. Sag, was ist eigentlich aus dem Hundewelpen geworden? Den habe ich abgelegt. Dem ist die Gaudi stressig geworden. Der ist ja total durchgegangen. Wie schaut es um Geld aus? 777.000, verkauft man ein paar. Can I help you? Sortieren. Und, was haben wir da? Alter, da ist 1230 Rüstung drauf. Bist du behindert, Mann? Die Stufe 50 Aufwärts-Items sind halt teilweise so viel stärker. Aber Stats sind kacke. 310 Dornen, Verringerung der Dauer der Kontrolle, Schaden der Fertigkeiten, Typ Blut. Können wir nicht brauchen. Weg damit. Und dann haben wir da Stellungserzeugung, Widerstand gegen Blitz. Das ist okay, Schaden für Fertigkeiten, Knochen. Können wir leider nicht brauchen. Maximale. Das war eine richtig gute Brustrüstung. Und die heben wir uns natürlich auch auf, weil wir da diesen Trade Maximum Skelettkrieger brauchen. Typs Kälte, das ist die Sonderrüstung, weg damit. Schädel! Wobei wir eigentlich kein Problem mit dem Sterben haben. Je mehr Damage abirzt, desto gut. Der Zeitpunkt, wo wir dann wieder Probleme mit dem Sterben haben, der kommt schon wieder. Kontrolle maximales Leben für Diener war natürlich nicht schlecht, aber alles in allem. Anything else? Keine Schilde. Minus 141, nein. Minus 184 DPS, nein. Minus 200, nein. Die normaler gelben, die brauche ich gar nicht mehr anschauen. Die brauche ich gar nicht mehr anschauen. Weg damit. Weg. Ring. Da haben wir jetzt den 40er drin. Und mittlerweile haben wir 42er drin. Okay. Glückstreffer, Überwältigungsschaden, Schaden gegen verwundbare Ziele, Schaden gegen entfernte Gegner. Ist eigentlich alles nicht schlecht. Maximal Diener, der ist beschissen. Schaden des Typs Schatten. Was haben wir denn da? Schaden nach Aufheben einer Blutkugel. Haben wir nicht. Schaden gegenüber Zeit, Schaden. Ach, was? Golems erhalten 3% eurer Dornen. Roll, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, auch neu. Aber weg damit. Was haben wir da? Glückstrefferchance, kritische Treffer, maximales Leben, Schadens des Typ Kälte, nö. Was haben wir da? Schaden des Typs Schatten, Glückstrefferchance, maximales Leben, Überwältigung, dann kannst du das vergessen. Können wir eigentlich sofort anfangen, die zum Dissen, weil wir gar nicht anfangen brauchen, die zum Sammeln, ganz ehrlich. Wenn ihr seht, ein Schrott drauf ist, Basisfertigkeiten, die halten 29% Attack Speed, den haben wir schon 5 Mal. 20 da, den haben wir sogar 2 da daneben. Schuhe, den Blutnebel, den brauchen wir, den palten wir uns. Da ist auch zweimal, ist da Kälte und Gift drauf, schöne Resis und Dauer von Stärkungseffekten durch Schreine ist natürlich für den Arsch. Kann man probieren, ob man Leichenranken drauf rollen könnten, plus 2. Mit Stärkungseffekte der Schreine weg, weil das ist ein 4% länger, das ist ein totaler Scheißdreck. Das da, Maximum Skelett Krieger. Was haben wir da? Alle Werte gesamte Rüstung, wenn er getroffen wird, nicht Gesundheit, bildet sich 30 oder magische Blase, kannst du auch gleich weg. Oh, das ist der richtige. Ja, und was haben wir da? Ja, halt 4 Sekunden hier Rüstung. Da war es zum Überlegen. Dass man das Knochengefängnis wegrollt. Und schaut, was dabei rauskommt, und das werden wir testen. Ja, haben wir schon ein bisschen was gekriegt. Mehrere so Heiligdinger kann man brauchen. Das werden wir wahrscheinlich in Dungeons kriegen. Bringen wir uns in die Storne heim. Da jetzt alle 3 Typen von den Storne droppen können. Da, Skelettkrieger. Haben wir da hier. Die wirklich wichtigen, solange wir am Leben sind. Der ist wirklich wichtig. Kann sonst eine Blutkugel erscheinen? Nö. Blutnebel. Ist das auch Blutnebel? Nein. Blutnebel. 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 Mittlerweile haben wir es echt oft. Blut, also das können wir draufzaubern, wo wir wollen, so oft wie wir wollen. Die haben wir die alle einmal da oben. Bis halt zusammensortieren.
Der ist wichtig, der ist sehr wichtig. Maximale Essenz pro Dings ist unwichtig. Beim Verbrauch eine Blutkugel, nö. Verleihen 6 Sekunden Schadensreduktion, ja, kann man brauchen. Maximum an Skelettkriegern wird um 2 erhöht. Skelettkriegern um 2 erhöht. Ja, die ist auch sau wichtig. Basisfertigkeiten, Schadensreduktion, wichtig. Verursacht mehr Schaden, solange er eine Barriere. Ja. Was ich abhalten, solange er mit der Toten aktiv ist, ist nicht so wichtig. Und der Blizzard war auch noch wichtig und nice to have. So, was habe ich jetzt da wieder umeinander gezogen? Den totalen Käse wieder gemacht. Wie viel kostet die 4. Kisten? 300k. Schau in unser Ding rein, wir kriegen jetzt haben wir fast 1 Million Gold. Das ist schon machbar. Aber du musst halt deine Inventare einmal verkaufen, entzaubern, damit beides gleichmäßig in Tee geht. So, irgendein Legendary wollte ich jetzt halt eigentlich umrollen, außer der Hosen. Neben der Hose. Und ich weiß nicht mehr was. Gut gemacht, Alex. Die Brust. Naja, wird uns schon wieder irgendwann einfallen. Drauf geschissen, ab zum Okkultisten-Sepp. I cannot do that here. Sag, was ist eigentlich aus dem Hundewelt mal? Habe ich Gott sei Dank schon gelesen. Aber hab mir gedacht, das habe ich vielleicht noch nicht gelesen. So, umrollen. So. Rentiert sie die Hosen zum Aufführung? Nein, ist kein Level 50er Hosen. Wir haben ja gesagt, die Teufelsrosen heben wir uns auf für Level 50er Legendaries. Weg. Zaubert man. Geil, weg mit dem Schund, weil sonst wird das Inventar so riesengroß. Rechts unten die Schuhe. Da haben wir nochmal schnell Schuhe. Muss ich nochmal schnell schauen. Die da. Widerstand, Kälte, Gift, Ausweichen. Ja, genau die. Den Disme. Du Bitch. Oh. Schön, dass ich euch dabei hab. Lauter Gelaber, merke ich es aber nicht. Schauen wir mal. Oh, schau, der kostet noch mal mehr. Der kostet sogar noch 2 vergessene Seelen. Eine. Boah, leck, okay. Warum? Ja, weil es ein heiliges Legendary ist. Ja, ich merke schon. Ja, du kannst reingrinden, bis du behindert bist. So, Kälte und Gift. Kälte können wir richtig gut brauchen. Was ist denn da bis jetzt drauf? Nix. Doch. 33 Schatten. Resi. Ja, heftig. Das ist immer hin und her Gewumpe von. Aber im Grunde gewinnen wir 2 andere dafür. Die Stärkung durch Schreine ja nicht voll für den Arsch und eigentlich, wenn da noch Bewegungsgeschwindigkeit drauf war. Oder halt 2 Ränge für Leichenranken, die wir wahrscheinlich nicht kriegen. Probieren wir es einfach mal. Schauen wir, was rauskommt. Es warten 8 Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Aber wir verlieren 2 Ränge von Ist es so schlimm, wenn wir Leichenranken verlieren? Jetzt merke ich es erst. Es ist eine Leichenexplosion. Leichenranke macht keinen Schaden. Da geht es mir nur um einen Cooldown. Der ist halt dann eine Sekundenlänge. Weißt du, was ich dir sag? Vielleicht löst es auch unser Problem mit den Skelette und Blizzards. Und zwar, der Blutnebel, die Holy Stiefeln haben ja einen Blutnebel als Trade. Nehmen wir mal eine. Wir haben jetzt 1086 Attack Power, verlieren wir 50. Warum? Wahrscheinlich wegen die 33 Int. Und vielleicht sogar wegen die 2 Ränge Leichenranken. Weiß man nicht. So. Jetzt ist das da aber deaktiviert, weil wir es auf dem Amulett drauf haben. Jetzt können wir das vom Amulett runter tun, beziehungsweise kann man das überhaupt überzaubern. Aspekt, Inventar, Barriere, Skelettmagier.
Dann hätten wir auf dem Amulett die Blizzards für die Skelettmagier. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir die Blutnova, dass die Leichen explodieren, wenn wir No Shit Button drücken. Das ist extrem wichtig. Auf die Hosen zaubern können. Father bless. Wenn das geht, haben wir unser Problem gelöst. Not while I'm in town. Wir rennen nie wieder umeinander. Wir müssen die Dinger aus der Kiste nehmen. Und deswegen hebt man diese ganzen Legendaries auf, weil wir das noch oft da wären. Sachen umrollen, Legendary Traits von A nach B schirmen. Und da habe ich es lieber 5-mal im Inventar als gar nicht. So, was nehmen wir da? Da nehmen wir irgendein Billo-Ding, keine Ahnung. 0,2, 0,8, 0,2, 0,4. Ich sehe halt das schon wieder bloß auf Stiefel, Amulett und so ein Scheiß. Das geht halt wieder nicht auf die Hosen. Echt, die wetten fast. Moment mal. Es geht nicht, wir haben ja gerade mit den Stiefeln haben wir gerade verloren, dass wir ein Maximum an Skelettkriegern. Ich will narrisch. Ich will narrisch. Ich muss 3 Legendaries dran. Und weiß nicht, wo. Das müssen wir jetzt trotzdem mal schnell ausprobieren. Den Blutnebel. Und wir brauchen Skelettkrieger um 2 erhöht. Haben wir das nicht? Da, Skelettkrieger. Skelettkrieger. Kopfschutz. Dann müssen wir irgendwas dissen. Das ist ja scheiß wurscht, wo wir es extrahieren. Das ist wurscht, wo wir es extrahieren. Das ist immer 6 Sekunden lang, oder? Ah, halt, stopp. Skelettmagier erhöht. Skelettkrieger erhöht. Immer um 2. So, nehmen wir mit. Krieger. Der Blutnebel. Einen halbwegs guten sogar mit 0,2. Dann nehmen wir jetzt aber einen schlechten. Wir kriegen noch besser nicht. Nehmen wir einen schlechten mit. Muss er denken nach, wie wir machen jetzt. Keine Fehler machen, sonst ist kaputt. Sonst haben wir schlechter da wie vorher. So. Jetzt extrahieren wir mal den Blutnebel bei Leid. Den extrahieren wir so und so. Was kostet das eigentlich? Nein, extrahieren, du Vollidiot. 57.000 Gold. Gut, kostet nur Gold. Da ist genug da. Und jetzt pass auf. Am Blutnebel kommen wir. Ach, den kommen wir wieder nicht auf. Was kommen wir überhaupt auf die scheiß Hosen auf für Zaubern, Mann? Kommen wir Skelettkrieger drauf tun? Nein! Warum nicht? Und ein Blutnebel auch nicht! Kommen wir auf die Waffen drauf zaubern? Natürlich nicht, sondern bloß auf ein behindertes Schädel. Kopfschutz, Brustschutz, Amulett, Schild, Kruzifix, Mann. Am Kopf kann man es zaubern. Und die Basisfertigkeiten verleihen 6 Sekunden lang 20 Schadensreduktion. Kann man garantiert auf die Hosen drauf zaubern. Blizzard auf die Hosen geht nicht, leider, nein. Gehen wir ja mal probieren. Nur zur Sicherheit. Nö. Der geht auch nur. Kopf, Brust, Stiefel, Handschuh, Amulett, Schild. Fucker yo! Nein, es funktioniert einfach noch nicht. Wir brauchen die 20% Schadensreduktion nochmal oder gleich nativ auf einer Legendary Hosen. Da müssen wir. Ja, aber das ist so ein Schmarrn. Das hat schon einen Grund, warum das nicht geht.
Das hat schon einen Grund, warum das nicht geht. Weil wenn ich mit 6... Ich möchte ja eigentlich die Skelettkrieger aufs Amulett drauf. Dann kriege ich nämlich die Skelettmagier aufs Amulett drauf. Dann kriege ich nämlich nicht plus 2 Skelettmagier, sondern 3. Da muss man sich wirklich einmal einen Bildplaner aufmachen, ein Bild nachbauen und dann kannst du damit spielen, wie du das zusammenbaust. Weil so, da kriegst du einen Vogel, was du da über 4 Ecken merken musst. Ist der mal da drauf, ist der mal da drauf, ist der mal da drauf. Was mir auch gerade noch einfällt, unsere Waffen kann man mal umrollen. Das ist teuer. Das ist unfassbar teuer, Alter. Nein, das heben wir uns auf. Haben wir vorher schon mal gesagt. Ja. Paragon-Punkt! 5 Willenskraft, jetzt haben wir schon ziemlich nah dort. 10 Wille brauchen wir noch. Ja, bring's Zeug zurück, da braucht man noch ein wenig. Rendiert sich jetzt noch nicht, das zeigt da auch nicht zum Friemeln. Sag ich dir, wie es ist. Und wir nehmen unsere Stiefeln, die nehmen wir wieder einer. Aber wir können es natürlich definitiv brauchen. Machen wir so. Blutnebel und Skelettkriegeranzahl. Und die Hosen. Die ist mal aus dem Lehm für Materialien. Dann schauen wir gut aus. Das Cyberslayer hat er was verpasst. Ich weiß nicht, wann du gekommen bist. Ein bisschen was schon, ja. Wir haben mittlerweile World Tier 3, Stufe 52. Haben wir schon die ersten Paragon-Punkte. Weg mit dem Schund. Haben wir gute Mats gekriegt. So. Wir brauchen noch 2 Punkte für den BAM. Die holen wir uns noch. Hätte ich vorgeschlagen. Dann machen wir noch einen Dungeon und dann würde ich sagen, ist Pause. Also lange Pause, 2 Stunden Pause. Haben wir da irgendwas? Solange die noch voll zusammen seid? Nö. Können wir noch irgendwas in der zweiten Zone machen? Ich darf mich gern durchhangeln, zweite Zone, aber da haben so wenig. Da ist das PvP-Gebiet, das interessiert mich überhaupt nicht. Da schaut es doch gut aus. Ist das, nein, ist das noch Trockensteppe oder ist das schon... Ach. Bringt das Matte-Amulett... Ja, bringen wir mal das Matte-Amulett zurück. Nebenquests abschließen, damit die Listen kürzer wird. Und dann Ansehen farmen, bis wir überall auf Stufe 3 sind. Dann kriegen wir uns Skillpunkte und währenddessen machen wir Dungeons und Scheiß für den BAM und was weiß ich, damals mehr. I cannot do that here. I cannot do that here. Da müssen wir nie. Ich drücke wieder nehmen. This must have belonged. Mal Leuten. Gibt 20 Ansehen. Was fällt aus? Oh, Elixiere für 5% XP. Du die nehmen. 5% sind 5%. Was haben wir denn da? Kassieren! 1 Meter daneben für den BAM. Hau rein, Alter. Nehmen wir die. Ist zwar ein anderes Gebiet, aber das ist, glaube ich, das 4. Gebiet. Da haben wir noch nicht so weit. Hau rein. Hauen Sie rein! Und Gas. Prost, Tür aufmachen. Machen Sie auf die Tür. Diablo 4 Wiki wird groß. Ja, es ist schon überschaubar, so ist es nicht. Aber du musst halt sehr viele Stunden, ich muss das, ich weiß, da gibt es mir sicher andere, die das schneller erfassen und schneller um 3 Ecken denken wie ich. Aber ich brauche da halt auch Zeit. Bis ich so verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr nachdenken brauche, was ich da eigentlich tue. Da gehen wir. Wo sind die Gegner jetzt? Dass wir Skelly Boys beschwören und dann können wir es zu Hannover. Da ist der Fettsack. Was ist das eigentlich hier für ein Mauer, Alter? Oh. Haben die Besen schon wieder da? Warum immer die Besen? Alter, Ruppel und studier, was ist mit euch? So, wir nehmen da nicht. Storner. Ich kann nicht glauben, dass nur, das werde ich in der Pause, werde ich das nachlesen. Ich kann nicht glauben, dass es hier eine Storner gibt. Ja, es ist halt Google des Zirkels. Heilige Items. Nein. Wir lassen uns jetzt da nicht erschlagen, Freunde der Sonne. Ganz bestimmt nicht.
Du, da hat's was zerrissen. Haben wir einen Trank drin? Nö, gib mal einen. Zack, jetzt ist einer drin. Und wo sind die legendären Steine? Oh, das ist eine gute Frage. Stimmt, so Albtraum-Dungeon-Storner. So ein mehr die Arme machen. Den machen wir dann, das ist ein schöner Cliffhanger für um 8 Uhr. Machen wir unseren ersten Albtraum-Dungeon. Nach dem Dungeon unterhalten wir uns noch kurz, weil mich nämlich interessiert, was ich falsch mache. Und wo ich sehe, wo es einen gibt. Oh, Shit-Button einer, weil da schon wieder... Ah, Wanderhaube, Heilige. Was? Jetzt ist schon wieder fast zerrissen an irgendeinem Scheiß. Müssen wir zerstört Blutobelisk. Was sieht man da? Blutobelisk? Geb Blutobelisk. Der Skeletto-Squad, der steppt draußen wieder irgendwo umeinander und haut irgendjemanden, den er nicht hauen soll. Flammenberge, Heilige, was auch immer das ist. Ich glaube, es ist ein Schwert. Haben wir immer noch keinen Blutobelisken gefunden. Nicht einen einzigen. Legendary Stiefel, leider nicht heilig. Weiß ich jetzt schon, dass wir nicht brauchen können. Geht schon, gehen wir Vollgas. Oh, da ist ein Blutobelisk geschehen. Explodiert da schon wieder alles 23 Mal in der Weggeschichte oder? I need more time. Was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Achso, den noch zusammenhauen wollte. Welche Smillung ist das? Meine eigene? Die voll rein in das Kehrblech-Skillung. Ich weiß nicht, da gibt's keinen Namen dafür. Doch, Bierger-Skillung. Primärschaden. Diener, zweiter Primärschaden, Leichenexplosion und Leichenranke. Zusammenziehen, Gegner debuffen, Damage ins Fressmaul. So da die Skillung benennen. Achtung, der explodiert. Skellyboy, geh halt weg. So, einen brauchen wir noch. Wo wird der sein? Wahrscheinlich da irgendwo. Der Optimus Zero schreibt krank. Es funktioniert erstaunlich gut, muss ich auch sagen. Also, ich hab, keine Ahnung, relativ viel Synergien mit sehr vielen Legendary Traits. Aber einer, und das nervt mich, der fehlt noch. Nämlich, dass meine scheiß Skelettmagier den scheiß Blizzard casten. Und dann ist voll Kassur. Gegen Bosse geht auch ganz gut. Ja, ich habe absolut kein Leichenproblem. Also der Damage basiert natürlich auf Ressource Leiche. Und meine Schnittertypen haben Attack Speed ohne Ende. Reißen Leichenteile außer es dauert 3-4 Sekunden und dann so viele Leichen überall, dass alles scheißegal ist.
Und wir haben einen schönen Oh-Shit-Button. Da muss schon viel passieren, dass wir sterben. Das heißt, wenn wir sterben, dann haben wir wirklich einen Arsch zu weit unten. Wo ist denn jetzt der Lied? Dann ist er da oben. Weg mit dem I'm Typen. not ready yet. Und es läuft eigentlich alles ganz cremig. Diener überleben gut, machen guten Schaden. Es spielt sich cool. Ich bin ein bisschen langsam. Ich hab kein da die Ding, wir haben Zahnzung, Leichenexplosion, tot. Das ist so der Ding. Viecher buffen, zusammenziehen, Golem reinstein, sterben. Und es darf nur ein, zwei Fähigkeiten geben. Da darf noch mehr Leichen spawnen, aber ich glaube, das braucht's nicht. Sogar der Oh-Shit-Button macht Damage. Also ich wüsste nicht. Hose des Zirkels, heilig. Ja, wir schon. Die scheiß Explodiererei, Mann. Aber die, glaube ich, killt jeden. So. Und jetzt begebt euch nach gefräßige Halle. Ist dieser gefräßige Halle. Sieht echt heftig aus, bin mit meiner nicht zufrieden. Also um ganz ehrlich zu sein, nur, ich hab da nicht drauf hingearbeitet. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und hab dann einfach so weitergemacht und drauf aufgebaut und ziemlich gut funktioniert. Je mehr Gegner. Da ist eine Leiche, da ist Leiche, so, oh shit, Button. Es verreckt alles, 1 Million Leichen am Boden. Stun vom Golem. Zusammenziehen, Debuff. Okay, es sind 2 Skelettmagier gestorben, aber da stirbt niemand. Es ist relativ easy going. Wir werden sehen, wie es wird, wenn wir alle Heiliggegenstände austauscht sind und mir auf einem einigermaßen hoher Level, mein Gott, stirbt. I need more time. Auf einem einigermaßen hoher Level mal unterwegs sind. Okay. Very good, very nice. Very good, very nice. Elite schmutzen, schön. Müssen wir überhaupt hin? Oh, hat's ihn zerrissen. I need more time. Oh shit, Button drücke, wenn ich blockiert bin. I need more time. Ja, enge Gänge sind immer beschissen, egal für wen. Schöner Bild. Mir gefällt er gut. Was muss jetzt ganz wo wir hin müssen? Sanktumsschlüssel tragen. I need more time. Da kommt der Fettsack raus. Die fräßige Halle ist ab jetzt mein Name für mein Esszimmer. Muss mal gucken, ob ich das auch so mache. It's locked. Es ist halt wahrscheinlich schwierig, da drauf hinzuspielen. Glaube ich. Vor allem am Anfang. Weil am Anfang noch nicht so viel Legendaries droppen. Und es gibt schon ein paar Schlüsselgegenstände. Die man fast zwangsläufig braucht dafür. Okay, jetzt wird's interessant. Vieren, ganz schlecht.
I need more time. 4 ist einfach ganz schlecht. 3 Elite-Gegner auf dem Haufen sind ja nicht ganz einfach. Nehmen wir mal noch Shit-Button her. Ich sehe halt auch nicht, wo die Flächen am Boden sind. Die 4 da. Aber wir überleben es halt leicht. Na gut, leicht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Geht schon. Sanktumschlüssel. Stahlsense. Very good, very nice. Und jetzt nutzt den Sanktumschlüssel zur Öffnung der Tür des Sanktums. Ah ja. Und das ist ja gleich ums Eck I need rundum. more time. I need more time. Oh. Dann los. Der Whisky ist anwesend. Schönen guten Tag. So, Boss. I'm not ready yet. Let me see your skills. Da, wir warten, bis Leichen da sind. Zagen, Golem rein. Und Leichenexplosion. Und wenn es mal eng wird. Oh shit, Button pressen. Skelly Boys buffen. Gib. Oh shit, Button pressen. Ja, Golem rein. Leichenexplosion. Vielleicht nicht in jedem Scheißdreck drin stehen bleiben. 1 Million. Nicht da drin stehen bleiben. I'm not ready yet. Bitte mit dem Oh-Shit-Button. Bald auch nicht. Ja, easy. So, was haben wir jetzt? Totengeflüster, Albtraum. Warum ist denn diese Totengeflüster? Ah, man kehrt zum flüsternden Baum auf der Weltstufe Albtraum zurück. Was? Haben wir schon wieder einen Baum fertig? Tatsache! Ja, her mit dem Baum. Rein mit dem Baum! Köstlich ist unser Inventar frei. Ja, Tatsache. Los. Not while I'm in town. It Was is gibst du done. uns? Brustpanzer, Ringsammlung, Chaossammlung. Was ist Chaossammlung gleich wieder? Enthält eine zufällige Auswahl und Menge an Gegenständen aus allen anderen verfügbaren Sammlungen. Also keine Ringe und keine Brüste. Keine Brüste ist auch keine Lösung. Nehmen wir Ringsammlung. Haben wir noch den neuen Kackring? Nimmer, gell? Den haben wir irgendwie austauscht. Eingebrechen ist noch nicht beschworen. Den Diener, den können wir nicht austauschen. Haben wir nicht nochmal. Ihr haltet 6 Sekunden lang eine 19% höhere Crit-Chance. Ja, schau mal, was rausfällt. Nimm Chaos-Sammlung, wenn es wurscht ist. Hau außer. Hau außer. Was ist denn das jetzt? Okay, jetzt mit den ganzen Scheiß. Rubin. Was ist das da? Blindhöhlen, Albtraum. Oh! Da kommen die Albtraumsiegel raus. Albtraum-Dungeons. Der erste. Easy. Wo haben die? Ah. Okay. Den machen wir da. Was haben wir da gekriegt? Blindhöhlen Albtraumsiegel. Diesen. Wer ist das überhaupt? Ich sehe gleich Pause. Okay, die haben für einen spezifischen Dungeon erlaubte Wiederbelebungen. Ah, man darf nicht öfter wie 12 Mal sterben. Okay. Okay, das war asozial, Entschuldigung. Und dann kriegt der Dungeon nicht sozusagen, was rede ich wieder für eine Scheiße, sondern der Dungeon kriegt Affixe. Kampfgestellt, vulkanisch und Monster-Kälteschaden. Jetzt war halt noch ganz toll, wenn da dort steht, was das heißt. Was heißt Kampfgestellt? Blizzard! Was? Kann man das irgendwie nachschauen? Weiß das jemand? Also ich mag jetzt nicht auf Internetseiten gehen, die müssen doch das hinschreiben, was Kampfgestellt heißt. Vulkanisch kann ich mir aus WoW vorstellen, dass halt immer wieder kleine Vulkane kommen. Und Monster-Kälteschaden, dass halt Monster generell Kälteschaden machen. Das heißt, ich gehe mit einem Kältetrank da rein, mit Kälterisi-Trank da rein. Was haben wir da? Höhle der Wilden in Skarsglen, erlaubt die Wiederbelebung in 12, okay, das scheint immer gleich zu sein. Es gibt Stufen an dem Ding, das ist Stufe 1. Gewittersturm und Monster machen Feuerschaden. That is nice to know. Quest-Schei, warum blinken die immer noch? Die haben jetzt seit 3/4 Stunden da drin, den Scheiß da. Ja gut. Jetzt, wo wir schon mit da sind, nehmen wir den Scheiß da natürlich auch mit.
Und dann schaut es gut aus. Dann werden wir nachher mal so einen Albtraum-Dungeon machen und werden wir mal schauen, was passiert. Wie stark, dass die wirklich sind. Wo gehen wir? Wo gehen wir? Wo gehen wir? Gehen wir nach Hause. Brudi, gehen wir nach Hause. Sitzen wir schon wieder seit 5 Stunden da. 5 Stunden wo? Das Game, Alter. Schaut's gut aus. Ich möchte jetzt die Million haben. Wir verkaufen wir. Nein, da holen wir uns mal ein paar Materialien. Haben wir noch gar nicht gemacht. So, sortiere. Dissen. Sagst HC oder SC? Nur SC. Also ich spiele mit Sicherheit nicht am Release-Wochenende Hardcore. Ganz bestimmt nicht. Und wir waren noch nicht oft gestorben bei Hardcore, das ist mir einfach zu ungemütlich. Vielleicht irgendwann mal. Nicht mal für die Challenge habe ich überlegt, sage ich dir, wie es ist. Wie lange hat man für die Challenge Zeit? Eigentlich. Bis der erste, oder? Der erste auf Level 100, nein, vergiss es, dauert ewig. Also ganz ehrlich, wie viele Level haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir 5 Stunden gespielt. Gut, ein bisschen viel gelabert, bla bla bla. Wir haben jetzt 2 Level gemacht. 2. Bis Level 100. Die ersten 1000, glaube ich, 1000 Slots auf einer echten Lilith-Statue. Die ersten 1000 das wissen vielleicht einige ja nicht. Die ersten 1000 Spieler, die Hardcore Level 100 erreichen, denen einen Namen wird auf einer Lilith-Statue eingeritzt. Schon geil. Ist nett. Ist good old Blizzard-Shit. Wie gesagt, Blizzard fühlt sich dieses Wochenende gerade so, als wären sie wieder da. So, jetzt nochmal von vorn. Schauen, was wir brauchen. 880 Rüstung, 30 Int, 10 alle Werte, 8 Max-Essenz. Max-Essenz ist absoluter Bullshit. Einen Kopf benutze ich eigentlich immer für Resis. Es war auch noch ein Sockel drin und so, aber 800 Rüstungen, ne? Ist ja der 50er-Item. Können wir nicht brauchen. Weg damit. Was denn? Dann kriege ich auch bloß ein rohes Leder für die heiligen Dinger. Bist du bescheuert? Dann verkaufe ich sie lieber für 17.000. Oh, die haben auch schon 4 Affixe schon hin. Und nimmer nur 3. Okay. Der Shroud ist Level 82. Ja gut, der hat wahrscheinlich, der erstens spielt er schon einen Tag länger wie mir und zweitens hat er wahrscheinlich genau 4 Minuten geschlafen. Dass er allerdings, dass der Shroudy Boy erster ist, ist echt interessant. Schön für ihn. Shroudy Boy kann ich leiden. Der tut ja nichts anderes momentan. Ja gut, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, da ein bisschen was. Ja, können wir nicht brauchen. Okay, es kommen schon trübe Kristalle raus. Was haben wir da? Langsam aber sicher war es auch mal geil, wenn wir eine Offhand. Ich brauche mal bitte eine Offhand in Heilig. Die schauen wir gar nicht an. Schauen wir gar nicht an. Die nicht heiligen Teile schauen wir gar nicht mehr an. Ich sag, das ist absolute Zeitverschwendung. Was ist das? 2 und Schwert kann ich nicht brauchen, 2 und Sende kann ich nicht brauchen. Jetzt wird's kurz interessant. Ein heiliger Beinschutz. Ausweichchance, gesamte Rüstung, Schadensreduktion 28 Int. Da können wir probieren. Da brauchen wir wieder den komischen anderen Scheiß da, oder? Das muss ich jetzt noch 5 Mal zum Rerollen bringen, damit ich mir endlich merken kann, was für Matt ich brauche zum Umrollen. Was haben wir da? Natürlich Gegner, Dauer von Stärkungseffekten, Widerstand gegen Gift, Schrott. Eure Kälte, Skelettmagier. Oh, wirken alle 10 Sekunden einen Blizzard Damage. Das ist gut. Der ist natürlich gut. Den wollten wir umrollen, gell? Das ist das noch von vorher. Oder haben wir jetzt... Oder haben wir die jetzt ein zweites Mal gefunden? Weiß ich nicht. Müssen wir schnell in die Kiste glotzen. Glotz in die Kiste, Bitch. Schneller bitte, schneller. Kiste. Was war das? Skelettmagier, Schaden. Da, Skelettmagier 10. Ein Blizzard. Mit 270 Kälteschaden. Wie viel ist da drauf? 706 Kälteschaden. Bist du besoffen? Brauchen wir den Scheiß nicht aufzaubern. Was meinen mit dem Mist? Jetzt müssen wir noch aufpassen, was für ein Level der Aspekt ist. Okay. Hose umrollen.
Der Razy schleicht sich, du schleicht mir auch gleich. Ich schaue jetzt noch, ob ich das da gemütlich umrollen kann und dann ist Punkt 6. Oh, wo Not renne ich schon while wieder I'm mal in an? town. Wenn du den Link zur Ranglistenseite hast, plus, ihr könnt es auch ruhig da einer posten. Also es dreht sich hier alles um Diablo 4, da gehört durchaus auch die Wer ist Weltranglisten-Erster im Hardcore. Darfst du einer posten. Ja, da brauchen wir das. Die vergessenen Seelen, Alter. Lässt sich während der Höllenflut finden. Das heißt, du musst wirklich, die Höllenflut musst du wirklich reinsuchten wie ein Behinderter. Das ist ein bisschen schade, dass man das machen muss, wenn es da ist. 1 Stunde lang. Woanders gibt es das anscheinend nicht, das Material, sonst kannst du nichts mehr rerollen. Wow. Okay. Ja gut, it is what it is. Ich sehe schon kommen, dass da sowas wie Raidbots geben wird zum Simmen. Ich glaube, Blizzard hat sogar schon angekündigt, dass sowas geben wird wie Puppen. Also wie Puppen in WoW, wo du dann deine DPS ausprobieren kannst und so. Habe ich gehört. Von Hören sagen hier. Weg mit die Hosen. Passt schon. So. Dann, da diesem, haben wir mir auf alle Fälle wieder etwas Neues zu tun. Wenn wir wieder da sind, nämlich weiterhin natürlich rein grinden wie ein Behinderter, Nebenquests machen, Ansehen erhöhen, World Boss machen, wenn er kommt. Offensichtlich kommt er immer noch random. Oder war der heute auch wieder um 1:30? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Egal. Sachen aufdecken, Nebenquests machen. Wir sind im zweiten Gebiet fast auf Rang 3. Dann geht's da weiter, dann geht's da weiter und dann geht's da weiter. Und ja, das werden wir ein bisschen beschleunigen, nachher vielleicht mit Stützpunkten. Die geben richtig viel. Die geben, glaube ich, 100 oder 130 pro Stück. Und dann sind wir da gleich durch. Und das bei jedem Einzelnen. Müssen wir eine Map irgendwo aufmachen und schauen, wo die Stützpunkte genau sind. Weil mir da nirgendwo was angezeigt wird. Das ist ein Wahnsinn, wie groß das die Welt ist. Da kriegst du einen Schlaganfall. Und jetzt fängt das Höllenklump da an. Ja, könnt's gleich aufgehen. Los geht's. Wie spät ist jetzt? Ah ja, Punkt 6. Das heißt, es ist eine Stunde da und eine Stunde weg. Oder? Was steht jetzt dort? 1,5 Stunden, 29 Minuten. Okay, dann ist es 1,5 Stunden da, 1,5 Stunden weg. Geht sich das ungefähr hin? Wann haben wir aus dem Gebiet rausgekommen? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist es auch 1,5 Stunden da, halbe Stunde weg, 1,5 Stunden wieder da. Irgendwie so. Irgendwie so wird es schon hier an. So, Albtraum-Dungeons. Kriegen wir hin. Albtraum-Siegel nutzen, machen wir später. Aber jetzt locken wir uns fürs Erste einfach einmal aus. So, jetzt ist Halbzeit, Kinder. Mal kurz überlegen, ist wirklich Halbzeit? Ist nur überhaupt nicht Halbzeit. Heute um 8 Uhr auf die Nacht ist Halbzeit. Schauen wir mal, wie lange das wir auf die Nacht werden. Kann ich euch noch nicht versprechen, ob wir wirklich wieder so lange werden wie gestern. Ich darf heute speziell am Sonntag mal gern mit meinen Spätsiname Runden spielen, wenn alle im Discord sind. Und ja, also ich komme um 8 Uhr auf alle Fälle, um Gottes Willen. Also nicht meine, dass ich jetzt einfach mittendrin spontan anfange, einen Stream ab zum Song. Aber ja, ich gehe jetzt was essen. Bin jetzt 2 Stunden nicht da. Stream ist bis dahin offline. Selbes Spielchen wie die letzten beiden Tage. Und um 20 Uhr gehen wir wieder online, sowohl als auf YouTube als auch auf Twitch. Da werden wir Brotzeiteln und dann schauen wir weiter. Merke, Stream kann früher losgehen, wenn ich früher wieder da bin, aber die 2 Stunden deren jetzt schon nicht, die deren nicht schlecht. Ich sitze ja schon wieder seit 11 Uhr Vormittag da. Sind ja schon wieder 7 Stunden eingesuchtelt wie ein Behinderter. So, Freunde der Sonne, ich wünsche euch einen guten Appetit. Mir fürs Zuschauen, danke für die ganzen Donations, danke für die Mitgliedschaften, waren auch ein paar dabei. Bussi aufs Nuss, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like-Button smashen, ja nicht vergessen, auch die Lurker. Okay? So. Und jetzt Abflug. Gibt's was zum Essen. Und ganz viel Zigaretten. Bis später in 2 Stunden. Habe die Ehre.